So, drücken wir mal gemütlich auf den Startknopf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen an einem wunderschönen Abend zum Nikolaustag. Wieso habe ich eigentlich keine Nikolausmütze nicht auf? Berechtigte Frage. Weiß ich nicht, ist mir aber auch wurscht jetzt. So, wo sind wir? Da sind wir. Ich höre mich selber, das ist schon mal sehr gut. Habe! Heute einen ganz ruhigen, der Abend kann ein wenig länger werden. Kommt drauf an, wie es läuft demnächst. Grüß Gott beieinander. Ich bin's, Birger. Freitag, 20 Uhr. Und in manch einer Welt ist heute Weihnachten. Nämlich in meiner. Franz! Ist er wieder zum Nacht-Donate-Squad gewechselt. Kriegst einen Daumen von mir. Franz, merci dir. Hauptritt. Schauen wir mal, wie lang die Warteschlange ist. Twitch, RPG, Blatt, Kiste, Looten und Bluten. Wir werden sehen. Franz, merci dir. Schluss mit Rumdonaterei. Geh in den Shop und kauf was. Ja, Hostshop weiß ich schon, aber für den Rest halt weiß ich eh. Jahresmerch und so weiter. So, jetzt gibt's gleich mal zum Startweg, gibt's gleich mal Pro-Gaming-Tipps Nummer 1. Jetzt am 6.12. bei Release zum... Servus, Ruhe! Hier, schwarz jetzt! GS Pant OBSA Warteschlangen gibt. Wahrscheinlich schon. Ob's parallel AAF Steam of Fahrt und iHob Mastocker 2 übern Game Pass Gold und ist leider Unspielbar, schade, ruckelt wie Sau bei mir in Abenddunkel. Aber schau her, wenigstens hast du bloß 11,99 € ausgegeben statt 70 oder 60. Schluss, aus, pfui. Schluss, Löwensepp, merci dir, Franz, merci dir, Mike, merci für 67 Monate. Du bist sowieso geschubst und da will ich übrigens auch. So, Schluss jetzt mit darum. Nein, lasst mir irgendwas verzeihen, Kruzifix nochmal. Heute bin ich zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. So sieht das aus, nämlich. Wer Steam die ganze Zeit schon offen hat und wartet, dass man auf den Spielen-Button drücken kann. Mit Path of Exile 2. Habe ich nämlich auch gerade gemacht und jetzt kurz vor dem Stream habe ich, warum bin ich irgendwie so komisch unscharf? Bin ich komisch unscharf? Dass ich generell scharf bin, das weiß ich aber so. Und irgendwie schaue ich so rot aus, weiß nicht, was das wieder so, egal. Restart Steam. Ich habe jetzt gerade gemacht, die letzte halbe Stunde hat sich da nichts getan, aber jetzt vor 5 Minuten wird auf einmal das Spiel entpackt. Und wahrscheinlich steht dann danach dann Spielen da. Vielleicht haben das auch manche schon früher gehabt, vielleicht manche noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Colonel Brembe! Oder Bembel! Entschuldigung, mir ist wieder ein Resub. So, hinaus mit dem Pöbel! Na, jetzt ist es sowieso Schluss, Alter. Schluss, Alter. Heute ist nur Nerd-Time. Jeder, der hier den üblichen Blödschiss erwartet, fehl am Platz. Wird nix, Kinder. Wird nix. Auf Twitch... Hab schon nachgeschaut, ich habe die ganze Zeit schon Kategorie Path of Exile 2 auf 550.000 Zuschauer. Wenn ich mich richtig erinnert hat, wie hat's geheißen? New World, das ist auch schon wieder 4 Jahre her oder so, damals über 1 Million Zuschauer gehabt. Allerdings reden wir hier von einem Action-RPG. Das ist ein bisschen was anderes. Anderes Genre. Normalerweise weniger Leute. Der Rob DLX hängt in der Warteschleife, 24.520 Leute vor mir. Ja, noch lockt sie ja niemand ein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich nehme an, die Leute, die schon in der Warteschlange sitzen, gingen über den nativen Launcher von GGG selber rein. Und nicht über Steam. Also ihr kennt deswegen auch nicht frei. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass bei Spielstart da genau gar nichts passiert, sondern dass alle Leute aus dieser Prä-Warteschlange vielleicht sogar außerhaut und man dann noch mehr auf Login drucken muss. Vielleicht muss sogar Späne starten, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Herr Freshmark schreibt, ab wann ist es offiziell spielbar? Ohne Early Access. Der Entwickler geht von 6 bis 12 Monaten aus. Sie können es nicht sagen. Sie wissen ja nicht, was passiert. Für das gibt es ja einen Early Access. Wenn da alles im Arsch ist, dauert es 12 Monate. Wenn alles fucking perfekt ist, kommt in 2 Monaten der restliche Inhalt und vielleicht in 4 Monaten geht schon los. Also sie wissen es nicht. Aber er sagt einmal vorsichtig, so ein halbes Jahr ungefähr. Gibt es in PoE 2 eigentlich Multiplayer? Selbstverständlich. Kannst du da genauso Gruppen machen wie in... Gut, im 2er ist jetzt die Frage, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich gehe schwerstens davon aus. Schwerstens. Im 1er gibt es auf alle Fälle. Also du kannst Gruppen machen und dann miteinander mappen oder was auch immer da damit. Wer ist denn da jetzt wieder da? Kali Kalmund! Dere, ja, was ist denn da los? Bürgerstream am Freitag, der Wahnsinn, auf einen entspannten Abend. Das wird jetzt sehr entspannt. Ich werde sehr viel labern, sehr viel umeinander philosophieren, keine Ahnung von irgendwas haben. Dampfler! Merci für 37 Monate, das macht auch keinen Sinn übrigens. Meanwhile, Diablo 4, 8000 aktive Spieler auf Steam, lol. Gut, da muss ja, da darf selbst ich nicht dazu sein. Das darf mich jetzt interessieren. Wir können dabei eine Umfrage machen. In 10 Minuten bin ich gespannt, ob es losgeht oder nicht. Jetzt darf ich später mal fertig entpacken. Ich bin bei 75 GB von 86 GB. Das geht interessanterweise ziemlich langsam. Schauen wir mal, was passiert. Aber in 10 Minuten soll der Login dann funktionieren. Wir werden sehen, was passiert.
Die Milchziege von der Dome, egal, Hauptsache Bier ist da. Die hat's lauter geschubst. So ist es, was ich weiß. So, wie schaut's jetzt da aus? Nix pausieren, 80 GB, nur 6 passt. Und was 22 Uhr? Techno-Freak, ist das eine Frage, ist das eine Aussage? Ich weiß nicht, verstehe ich nicht. Maxi, der Meister! Einen besseren Start ins Wochenende gibt's nicht. Oh, das ist fast wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr hat es einen halben Meter geschnimmt, das ist das Einzige, was jetzt noch abgeht. Bei uns ist draußen, weder wird Sau, geht der Wind wie Scheiße. Das Einzige, was jetzt noch abgeht, da ist, wenn es draußen minus 10 Grad und 20 cm alles schneeweiß war. Dann war Weihnachten für mich fucking perfekt. Ich bin so gespannt, ob wir eine Warteschlange haben oder nicht. Wenn die das hinkriegen, dass wir eine Warteschlange, wenn wir so und so haben, weil einfach zig 100.000 Leute gleichzeitig auf den Login-Button drücken. Oh, ich kann auf Spielen drücken. Achtung, ich schalte sofort um. Aber jetzt ist alles unwichtig. Jetzt müssen wir erstmal schauen. So, jetzt mal so. Spiel. Zack, 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 zack. PoE 2, los geht's. So, ich muss mich dann sowieso wegschirmen da irgendwo, weil da mein Leben in der Nähe ist. Oh, da sind wir. Gateway Downloading Amsterdam. Was haben wir da sonst noch? Nimmst du mal lieber Frankfurt, bei dir vorschlagen. Nimmst du mal Frankfurt. Soundtrack ist schon mal... Naja, es tut auf alle Fälle irgendwas. Die Frage ist nun... Jetzt pass mal auf, jetzt gehen wir mal da schnell her. Ruhe jetzt! Ich muss mich konzentrieren. Device, Default, Channel Out, Speakers, bla bla bla. Machen wir gleich mal so. So. Safe. Das ist einmal das erste. Dann haben wir da Language, machst du mal Deutsch, Safe. Okay. Das heißt, müssen wir Spiel starten. Los geht's. So. Hefte, das Spiel ist kompliziert genug, das tue ich mir nicht auf Englisch auch noch. Ich habe schon 1 Minute Playtime übrigens. Timmy Boy, grüß zu dir daheim, plötzlich im ersten wieder zu die 50 Timmy Boy, noch mehr Merci zu dir daheim und überhaupt sowieso. So, ich mache jetzt die Alert Sounds gleich mehr aus, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Oh mein Gott, hab ich Bock! Holy shit! Mr. Firestone, Schluss mit Donaten heute! Aus, pfui! So kann der Urlaub starten. Urlaub habe ich noch keinen, aber so gut wie. Und wenn, dann wird das bis Weihnachten, bis ich da wirklich Urlaub habe, wird das gekonnt. Ja, ist schon fertig. Scheiße, alles auf 2 Minuten hin und spiel wieder weiter. Ich hoffe dir bitte, lieber Gott, lass das Spiel gut sein. Please. Der Mamko AT schreibt, Birger, du fangst mit dem Indie-Johannes an. Der Indie-Johannes kommt am Montag. Grüß Gott, Birger, wie geht's dir heute Abend? Schau mich an, Alter. Das ist Weihnachten, Alter. Gut, noch haben wir nicht im Spiel drin. Also Weihnachten ist noch nicht. Bis jetzt ist nur Nikolausi. Nur Nikolausi. So, vorher ist da, lustigerweise ist da, wie ich aus dem Sperr rausgegangen bin, ist da irgendwas erschienen und ich weiß nicht was. Was steht da dort? Verbindet zum Anmeldeserver, die Verbindung wurde unerwartet unterbrochen. Ja, okay. Also es dauert mir extrem. Alter, ich muss Update laden. Was? Jetzt gehe ich ja noch mehr aus dem Sperr raus. Sag ich dir, was ist. Wenn da jetzt ein Update noch schnell kommt um 5 vor, dann... Ein Update habe ich nicht laden müssen. Bei mir hat er einfach nur die Spieldateien entpackt. Dann hat er es installiert und aber seitdem kann ich auf Spielen drücken. Aber ich tue jetzt mal, kann man da irgendwie verwalten, auf Updates überprüfen oder so ein Scheiß? Nö, bei mir sagt er nichts mit Update. Wer sich auch wundert, ich bin gerade in der Dings drin. Jetzt verfügbar, PoE 2, das Spiel ist installiert und spielbereit. Sieht gut aus, würde ich sagen. Start da schnell. Das ist mir auch sehr angenehm, dass ich nicht jetzt mehr 3-4 Stunden warten muss, bis das Spiel aufgeht. So, anmelden. Es gibt noch keinen Anmeldeserver. Ich schätze mal, dass wir in 5 Minuten im 4 Millisekunden-Takt den Anmelden-Button drücken. Bis dahin klicken wir uns doch da einmal durch. Dynamische Auflösung, bla, ist mal alles wurscht. V-Sync aus, brauchen wir nicht. Hochskalierende Modus, Standard, hochskalieren, Schärfe, wunderbar, HDR. Kann man HDR? Nö, kann ich nicht. Warum nicht? Texturenqualität. Machst du mal 16. Beleuchtung, Schatten, globale Beleuchtung. Schattenqualität, machen wir mal hoch. Was ist denn das da rechts oben? Seht ihr das rechts oben? FPS-Begrenzung war toll. Machen wir so. Das lassen wir, wie es ist.
60 Graphen, Balken zeigen. Ich weiß nicht, was das da rechts oben soll, aber das sind meine CPU und der ganze Scheißdreck, das passt auch alles. Da haben wir im Spiel, es gibt auch schon Lootfilter, ich habe halt noch keinen gemacht, beziehungsweise den macht man sich ja nicht selber, den lädt man sich an, da werden wir aber heute noch nicht dazu kommen. Gibt es schon Lootfilter, das kann man ja währenddessen noch mal schnell schauen. Warte mal schnell. PoE2 Lootfilter. Mal schnell gucken. PoE2 Loot Filter, gibt es einen Reddit-Beitrag. Will PoE make it easier to create loot filter or do we still need to rely on filter blade, which is probably bla bla bla. Ja, was soll im Loot Filter schon drin sein? Leute kennen noch nicht einmal die Items. Leck mir am Arsch. Aufnehmen nur mit Taste. Gibt es da Ingame Voice? Gibt es das im Ohren auch? Das weiß ich nicht. Sprache Deutsch, Chatsprache wie Spielsprache, Kraftausdruckfilter, deaktivieren, Questverfolgung natürlich, Uhranzeigen, ja, nehme ich einmal mit. Zentrierte UI. Oh, das weiß ich auch nicht, ob es das im Ohren so gibt. Dass nicht der Lebens- und Mana-Balken links und rechts außen sind, sondern in der Mitte wie in Diablo. Nehmen was. Auf Breitbilddisplays verschiebt diese Option verschiedene UI-Elemente, wie zum Beispiel die Lebens- und Mana-Kugel näher ins Zentrum des Bildschirms, sodass sie sich während des Spielens im peripheren Blickfeld befinden. Was? Wieso kann ich das nicht aktivieren? Gut, mein Bildschirm nicht als... Naja, egal. Anmelde, E-Mail verbergen. Was habe ich jetzt wieder? Jetzt ist das Spiel einfach zugegangen. Okay. Was? Da habe ich einen. Please don't. Please don't. Please. Please don't. Just no. Was ist denn da eigentlich los? Gärtner, merci dir. Da hast du mal wieder einen Zehner. Für was weiß ich nicht. Ich bin zu meiner Belustigung heute da, nicht zu einer. Aber dafür kusse du mir keine meiner Kohleglucher Fusser und gebe mir all deiner Nusser. Voll Idiot. Danke dir. Großer Merci. Wieso deaktivierst du V-Sagen und tust aber FPS-Begrenzung ein? Das macht doch keinen Sinn. Du hast höchstens Steering. Mit Nvidia G-Sync wahrscheinlich eher nicht. Mal immer so. So, jetzt ist die Frage, ob der das gefressen jetzt da, was ich da eingestellt habe, oder nicht. Jetzt probiere ich das dann nochmal. Alles klar. Anmelde-E-Mail verbergen, das mag ich nicht. Nein, das mag ich nicht. Alles klar, erster Bug ist schon mal entdeckt. Sehr gut gemacht, Birger. Sehr gut. Doch, so gut. Herr Doktor, der Button, der geht nicht. Ja, drücke da nicht drauf, der Trottel. So. Anmeldeserver, Verbindung wurde unerwartet unterbrochen. Geht also immer noch nicht. Da steht auch noch, wird geladen herin. Das glaube ich so ein Newsfenster oder so. Kraftausdrücke müssen rein, das stimmt. So, machen wir so, speichern. Was haben wir noch? Minikarte brauchen wir, Karte automatisch zentrieren brauchen wir, alles andere schauen wir uns dann in-game an. Lebens- und Mana-Werte zeigen, selbstverständlich. Lebens- und Mana-Reservierungen, ne? Fläschchenstärkungen anzeigen, ja. Auren-Icons anzeigen, ja. Lebensbalken über Charakter, über meinem Charakter, nein. Fassungen immer anzeigen, das weiß ich nicht, was das bedeutet, aber gut. Nur entfernen, Fächer ausblenden. Mini-Lebensbalken über NSCs zeigen. So, lass mal so mal Standard. Das merkt man dann schon. Sphinx, Mate! Hoppala, jetzt hab ich also, ich Vollidiot, hab's einfach. Ich bin jetzt hier ein Volldepp. Diesmal war nicht Spielschuld, diesmal war ich schuld. Wo ist der Bug-Counter? Bis jetzt haben wir einen. Kleine, aber feine Unterschied ist aber halt auch Early Access. Landi zum Beispiel war Full Release. Stimmt, da kontaktiere Server steht dort. Naja, passiert nicht viel. Ja gut, dann müssen wir es aussitzen, das hilft jetzt auch nicht. Sphinx Max, merci dir übrigens. Servus beieinander. Jetzt bin ich auch mal wieder dabei. PS, Birger, reg dich nicht auf, nimm's einfach, Hashtag geiler Wichser. Gut, sag ich halt nichts. Was soll ich noch sagen dazu? Aber Firestone, merci für den 10er, Timmy Boy, merci, Pötzi, merci, der Gärtner, merci, Grotzer, merci, Snooze, Benny, habe dritt. Merch sei gekommen, mein Alter hat's ausbaggelt und hat gesagt, was ist denn das schon wieder? Und ich bloß so, ist wichtig, da stehe ich drauf. Und ja, das große Plakat hängt neben 21, 22, 23. Aber wo ist 1920? Snooze, Benny! Falls am Willen. Snooze, Benny, merci dir. Schluss jetzt. So, anmelden. Bei mir war's 8. Smash the Blogge-Button!
Jetzt ist die Frage, ob es schlau ist, ob man das Spiel noch mit zumacht oder nicht. Aber normalerweise nicht, weil der Client da wahrscheinlich übers Internet versucht, eine Verbindung aufzubauen, da ist der Restart scheißegal. Was ich einmal schnell tun kann, ist, ich kann einmal schnell auf Twitch oder irgendwo anders hinschauen. Wie viele Zuschauer hat PoE mittlerweile? 690.000. Ob wir da noch 1 Million zusammenkriegen, da bin ich gespannt. Aber, der Jesse hat da auf alle Fälle schon was, aber den Jesse mag ich nicht anschauen. Dann nehmen wir einen Kaltzeit, wer immer der Kaltzeit ist, keine Ahnung. Mal ein Ton aus, interessiert mich nicht. Die haben alle in dem anderen Client, die müssen sich mit der E-Mail einloggen und mit einem Passwort. Ich möchte mich nicht, dass das über Steam nachhängt, dann kriege ich einen Schlaganfall, ist das schon klar. Zack, zack, zack. Vertraue aufs Spiel, es ist nicht von Blizzard, das ist richtig. Also aufs Spiel selber vertraue ich. Aber sie wären die Ersten in meiner gesamten Gaming-Laufbahn, die ein gehyptes Spiel mit Multiplayer oder Online-Zwang, gut, Online-Zwang ist unvermeidlich in dem Spiel, hinkriegen, ohne dass was feit. Sie warten die Ersten. Starte das Spiel! I'm smashing the button to button. So, ich werde jetzt einfach in der PoE-Kategorie drinbleiben und sobald ich irgendjemanden sehe. Ach, deswegen schaut bei denen ja der Anmeldebildschirm ein bisschen anders aus. Die haben da noch so Symbole oben drüber und so einen Krampf. So, da muss ich mir schnell zu ihm reinschauen. Er hat auch Frankfurt Login, aber er hat da unten was drinstehen. Also bei ihm wird da unten ist was geladen worden. Ich starte jetzt nochmal das Spiel. Hab ich zugemacht, kein Bug. Vielleicht bringt es ja doch was. Manchmal ist es so, warum auch immer. Und nicht, dass man irgendeine komische Version runterladen muss, noch 0101 oder irgendein Scheiß. Er nimmt er da jetzt mehr Amsterdam! Was mehr in Amsterdam? Hau ab! Geb Frankfurt! Kann ich das nicht einstellen? Naja. Update nach Restart. Ja, dann bin ich der Erste, der drin ist. Also, da unten haben wir Version 0.1.0. Und bei Herrn im Trottel kann man es wieder nicht lesen. Ist schon irgendjemand drin, bis jetzt zeige ich noch keinen drin. Henno ist auch noch nicht drin. Das müssen wir jetzt aussetzen können, für das haben wir uns heute getroffen. Die Frage ist, ob der jetzt dabei. Verdammt. Der kann man alle liken, vielleicht geht's dann. Da hat die Steffi recht. Herr Demmertz, merci für 18 Monate. Kuss auf die Nuss und Servus zurück. Herr Luxor, Meister, was tun wir heute? Bürger Rage, Bürger Fotzen. Und hast du das Einser auch gespielt? Ich habe das Einser auch gespielt, ja. War das jetzt ernst gemeinte Frage oder war das dem Blödsinn hinzugefügt? Ein Like ist gleich ein Login. Da, das was der YBO sagt. Update erfordert Neustart! So, nochmal melden! Geht halt noch nichts, was soll ich machen? Was meinst du? Musst einmal, versetz dich mal in die Lage von den Entwicklern. Vor allem, ich finde, die zwei CEOs, ja, der eine heißt glaube ich Rogers und der andere, weiß ich jetzt nicht, ist egal, haben zwei Ultra-Nerds. Die kennen das eine in- und auswendig und der andere ist für PoE 2 jetzt verantwortlich. Die werken da seit 5, 6, 7 Jahren an dem Spiel umeinander. Und dann bringen die vor 3, 4 Wochen. Wo ist die sie? Was ist da los? Wieso ist das wird geladen verschwunden? Was ist da los? So, mal Twitch einladen. Vorschau-Battle anschauen, sitzen alle noch im Login-Bildschirm. Wir haben nicht die einzigen. Alle sitzen im Login-Bildschirm, nicht bloß mir. So, warte mal. Du hast da 5, 6, 7 Jahre an dem Spiel umeinander und versuchst deine Meisterarbeit abzuliefern. Und dann ist der Tag. Und der ist jetzt. Eigentlich seit 4 Minuten. Was meinst du, wie denen die verfickte Düse geht, Alter? Was meinst du, was da los ist, Alter? So, lass mich ein jetzt! Mach einfach Viech draufhauen! Ich glaube halt nicht, dass da noch mal irgendjemand jetzt aus dem Spiel rausgeht. Noch gibt es wirklich irgend so einen Mini-Login-Patch oder irgendeinen Scheiß. Aber ich sehe immer noch keinen drin. Ja, müssen wir uns gedulden gehen. So, bin jetzt auch da, servus beieinander, wir schauen mal aus. Tagsgeil, bis jetzt geht noch nichts. Also ich hab's befürchtet. Also wenn die so Punkt 8 loggen, dann darf man einfach alles spielen und nichts da passieren. Das is not how it works. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. MD, wie?
Ist die europäische Zeit. Ja, also nach unserer Zeit geht es um 20 Uhr los. Brauchen wir einen Server in London, einen eigenen am besten, ja. Außer mit dem Fall gibt's Null schreibt. Jo, ist schon gescheit, dass den Launch auf 8 Uhr Ortszeit gelegt haben, da sind alle in der Haken. ja, vor allem am Freitag. Eigentlich ist der perfekte Release-Tag, perfekter Release-Zeitraum. Haben wir da noch mal ein bisschen umeinander mit der Tor, was geht. Was gibt es sonst noch für Einstellungen? Mitteilungen, Freundesanfrage, her damit. Freund ist jetzt online, her damit. Freund ist jetzt offline, her damit. Freund hat Status gehen, eine Gruppeneinladung, ja, Gruppe beigetreten, nö. Bayern. Und WASD, automatische Erkennung der Eingabemethode, ja. Fläschchen benutzt, das werden wir sowieso umstellen müssen, weil ich mit meiner MMO-Maus spiele. Ansonsten Fertigkeit 4, 5, 6, dann geht's mit QIT, ja, so spiele ich halt normal nicht. Aber gut. Werden wir alles rausfinden. Jetzt müssen wir erst einmal ins Speyer kommen, das ist mal das Erste. Captain Tropic! Jetzt wieder ein Resub, Kuss auf die Nuss. Es geht überall zur selben Zeit los, verstehe ich nicht, warum sie das nicht unterschiedlich gemacht haben. Mei. Weil es dann auf 2 Gruppen aufpassen musst. Und so bloß auf eine wahrscheinlich. Ist es jetzt ein Free-to-Play wie das erste? Noch nicht. Heute startet die Early Access Version. Die Early Access Version lassen Sie sich etwas kosten. Es gibt verschiedene Pakete, das kleinste kostet 27 Euro, das mittlere kostet 55 Euro oder 56 Euro, das habe ich übrigens gekauft, ich habe das mittlere gekauft. Dann gibt es noch eins für knapp 100 Euro, dann gibt es noch eins für knapp 150 und dann gibt es noch eins für 480. Du musst mindestens das 27 Euro Ding kaufen, dass du ab heute spielen kannst. Es ist aber auch noch nicht das ganze Spiel, es sind noch nicht alle Ascendancies drin, das bedeutet Klassenerweiterung, es sind noch nicht alle Klassen drin, es sind noch nicht alle Kampagnenakte drin. 3 von 6 Akten sind zum Early Access Start drin und für die soll man ungefähr der normale Spieler so 20-25 Stunden brauchen. Und dann ist aber das komplette Endgame schon drin und allein in diesem Early Access Endgame Gedönse ist mehr Inhalt drin als in Diablo 4, das 100 Euro kostet hat, inklusive Erweiterung, das nochmal 60 Euro kostet. Gut, die normale Version haben zweimal 60 Euro, ist aber scheißegal. Wofür wollen noch die 480 Euro? Anonymer Trunkenbold der Dritte. Das ist eine im ersten Moment sehr berechtigte Frage, die habe ich auch mal gestellt. Das ist ein sogenanntes Supporter Pack. Das heißt, das Spiel ist free to play. Ja? Die müssen irgendwo ein Geld herkriegen. Und das Spiel ist unter Hardcore-Nerds extremst beliebt. Und diese Supporter-Packs, da kriegst du dann irgendeinen utopischen Skin, das war's aber dann auch. Der ist das Geld nicht wert. Das sagt GGG, glaube ich, sogar selber. Aber wer die Firma unterstützen will, der kann sich das kaufen, wenn er will. Gibt Leute, die das tun. Ich werde es nicht tun. Normalerweise bin ich auch der knickertste Teufel, der umeinander rennt. Ich hätte mir normalerweise auch die 27 Euro Version gekauft, aber ich habe mir gedacht, ich krieg's bis daher, dass da Minimum 100 Stunden Minimum drin sind. Und haben wir gedacht, weißt du was, außerdem gibt es dann Skin dazu und Shop-Punkte. Für die du in dem Minishop, im Mikrotransaktionen-Shop dann halt was kaufen kannst. Also im Prinzip kaufst du dir den Zugang, also eigentlich kaufst du im Prinzip die Währung für die Mikrotransaktionen und du kriegst den Early Access dafür geschenkt. Habe ich mit dem Spezi schon nachgeschaut, das umgerechnet kosten 100 Punkte 10 Euro. Und für 55 Euro kriegst du 600 Punkte. Für 27 Euro kriegst du 300 Punkte. Und wenn du mehr wie 20 Stunden in das Spiel einbutterst, dann wirst du Geld ausgeben müssen für hauptsächlich Stash-Tabs. Das bedeutet für so Reiter in deiner Kisten und so weiter, weil du sonst nicht nur Platz hast oder halt es ist alles durcheinander und so weiter. Du machst also sogar Gewinn bei Haku, richtig. Du verlierst da Geld, wenn du das nicht kaufst. Ja, wie, wenn du im Casino willst, du erstmal Chips für 100 Euro kaufen musst. Richtig. Ja, so ungefähr. Wofür sind die Punkte? Für eben so Stash-Tabs, hauptsächlich. Ich weiß nicht, was man noch kaufen kann. Ich glaube, man kann also... Es gibt Housing. Warum vergessen die eigentlich die ganze Zeit auf den Anmelden-Button drauf zu drücken? Ich muss jetzt erst einmal schon so labern, die da eigentlich lang umeinander. Haben Leute schon im Spiel drin. Ich sag nix. Das ist gut, können wir weiter labern. Wie macht man das jetzt? Wie erkläre ich das? Ihr kennt ja in Diablo die Kiste. Und in Diablo war es ein riesengroßes Geschiss. Man hat da, glaube ich, 4 Tabs machen können in der Diablo-Kiste. Und wenn die voll waren,
waren es voll, hast Pech gehabt. Und im PoE hast du genau einen Tab, einen großen Kistentab, da kannst du deine Items rein tun. Und wenn der voll ist, ist er halt auch voll. Aber du kannst halt in den Mikrotransaktionen-Shop dir einen zusätzlichen Tab kaufen. Und dann zusätzliche Tabs für bestimmte Items, die dann gleich sortiert sind und lauter so ein Scheiß. Also Komfortgeschichten. Du kannst dir in diesem Shop nichts kaufen, was auch nur ansatzweise nach Pay-to-Win ausschaut, weil der einfach Brünn gerade fragt. Nein, es gibt kein Pay-to-Win. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, Autoclicker Go! Na, geht noch nix. Ich supporte mit 80 Euro! Und ganz ehrlich, ich hab mir, allein schon, was die Firma an Fairness zeigt, was diese Kaufgeschichte betrifft, mag jetzt vielleicht ein bisschen schwierig klingen, wenn ich sage, wir 480 Euro Supporterpaket, aber sie sind hingeschissen. Sondern die Sachen, die du dir im ersten Teil gekauft hast, also so Premium-Stash-Tabs zum Beispiel, mit denen du dann mit anderen Spielern handeln kannst und so einen Scheißdreck, kannst du mit ins Zweite übernehmen. Das heißt, du müsstest eigentlich keinen Cent ausgeben. Wenn ihr jetzt noch ein halbes Jahr lang warten möchtet oder ein ganzes Jahr lang oder wann es dann zu Full Release kommt, dann hätte ich die ganzen Mikrotransaktionen aus dem ersten Teil und die Daten mir wahrscheinlich gegangen. Ich muss ja keinen Cent Geld für das Ding mehr ausgeben. Und ich glaube, ich habe 20 Euro im ersten Teil ausgegeben. Für so Stash-Tab-Bundles und so Geschichten. Naja, andere Leute nicht über 480 Euro im Monat an Streamer. Was soll jetzt ich da dazu sagen? Ja, okay. Ja, berechtigte Aussage. Ist so. Ist vorgekommen. So, los jetzt. Ich will nicht, dass es lädt! Aber gut, nur die Geduld. Oh, da wartest du selbst fragt was. Frage von einem PoE-Neuling. Also ich bin auch nicht der ultimative Path of Exile-Programmer, gell? So ist es nicht. Ich habe sogar in die Beschreibung eingeschrieben, PoE 1 ist einfach zu kompliziert für die meisten, übrigens auch für mich. Das ist so bloated, das Spiel, das ist utopisch. Frage. Weiß man schon, was für Klassen gibt und was der Bierger spielt? Vermutlich Necromancer. Warten selbst, das hast du sehr richtig gesehen. Ich konnte die Klassen, die verfügbar sind, jetzt leider Gottes nicht auswendig aufzählen. Ich glaube, es gibt... Ich weiß zumindest nicht die genauen Bezeichnungen, aber wie man die Klassen sonst nennt. Es gibt einen Krieger, es gibt einen Jäger, es gibt Twitch, das ist der Necromancer, glaube ich. Es gibt... Gibt's noch? Ein Monk. Und schauen wir einfach mal nach. Ich muss sowieso die ganze Zeit auf Twitch da auf F5 drücken. So, aber schauen wir. Wow, leck, Alter. PoE 2 ist knapp vor 1 Million Zuschauer auf Twitch. Holy shit, das habe ich das letzte Mal gesehen, wie fucking New World rausgekommen ist. Heilige Scheiße, kannst du vergessen, dass wir mir heute spielen? Kannst du vergessen, dass wir mir heute auch nur 1 Minute spielen, Alter? Und wenn sie das hinkriegen, ich scheiße eine Ratte. Wenn sie es in die nächsten 2 Stunden hinkriegen, so. Ich sag, es ist, wir bleiben bis um 12 Uhr sitzen, das ist mir scheißegal, Alter. Skulls, Likes! Besser später als nie. Likes! Wow! Weiß ich nicht, merci dir. Cybergamer, merci dir. Habe Twitch-Chat, auf einen guten Stream und euch alle ein schönes Wochenende. Ja, bis jetzt ist es kein gutes Stream. Das ist ein Standard-Stream. Wir sitzen da und schauen einen Login-Screen an. Das habe ich irgendwo gekommen sehen. Sag ich euch, wie es ist. Jetzt ist die Frage, kann man da mal irgendwo, weiß ich nicht, auf Twitter, beziehungsweise Path of Exile 2, haben wir da nicht irgendwo Path of Exile 2 Alerts? Ist das official? Ist this some official shit? Path of Exile 2 Alerts hat reposted. Last epoch, on behalf of all of us here at 11th Hour Games, congratulations to Grinding Gear Games on the early access launch for Path of Exile 2. Aber bis jetzt spielen wir noch nicht! Oh, was ist da? Path of Exile hat gepostet. Ich kann es nur vorlesen. Ich kann da nicht, weiß ich nicht, da wird mir bloß Sachen angezeigt, ich kann was angehen. Ich lese euch vor. We're doing some last-minute database upgrades to try help handle the overwhelming amount of exiles getting ready to log into Path of Exile 2. We're trying to get this done ASAP, but it may cause a short delay in the servers going online. Das war vor einer Stunde, also so um 6:45. Okay. Für die wieder kein Wort Englisch nicht kennen, ist ja auch nicht schlimm. Sie machen in den letzten Minuten ein paar Datenbank-Upgrades, um ja, die Login-Geschichte einfach ein bisschen zu verbessern, weil es halt einfach überwältigender Ansturm ist. Und sie versuchen das so schnell wie möglich zu machen. Und es kann dazu kommen, dass eine kurze Verzögerung
mit dem Livegang der Server gibt. Da bleiben wir doch jetzt gleich einmal drin. Path of Exile, wieso? Also folge ich eh schon, ja, passt schon. So, was haben wir da? Da ich X oder Twitter oder wie auch immer es heißen, genannt werden will, ich nenne es einfach Nachrichtenschund mit 200 Zeichen, nicht so oft benutze, weiß ich nicht, ob man da irgendwie filtern kann. Sagen wir nur the latest shit oben und so weiter und so fort. Aber bis jetzt scheint noch nichts zu gehen. Die anderen sind alle noch im Login-Bildschirm. It is what it is. Website ist schon mal down. Echt? Warte mal. Path of Exile. Schauen wir mal. News. Path of... Ja gut, aber es hat mit dem Spiel selber nichts zu tun. Das ist ein Webserver, das ist ganz was anderes. Da kann ich auch ein paar Lieder davon singen, das ist ausnahmsweise Maps, wo ich mich auch einigermaßen auskenne. Aber der 502er ist normalerweise, okay, tschüss. Das war's. Bis dann. Viel Spaß ans Webdev-Team bei Grinding Gear Games. Das machen wir wieder zu, können wir nicht brauchen, weg damit. Der Bad Gateway Franz ist unterwegs. It is what it is. Es ist schon, oh mein Gott, wie ich es liebe. Es ist Vorweihnachtszeit. Es ist leider Gottes zu, aber scheiß wieder ist trotzdem. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf ein neues Spiel. Es sitzen 800 Leute da herin. Was ist mit euch? Die wahrscheinlich auch warten. Achtung, jetzt pass auf. Also, 437 Stimmen sagen, wir haben eine Warteschlange. Noch haben wir keine Warteschlange. Ne? Ich bin so gespannt, ob sie es hinkriegen, wenn das Ding live geht. Jetzt werden wir die Umfrage beenden. Mich würde interessieren, wie viele Leute auch gerade in der Warteschlange sitzen. Umfrage starten. Wer wartet auch gerade? Fragezeichen. Ja. Kruzifix. Nein, ich hab's nicht. Spui. Umfrage starten. iPad, mir jetzt wieder ein Euro. Lese doch mal meine erste Nachricht hier. Was? Wo? Ach, um Gottes Willen, Entschuldigung. Ich hab die tatsächlich übersehen, aber ich war so im Philosopho-Mode. Habe Birger, da ja bald 2025 ist, auf welche Spiele freust du dich so für nächstes Jahr? Grüße und Glück auf. Das ist eine richtig gute Frage. Das ist eine richtig gute. Erstmal merci dir. Den 2. Euro, den ziehst du zurück. Das zählt nämlich nicht. Wenn ich das nicht lese, dann ist es auch nicht wert. Das ist eine gute Frage. Was kommt denn nächstes Jahr so? Auf was ich mich ganz narrisch gefreut habe, warte mal Resident Evil 9. Weil ich da unter anderem auch mal ein Reboot erwarte. Es gibt auch schon so ein bisschen eine Gerüchteküche von Resident Evil 9, aber es ist ja noch nichts bestätigt seitens Capcom. Aber man vermutet, dass im Laufe des Dezembers noch Apps kommt dazu. Oh, Kingdom Come Deliverance. Holy shit, Leute, wie kann ich das vergessen? Das glaube ich ist Resident Evil, obwohl es noch nicht bestätigt ist. Ich gehe schwer davon aus, dass da nächstes Jahr was kommt, weil sonst war sehr lange Ruhe um Resident Evil. Und sonst ist doch fast jedes Jahr irgendwas gekommen, entweder ein Remake oder ein neuer Teil, seitdem wir streamen. Kingdom Come, glaube ich. Was? 1 Million Zuschauer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gratuliere Grinding Gear Games und Path of Exile 2 zu über 1 Million Zuschauer auf Twitch. Das habe ich das letzte Mal gesehen bei den fucking New World, Alter. Super fucking awesome. Ich wünsche Ihnen alles Geld der Welt, wenn das Spiel so wird, wie es ausschaut und von dem Sie reden. Erstens wischen Sie mit scheiß Diablo 4 den Boden zusammen und zweitens sollen Sie in der Kohle das saufen. Ist mir scheißegal, wenn es noch einen Spieleentwickler gibt, der sich bei From Software und bei Larian einreihen darf und soll, dann bitte Grinding Gear Games. Please! So, der wird jetzt da mal auf Login drücken! Und der will immer noch nicht auf Login drücken. Aber gut. Animal Sod! Um wie viel Uhr geht's los? Eigentlich jetzt losgehen sollen um 20 Uhr. Ist schon 20 nach 20 Uhr, aber ist scheißegal. Wir wissen es nicht. Sie haben einen Tweet ausgeschissen, sie werkeln noch an irgendwas, das verzögert den Livegang der Server ein bisschen. Wie ein bisschen, wissen wir nicht. Eichenbaum, mehr für den Resub. Heute ist der 20 für 20 Merch angekommen, ist mega geil, aber warum gibt's die ML-Tasse nicht mit farbigem Motiv? Das werde ich sofort in Erfahrung bringen für dich. Gute Frage, weiß ich nicht. Ich schau noch, wenn du das auskauft. Auskauft, ja genau, du Vollidiot. Damit bin ich gemeint, nicht du. Ich gucke, Achtung, let me have a look. Gibt's die im... Tatsächlich gibt's die nicht.
Gibt's die mit die an... Was ist denn das wieder für Behinderung? Hab ich Kaka gemacht? Warte, muss ich schauen. Gibt's die im weißen Druck? Na, gibt's auch nicht. Warum nicht? Berechtigte Frage. Gut, dass du mich darauf aufmerksam machst. Wer weiß, wie viel Umsatz das mir dadurch schon verloren gegangen ist. Na, jetzt mal so, was waren wir? E-Mail-Tasse! Die E-Mail-Tasse! Was du hast? Der das Glasglasel, der meiner dazu. So keine Ahnung, was das kostet. Und dann haben wir da noch Bier untersitzen. Bierfetzel. Tasse einfarbig. Da haben wir noch eine ganz normale Tasse. Was weiß ich, was die kostet. Farbe 2. Warum haben denn die Tasten da nicht drin? Was hab ich denn da wieder da? Sag ich denn da wieder da? Sag! So, dann schauen wir uns die Designs einmal noch kurz an, ob wir es noch größer machen erkennen. Schauen wir mal. Ja, das können wir auf alle Fälle noch größer machen. Das würde ich euch jetzt auch gerne zeigen, aber da haben auch überall so viele Datenscheiß-Klump, dass ich das nicht jetzt sagen kann im Stream. Das war ein bisschen dumm. Machen wir so. Weißt du, was glaube ich so mitunter der Grund ist, warum diese Tasse nicht drin ist? Weil ich die Tassen im Allgemeinen zu teuer finde. Um ganz ehrlich zu sein. Aber gut, wenn sich jemand die Tassen wünscht, dann soll er sie kriegen. Ich kann sie trotzdem, das ist wie bei Microtransactions, du musst es auch nicht kaufen. Was soll ich machen? Ich kann an dem Preis auch nicht recht verändern. Außer natürlich das draufschlagen, was ich gerne hätte dafür. So, ist gespeichert. Wer war jetzt das? Der Eichenbaum. Mr. Eichenbaum, ich hoffe, du bist noch da. E-Mail-Tasse ist drin. Und schwarz-weiß machen wir auch noch eine. Sag ich dir, was es ist, weil da passt das nämlich auch ganz gut. Kann ein paar Minuten dauern, bis im Shop sichtbar ist. Da ist die E-Mail-Taste drin! So Scheiß. Tatsächlich ist die E-Mail-Taste da drin. Ich meine, weiß auf weiß geht natürlich nicht, das ist absoluter Schwachsinn. Aber du weißt das schon, wie ich meine. So, jetzt warte mal, machen wir das ein bisschen größer oder so. Das schaut gut aus. Bierfetzel, die haben wir auch dazu. Tassen schauen gut aus. Übernehmen. Und gut ist. Sollten drin sein. So, kann ich schon auf Login drücken? Nein, kann ich immer noch nicht. Snoozebaby schreibt, boah ja, Maskrug warten geil. Das stimmt. Ich träume von einem eigenen Maskrug, seitdem wir da angefangen haben. Ich glaube, diese Ansage habe ich 1999 schon mal gemacht. Nein, 2019. Aber ich möchte halt einen besonderen Maskrug. Ja, es gibt bei Spreadshirt Maskrug. Die gibt es. Die kann ich eigentlich auch aktivieren, aber ich finde es halt einfach, ich finde es nichts Besonderes, deswegen haben sie drin. Bin ich eigentlich ein Depp, warum tue ich den nicht rein? Sag selber, warum tue ich den nicht rein? Und der hat halt den scheiß Maskrug auch noch dazu. Aber ich muss jetzt erst aufpassen, weil ich nicht weiß, was er kostet. Kostet der scheiß Maskrug. Kriegst wahrscheinlich wieder einen Vogel. Jetzt warte mal. Ah, und jetzt weiß ich auch wieder, warum es nicht drin ist, weil das, wie soll ich sagen, das kann ich jetzt da nicht herzeigen. Der Maskrug ist so groß. Zufällig habe ich eine Tasse da vom 2020 Merch. Und der Maskrug ist so viel größer, aber das Druckmotiv ist kleiner als das auf der Tasse. Deswegen habe ich es nicht rein da. Aber ich kann's trotzdem, es schaut halt furchtbar aus, wie soll ich sagen? Schaut halt furchtbar aus. Was soll ich machen? Stein- oder Glasmaskrug? Es gibt einen Steinmaskrug und das ist nichts Besonderes, den gibt es überall. Du kriegst auf Amazon, überall kriegst du diese Maskrug, die aus Spreadshirt da, also die ich auch im Shop habe, kriegst du überall bedruckt. Überall und zwar mit einem größeren Motiv als bei Spreadshirt. Da müsst ihr mich nachfragen, was soll das Mini-Ding da? Die bedrucken dann komplett rundum. Du Zipfel-Adam. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Bierkrieg durchaus, wie soll ich sagen, ein Verkaufsschlager sein kann, aber so halt nicht. Und da der für mich nichts Besonderes ist, haben die fast nirgendwo drin. Vollbier-Squad-Logo drauf und passt. Ja, das geht ja nicht, das ist ja weiß. Der Starkrug ist ja weiß und das Logo vom Vollbier-Squad ist weiß und dann sieht man bloß die blauen Balken, dann müssen die ein neues Logo machen mit schwarz. iPad! Nein, auf die Euro ist... geschissen! Schreib's noch, bei mir darf man's. Eigentlich müsste man ja was zahlen als der Cap durch mich im BR zu... Ach, du warst das! Da hätte der BR was... Also ich müsste dir eigentlich was zahlen, das stimmt. Das stimmt. Das ist irgendwie... Haben wir uns jetzt da vertan. Was du, dann tust du tust Flieger fotografieren, gell? Ja, jeder hat ein anderes Hobby. Ich finde es nicht einmal, das hat sich jetzt sehr abwertend angehört, so war es eigentlich nicht gemeint.
Zitronenkitti! Und, ja. And again, I'm feeling you. Merci für den Resub. Kopf hoch. Kuss auf die Nuss. Stefan, merci für 48 Monate. Amber Shark, merci für 28 Monate. Spielen wir Jackbox, Bürger vs. Jet, solange wir warten. Haben doch Zeit, bis die Burschen eine Datenbanken wieder aufbringen. Ja, das ist generell nicht so, das ist gar nicht mal so unwahr. Ich überlege ja gerade, eigentlich hätte ich TFT vorbereitet. Dass wir da eine Runden spielen. Aber so, mit der wir irgendwas anderes, sobald wir in der Warteschlange sind. Wenn wir in einer Warteschlange sind und eine definitive Nummer dort stehen haben und sehen, wie lange das ungefähr dauert. Vorher fange ich nichts anderes an, sondern drück da alle 20 Sekunden auf den scheiß Knopf auf. Der Hirsbauer, was ist da los? Kuss auf die Nuss. Merci für die Mitgliedschaft. 3 Minuten später, aber ich hoffe, du bist noch da. Kuss auf die Nuss. Der Benzi schreibt, Birger, mach TFT-Community-Runden. Ja, sowieso. Also, das war ja natürlich der Plan gewesen. Da können dann leider mitspielen. Gibt's God of War wahrscheinlich als Ausweichmenü halt? Nein. Nö. Oder bleibe ich dann wieder hängen und dann kriege ich nicht mehr, dann weiß ich nicht mehr auf, was das eben ist. Rundenbrüder Royal geht schon. Der Server ist schon wieder abbestellt. Geht leider nicht. Wie sagt man gescheißen auf Borisch? Oder eher, wie schreibt man das? Geschassen? Nein, Schaß ist Österreicher Dialekt. Gescheißen. Gescheißen. Ohne E hinten da das schreiben. Scheißen, nicht scheißen. Gescheißen. Aber bei den Österreichern gibt es ein paar, die sagen anstatt dass sie einer Scheiß, als einer Schaß. Oder vertue ich mich da? Ich möchte den Surfer sprechen. Sagt man das in Wien? Ja, also wo man das in Österreich, wo man das also sagt, das weiß ich natürlich nicht. Woher soll ich das wissen? Das werde ich aber dann lernen, wenn ich zu euch auswandert. Und ich gebe da Brief und Siegel, lang dauert es nicht mehr. Das wird jeden Tag schlimmer. Übrigens an wer war's? Der Amber Shark. Nein, war es nicht, der Eichenbaum. Es gibt jetzt die E-Mail-Tasse. Hashtag E-Mail-Tasse. Warte mal schauen. Ist versandkostenfrei, die kannst du auch einzeln neu bestellen, also zahlst nicht irgendwie mehr oder weniger. Da muss ich mal schnell gucken. Shop, Accessoires, Tassen und Zubehör. Ja, E-Mail-Tasse. Ach, die kostet halt beschissene 18 €, Alter. Und das ist mitunter der Grund, warum ich es nicht rein da. Das ist eine Blechtasse für 18 €. Bruder, legt sich auf kein T-Shirt. Und genauso wie die zweifarbigen Tassen und so. Das ist einfach Style. Der Maßkrug kostet 20er. Hör mir auf, wenn den irgendjemand kauft, dann kann ich meinen eigenen Maßkrug machen und kann 80 € drauf. Das war eigentlich ein richtig guter Witz. Freunde der Sonne hiermit bestätigt, eines Tages, ist mir wurscht, ob der Kanal bis dahin tot ist oder was auch immer. Eines Tages kommt der Maßkrug. Zum 10-Jährigen, wenn es sein muss. Und ich habe da eine Idee, die schwirrt mir seit einem halben, dreiviertel Jahr im Kopf umeinander, wo ich nicht weiß, wie es angehen soll oder wie man es machen lässt. Aber mal gucken. Im Mai in 2 Jahren wird der Kanal 10 Jahre alt. So lange habe ich noch Zeit. Und dann schreibe ich auf den und das wird ein richtig guter Maßkrug. Das wird nicht irgendein 0815 Starkrug gepimmelt oder sonst irgendwas, sondern ein Maßkrug, den niemand hat. Das war schon immer so, das war mir schon immer wichtig. Aber das Problem ist, dass das, was ich mir da einbaut, tatsächlich so weit kommen kann, dass dieser scheiß Maßkrug mit dem, was dabei ist, 80 € kostet. Es kann tatsächlich realistisch sein, aber ich darf es absolut feiern. 80 €! No. Das ist der Quadruple-A-Maßkrug. und kommt's pro an, wenn du den vorbstellst. Das war eigentlich nur ein Witz. Das war ein guter Witz. Für 80 € kriegst du bloß Schachtel, du musst dann nur einen Maßkrug DLC kaufen für 160 €, damit du den Maßkrug selber kriegst. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, also, ich gehe nicht her und nimm so einen Billo-Stark-Maßkrug, los irgendwas draufdrucken oder vielleicht nur eingravieren, oh wow, und dann schreibe ich 80 € drauf, so ein Witz. Also, das soll dann schon, das ist was, das nimmst du nicht zum Saufen her. Also, das ist ein Geldscheißer und den haben manche da hören, das weiß ich. Vor allem die Leute aus Österreich! Den stellt man ins Regal ein. Ja? Das ist ein Kunstobjekt, wird das. Und wird sehr aufwendig und so weiter. Und das Problem ist halt,
Das ist eventuell so eine gute Idee, dass das aus der Community ausbrechen könnte. Darum kann ich nicht drüber reden, was es ist, nicht einmal im Ansatz drüber reden, was es ist. Wobei ich gerne in die Community hineinfragen würde. Man kann sich übrigens noch immer noch nicht erlangen. Wobei ich gerne in die Community eben hineinfrage, für was haben wir diese Schwarmintelligenz da? Wo kann man sowas machen? Wo kann man sowas machen? Wo kann man sowas machen? Wo man Kriegel herkriegt und so weiter und so weiter, das weiß ich auch, aber es geht um das besondere Etwas. Und ich weiß nicht, wie ich danach frage, ohne dass klar ist, was ich machen möchte. Jemand schneller ist wie ich und ich der Volldepp bin. Benzi! Hat der wer Saufer gesagt? Maskrug, halb! Benzi, merci dir. Geil für Sepp! Ich meine, ich weiß nicht, wie der Maskrug ausschauen soll. Dunkel. Ja, immer noch. Aber die ganze Rundrum-Idee, um die es dann eigentlich geht, ist mittlerweile ganz was anderes. Da habe ich noch nie drüber geredet darin und werde ja nicht. Also werde ich nicht. Weil ich eben glaube, eine Idee zu haben, die kann utopisch gut sein. Wer lang nur dabei ist, weiß, wie du den Krieg machen möchtest. Nein, das weiß keiner von euch, wie ihr den machen möchtet. Ihr kennt den alten Krieg. Den ja. Den alten, ja. Mit 2 Henkeln, links und rechts. Ja. Mein Plan war einmal einer mit Beleuchtung. Nein, auch nicht. Aber ihr fragt mir jetzt da auch nichts, weil irgendwann rutscht mir irgendwas aus, vergiss es. Es gibt... Mein Chef ist Glaser, der hätte schon Ideen. Das Problem ist, ich brauche keinen Glaser. Ich brauche ein paar anderen, aber das kann ich jetzt doch nicht sagen. Aber vielleicht weiß derjenige, weiß ich nicht. Lea, bist du im Discord? Bist du mal... Schreibst du mir eine Freundesanfrage und so weiter und so fort. Mein Spezi ist Stormitz. Nein, hilft mir nicht weiter. Mit dem Metalldeckel. Nein, jetzt hört's auf. Gib mir Ruhe jetzt. Nein, ich sag's euch nicht. Also wird's ein Stornener. Vielleicht wird's ein Stornener hat jeder. Das ist nichts Besonderes. Ein Bürger braucht einen Stahlschmied für seine Krieg. Aha, also wird's doch kein Stornener. Ihr Vollidioten. Kann ich jetzt da mehr einloggen? Oh! Nein, Alter, nein. Ach Gott, in den Himmel, Alter. Kobalasep, bist das du? Herr Luxor! Dere, hiermit beende ich 2024. Alter, meine Katze ist gestorben 5 Minuten, nachdem ich es ausgelassen habe, um 5 Uhr in der Früh. Was ist denn das immer? Dann wurde ich gekündigt und hab Zahnschmerzen, das ganz klar ist. Dann 3 Jobabsagen bekommen, ich hasse alles. Und du tust mir jetzt da einen 50er her. Das muss ein beschissener Witz sein. Also entweder ist es gelungen, oder du hast wirklich resigniert und dir ist alles wurscht. Luxor, 50er zurückzahlen, kaufst du mit dir einen schönen Beidel und ein Ding und grabst es in den Garten dafür ein. I'm fucking serious. Los. Der Notschur schreibt, ich war vorher 11.570. in der Queue. Es gibt ja noch keine Queue, wenn die Server nicht online sind. Also die Queue ist the Queue is a lie. Und übrigens, Herr Luxor, selbstverständlich, das habe ich da vergessen zu sagen, da wir mir auch 5 Viecher haben, weiß ich wahrscheinlich sehr genau, wie es da geht. Und eine haben sie uns auch schon zusammengefahren vor, ich glaube 3 Jahre oder so ist es her, oder 4 Jahre ist es mittlerweile her. Mein Beileid. Ja? Viecher sind genauso das gleichwertige Familienmitglied wie jeder andere auch. I'm fucking sorry. Herzal-Spam in den Chat. Los. Und gleichzeitig nochmal für einen Zitronenkini. Was, der Zitronenkini oder der Zitronenbaum? Das weiß ich nicht mehr. Wieso? Was da überhaupt 2 Leute irgendwas mit Zitrone? Verstehe nicht! Einloggen möchte ich mich! Herzal-Spam, los! Ah, bunte Herzal, rote Herzal. Mieze! Ich wünsche einen wunderschönen Nikolaus LG, Bussi Mau Mau. Mieze! Kuss auf die Nuss zurück, Dankeschön für den Resub. Wo wir immer noch nicht so wirklich wissen, ob es ein Resub ist oder nicht. Also wurscht. Ich sag Resub dazu und fertig. Es kommt ganz drauf an, Bürger, manchmal sind Tiere wichtiger als ein Mensch. In meinem Leben ist das so. Aber es ist für viele zu viel, was ich auch nachvollziehen kann.
Ich hab keine eigenen Kinder, werde nie welche haben, deswegen kann ich da nicht mitschmerzen, aber wahrscheinlich ist das eigene Kind noch mal ein bisschen mehr wichtig als ein Viech dann. Das kann ich auch nachvollziehen. Auch wenn ich keine hab. Hast gesehen, wie Henno und Co. das Wochenende mit PoE 2 verbringt? Ja, die machen allein. Das ist eigentlich eine geile Nummer. Biergeil, laut den Entwicklern soll es in einer halben Stunde losgehen. Steht so auf X. Passt hier, das sind die Informationen, die ich brauche. Absolutes Pro-Gaming. So, wo sind wir? We're still working. Oh, vor 18 Minuten. Wieso ist denn da der Scheiß ganz um? Kann man das einmal irgendjemand auf X erklären? Da ist bei Path of Exile ist vor einer Stunde Path of Exile 2 Early Access Launch Day Thread. Ach, das ist ein Thread. Ach so. Das heißt, wenn ich da in den Thread eingehe, ich gucke. Oh, vor 3 Minuten. We developed a new database configuration and are working on getting everything back up and running. Our current time estimates should have access opening within the next half hour. Thanks again for your support. We'll continue to provide updates as they come. Erstmal Herz halt drauf geschmettert. So mache ich das. Und vor 18 Minuten haben sie geschrieben, we're still working on developing the database improvements and we'll keep you updated as soon as we know more. The moment we can provide a precise timeline, we will. Thank you very much for your patience. Freunde der Sonne, wenn die Speise gut ist, wie ich das meine, dann warte ich sogar noch 4 Stunden. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, dann machen wir durch! Der Login-Screen ist auf jeden Fall mal Legende. Naja, ist ja der Login-Screen. Will Smith auf so was der man nicht so eine halbe Stunde lang. Kann man da jetzt da? Können wir auch um 3/4 einmal nur mal schnell ein kurzes Päuschen machen. Dann gehen wir alle nochmal eine raus. Scheißen, pissen, was zum Trinken holen, nochmal aufladen. Meme-Review vom Discord? Nein. Ich hab meiner weißen Mein Kunden 3 Jahre nachgeweint, starb an einem Tumor. Das muss wirklich, das muss auch bitter sein. Wenn's dein Viech langsam an so einem Scheißdreck verrecken sagst, dann krieg ich einen Vogel. Manchmal schaue ich ihm Gnädel in die Augen und denke mir so, irgendwann ist es nicht mehr da. Dann wie richtig krass aggressiv. Und versuche irgendwas anderes zu tun. Zerfix, der Akku vom Headset wird leer. Oh, Stecker, Alex! Oh, Stecker! Warum haben eigentlich 910 Leute herin? Das ist eigentlich das Allergeilste. Können wir eigentlich auch mal, wieder, warte mal, jetzt hätte ich fast einen Topf-Count. Warum? Können wir eigentlich auch mal wieder zurückgehen? Wir haben ja eine Umfrage gestartet. 483 Stimmen. Wer wartet auch gerade? Ja, Kruzifix mit 36% und nein, ich hab's nicht. 64%. Das heißt, gute 35% von, das kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, ist mir wurscht, von grob 500 Leuten, 500 geteilt durch 100 mal 35, gute 150 Leute ungefähr sitzen da und warten auch. So viel dazu. The MRC! Connecting to Login Server. An unexpected disconnection occurred. Ja, noch. Du kannst ja nirgends connecten, wo du wenn nichts da ist zum Connecten. Aber wem erzähle ich das? Mit dem MRC merci dir. Und plus 300 Likes. Marcel, da hast du recht. Aber ich wüsste nicht, wofür und warum die 913 Zuschauer auf den Like-Button drücken sollten. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts da. Ich bin da gesessen und wart. Der Heiner ist wieder komplett durch, hat gerade ein Bild auf X gepostet. Was tut denn wieder? Jetzt warte mal, machen wir mal. Ich kann das doch nicht irgendwie herzeigen, damit sie auch sagt, was ich da treibe. Müssen wir den ganzen Scheißdreck dazu machen, keine Ahnung, wird schon nichts fein. Jetzt warte mal, ich probier's einmal. Ist da irgendwas auf, was kann was angeht? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Eigentlich nicht, eigentlich ist nie irgendwas auf, was kann was angeht, aber ich habe da Angst davor. Haben andere Leute mit mehr Ahnung schon bei weniger mehr geliegt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal so. Was ist das? Was? Pause? Ach, das habe ich letztes Mal erst eingerichtet. Warte mal. Müssen wir kurz einen Chat zusammenbauen. Alex, merci. Leute, jetzt mit der Donaterei auf. Technofreak, merci wieder im 5er. 8 Liter Maßkrug, 80 €. Her damit! Ja, ich verkaufe ein Fasselkrug. Jetzt pass auf, jetzt muss ich mich schnell selber suchen. Birger. Muss ich mich schnell selber suchen, das hilft jetzt nicht. So, mal halten. So, Chat zusammenbauen. Oh,
das ist was, das kann man probieren. Jetzt pass auf, das darf mich sowieso interessieren. Jetzt mir gekauft. Da bin ich da oben, das muss ich nämlich vor jedem Stream machen, dass ich die URL vom Stream da einer kapiere. Was absoluter Bullshit ist natürlich. Jetzt passen wir auf, wir können, eigentlich können wir, warte mal, eigentlich können wir so machen, warum eigentlich nicht? Da schon hin. So, wunderschön. Jetzt geht Armin! Die Scheiße hör mal sofort wieder auf, du hängst bloß wieder 8000 Jahre lang da oben in der Liste drin. Das ist das Einzige, was du da möchtest. Wo kriegst du überhaupt argentinische scheiß Pesos her? Armin, merci dir. Birger macht einen Krug-Adventskalender. Ey, Alter, ich bin so hart am Warten. Rossi, da bist du nicht alleine. Armin, merci für deine 5000 argentinischen Pesos. Ich glaube, es sind 5 Euro. Danke dir. Alex aus Öl mit Zwiegelfutzki, merci dir. Gummiknautschall. Du kippst jetzt auf die. Birgers rechter Hoden. Du hast dich verschrieben. Birgers rechten Hoden macht einfach keinen Sinn. So, da haben wir übrigens auf ich nenne es einfach Twitter. Nennen wir es Twitter oder X? Ich habe keine Ahnung. So, da haben wir auf Twitch 1,1 Millionen Zuschauer, Alter. Es ist so gut. Es ist, nennen wir es Twax. Das ist eine gute Idee. Nickelnader, das ist eine gute Idee. Twax gefällt mir gut. Geil, BFC, da sitzen und warten. Busheisel-Simulator. Ein bisschen schon. Hast du absolut recht. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir schnell was testen. Jetzt pass auf, warte. Jetzt gehen wir da mal zurück. Ich habe nämlich da ein... Scheiße, funktioniert der wirklich? Seit wann geht denn das? Jetzt brauche ich euch kurz. Jetzt hat mal, sagt man da... Sagt man da, wer Mitglied ist und wer nicht? Sprengi ist zum Beispiel Mitglied. Skalsenler ist auch. Jetzt wird's ein wenig durcheinander, ich weiß schon. Das da ist der Chat, den ich selber gebaut habe. Der schaut ja da super toll aus und so. Da ist auch die Umfrage drin und der ganze Krampf. Scheißt einmal einen Chat zu, bitte, weil ich wissen möchte, wir haben ja immer das Problem gehabt, der Chat von Streamlabs da, also der ist da von Streamlabs, vom eigenen, ja genau. Da haben wir die ganzen Dinge, Birger, Cat Thumbs und den ganzen Scheißdreck. Wir kommen. Kann ich das irgendwie so bauen, dass da die ganzen Emojis auch gängen und der ganze Mist? Also man sagt auf alle Fälle, wer Mitglied ist mit so einem kleinen Symbol. Ich meine, dann hat man aber auch die Symbole nicht mehr, wer wie lange dabei ist. Und die Frage ist das in meinem Videochat möglich? Da hat Kackwurst, die geht. Er scheint schon sehr gleich zum sein. Ohne recht viel. Er klang schon wieder mit dem Chat. Klang schon wieder. Ist schon wieder gut. Ist gut. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Kriegs. Dann sage ich dir was. Den Chat da, den bauen wir in Zukunft in diese alternativen Szenen ein, wie jetzt da zum Beispiel, wenn wir uns da was anschauen. Zack, zum Beispiel da. Da ist jetzt auch der andere Chat, aber den muss ich halt jetzt mal von Hand umstellen. Und den braucht man fast nie, das tue ich nicht. Das muss ich alles immer einzeln machen, das nervt anders. Da tun wir den von Streamlabs ein, ohne die ganzen Symbole und den ganzen Scheißdreck. Und da lassen wir ihn, wie er ist. Oder? Nur Unicode-Emojis, keine Twitch-Emojis. Ja, das ist auch bei YouTube auch schon so, bitte. Aber jeder, der Mitglied ist, ich habe euch schon ein paar eine da. Die kann man auch mal ausmisten, da ist auch viel Schrott drin, muss man auch mal zugeben. Wann geht denn mal los? Daniel nix, ich weiß es nicht, wenn der liebe Gott gnädig ist zu uns. Aber jetzt glaube ich, machen wir noch mal kurz ein Päuschen, keine Ahnung. Dann gehen wir noch mal eine Rauche. Sie sagen so, jetzt pass auf, was sagt Twitch, Twitter, Twax. Entschuldigung, Moment, gehen wir da. Was sagt Twax? Vor 12 Minuten sagen sie ungefähr eine halbe Stunde. Dann würde ich vorschlagen, ein Wartepäuschen, ein Zigarettenpäuschen. Haben wir eh schon. Der Stream läuft schon wieder eine Stunde. Was haben wir jetzt eine Stunde da? Ist jetzt einfach nur da. Was zum Fick? Und ihr müsst jetzt da noch unbedingt einmal mit der scheiß Donaterei aufhören. Das meine ich übrigens ernst. Also das ist ja wirklich ein Witz. Ich kann nicht einfach nur hersitzen und also so den Streamlabs-Tabs, den können wir den da löschen. Lass mich überlegen. Ja, da nicht weg, was ich wurscht ist.
Aber wenn Streamlabs diese API zu YouTube hat und automatisch erkennt, wenn ein Livestream online ist, ohne dass ich dem speziell sage, was für ein Livestream das ist, dann muss doch ich diese API auch irgendwo herkriegen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ich schreibe mal WebDev aufs Hirn und hab keine Ahnung, wie es das machen. Nee, also nicht. Nice Bier holen, Blasen lernen und dann Twix. 1 Stunde da und 1000 Euro reicher. Nein. Ist schon mal vorgekommen? Streite nicht ab, aber heute nicht. Ich stress mich und der Bürger steht im Stau. Ist nicht eher umdreht, ich bin gestresst und du stehst wahrscheinlich im Stau. YouTube hat eine API, kostet aber, denke ich mal. Da war ich mir nicht so sicher. Google ist eigentlich, also Google kehrt ja YouTube oder umdreht, YouTube kehrt zu Google. Da kosten normale Google APIs und so weiter kosten normal an nichts. Der LBC Dan 79 schreibt: Servus, wo kommst du genau her? Aus Landau, untere Stadt, Hauptstraße 69. Nein, natürlich nicht. Niederbayern. ich sag einfach Niederbayern. In der Nähe von, was könnte man kennen? Ich habe keine Ahnung, da du Servus geschrieben hast. Gehe mir davon aus, du bist des Dialekts mächtig. Nähe Straubing, Nähe Dingolfing. So 100 Kilometer nordöstlich vom Minger, Nähe Deckendorf, Passau, Niederbayern, so ein Schund halt. Stadthalle Landau! Kommerzielle Nutzung kostet sehr wohl, siehe GeoGuessr nur noch Pay-to-Play. Oh, okay. Vielleicht gibt es die API auf GitHub, mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe auch schon einmal geschaut, wie wir eben zu YouTube Only gewechselt haben und ich den Twitch-YouTube-Merch nicht mehr braucht habe. Ob ich das selber irgendwie hinkriege, habe ein bisschen gelesen, aber ich denke, leck mir am Arsch. Ich nehme einfach die URL vom nativen YouTube-Chat, den Sie auch seht, rechts neben dem Video oder wo Sie halt gerade schaut, und zeige den auch tatsächlich da an. Aber ich muss halt dazu bei jedem Stream die URL ändern, damit der auch live ist. Ich glaube, das Hauptproblem war auch, damals vor über einem Jahr hat der Chat von Streamlabs so nachgezogen. Da war so verzögert, teilweise um 20 Sekunden. Und wenn Streamlabs das Verzögerungsproblem in der API hat, dann habe ich, wenn ich das Ding baue, auch. Das kann ich mir sparen. Aber jetzt erst einmal nicht Messi 22 has become a member. Welcome to the squad. Du hast einen Vollschlagmeister. Geh her, weil ich dich mit der Steckdosenleiste erschlag, du Trottel! Da! Warum, Alter? Was hast denn du gearbeitet, bevor du deine Arbeit verloren hast? CEO bei Activision. Was ist denn mit dir? Testen wir mal, wie der Rahmen ausschaut. Ich habe gesagt, es gibt keinen. Ich habe euch gesagt, es gibt keinen! Mit der Steckdosenleiste kehrst du Waffe! Alternativ mit der 80er Wasserwaage! Was die da tut? Weiß ich nicht. Hätte er noch einen Zaunlatten zur Auswahl! Was die da tun, weiß ich auch nicht! Weißt du, was mich aber gerade völlig überfordert? Eigentlich soll jetzt tatsächlich für ab 200 Euro ein extra Alert-Sound geben. Eigentlich soll jetzt ein geben. Es war gelungen. Natürlich war es gelungen. Aber das wissen aber auch alle, dass dann der blaue Diamond-Dingsbums kommt, wo der Kopf davon fliegt. Ich sag das, was ist, ich weiß nicht, warum es nicht gegangen ist. Schluss jetzt mit der Scheiße! Herr Luxor, testen wir wieder ran, hier könnte Ihre Werbung stehen. Herr Luxor, da machen wir eine Geschäftsidee draus. Ja, da machen wir eine Geschäftsidee draus. Du haust die 250er zu mir ein, mit hier könnte Ihre Werbung stehen, und die Leute sollen zu dir kommen und das verkaufst für 500. Win-win, Alter. Win-win. Ich nimm keine Sponsorings an,
Ich trage euch nie irgendeine Scheiße an, aber das da nicht. Sag dir freiwillig, wie es ist, aber das da nicht. Weil wer so dumm ist, dem gehört es nicht anders. Herr Luxer, ich hoffe, dass was du vorher da alles geschrieben hast und keine Ahnung, was da alles los ist. Warum hör mich nicht so dumm vor? Was ist denn jetzt wieder los? Er entspricht nicht der Wahrheit, mit denen du hast jetzt da 250 Jahre, ist einfach Utopie, bitte. Luxer, du hast im Dezember ab jetzt, du hast das ganze restliche Jahr Donation-Verbot. Können wir uns da darauf einigen? und denke mal über meine Geschäftsidee noch. Nein, war gut. Birger, wolltest du nicht Scheiße, gehen wir noch schnell an die Rauche. Warte mal. Jetzt gehen wir noch schnell an die Rauche. Sag ich dir, was ist. Bevor wir noch lange umeinander bleiben. Patrick, merci wieder eine 632. Armin, merci. Ich grüße auch deine Brokkoli-Pflanze. Das wollte ich vorher schon. Ich rede zu viel. Leute, chillt die Kniescheibe. Jetzt gehen wir mal kurz. Wie lange ist jetzt der Bums da her? Immer noch 18 Minuten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, das macht schon Sinn. Das war vor 6 Minuten, haben wir geschaut. Das heißt, wir haben jetzt gute 10 Minuten Zeit. Freunde der Sonne, hört jetzt mit der Donaterei auf. Ich scheiße jetzt sowieso erstmal ein Werbevideo hin. Aber von mir selber. Okay? Ich hoffe, dass dann noch immer noch 930 Leute, das sagt mir alles, was ich wissen muss. Die Leute haben Bock auf dieses Spiel. Wir gehen jetzt eine rauchen. Kurzes Päuschen, bevor es hoffentlich dann losgeht. Wenn es dann nicht losgeht, dann haben wir Pech gehabt. Ich mache jetzt da meine Ansage hinein an Leute wie an Herrn Luxor zum Beispiel. Da hättest du jetzt einfach 5 Pullis kaufen können und nur ein T-Shirt in neu. Können wir das so machen? Ja. Ansonsten gibt's beim nächsten Mal so eine mit der 80er Wasserwag. Ich sag das, wie es ist. Zünd dir da Serie, das du sagst, hast du nicht gesehen. Ja, und du haust auch ab. Hau ab! Hau ab jetzt! Hau ab jetzt! So, Freunde der Sonne. Maxi, merci. Es sind einfach immer die gleichen, ich kann zu euch sowieso sagen, was ich will. Ich sag das jetzt, wie es ist. Ich drücke jetzt da kurze Pause. Maxi, du hörst auf mit deinem Schund da. Rechts unten könnt ihr euch im Chat einen Schelle hauen, das ist mir wurscht. Jetzt holt euch eine Zigaretten oder ein Bier, geht's zum Pissen, geht's zum Scheißen, holt euch was zum Essen. Und wenn ich wieder komme, dann locken wir uns ein und dann los geht's. Ist das okay? Und damit nichts passiert, lasse ich dabei das Video da laufen, damit nicht einfach gar nichts läuft, okay? Wer es noch nicht gesehen hat, was ich sehe, bla bla bla. Bis jetzt haben wir noch keine Warteschlange nicht, weil da schon wieder ein paar Warteschlangen sind. So, jetzt schicken wir uns, rauchen wir schnell eine Zigarette und dann treffen wir uns wieder genau hier. Bis gleich. Habe die Ehre, übrigens, der Jäger. Eigentlich soll jetzt heißen, how schnell kann ein Jahr vergehen? Phase 1, ja, Ende. Aber es heißt, how to zeichnen. 2024. Ende des Jahres ist traditionell Zeit für ein Jahresmerch und dass ich meine eigenen Gichtbratzen übers Tablet schwing und selbst zeichnet. Sämtliche Vorkommnisse, Jokes und Besonderheiten vom ganzen Jahr selber in einem großen Wuselmotiv zusammenfassen und wie ich das mache und wie ich das zeichne, zeige ich da in Phase 1. Grundkonzept. Ich versuche irgendwie, dass ich mich jedes Jahr ein bisschen steigern und verbessern kann. Wenn ich mir aber die letzten Motive anschaue, dann habe ich wie jedes Jahr am Anfang das Gefühl, die Spitze der Fahnenstange meiner zeichnerischen Fähigkeiten ist erreicht. Spoiler? Nein, ist nicht. Wenn ich mir einen Christian Sachen so anschaue im Vergleich zu meinen, dann soll ich das sowieso komplett bleiben lassen. Haha, aber gut. Erst habe ich mir gedacht, Apps nice muss her. Weg vom Isometrischen und habe dann mit so Comic-Panels umeinander probiert. Und stelle fest, nope. Das ist irgendwie ein Rückschritt. Dann habe ich überlegt, was so die besten und wichtigsten Spiele waren dieses Jahr. Da sage ich bloß Brutto Wosten, Supermarket Sim und der Landi, der kommt auch noch. Also weg von dem nichtssagenden Block von den letzten Jahren und habe versucht, das neue Szenenmotiv zusammen zum Gargeln aus Fader, Wiesen, Heisel und Schupfern und auf dem dann der ganze Krampf später als Wuselbeutel entsteht. Das Ganze habe ich 2-, 3 Mal skizziert, das 4. Mal ein bisschen genauer, das 5. Mal noch ein wenig genauer und so weiter, bis ich halt das Gefühl habe, okay, so kannst du langsam hinhauen und irgendwann etwas werden. Aber die Gaudi steht am Feld mit den ganzen kleinen Motive, das dann ins geplante Wuselbild verwandeln, das ich haben will. Und das der wir in Phase 2. 18.462 Skizzen zeichnen. So, bevor wir aber da anfangen, verlange ich erst einmal eine Eskalation in die Kommentare für die liebe Steffi. Wie die letzten Jahre auch hat mir die Steffi eine PDF in Romanlänge geschickt, die jeden Stream mitnotiert, inklusive Screenshot und was alles passiert ist. Steffi, von ganzem Herzen Dankeschön. Das spart mir so unbändig viel Arbeit und das Allerwichtigste ist, ich darf 3/4 von den Sachen einfach vergessen und weglassen müssen.
Dankeschön. Das Ziel ist, so gut es geht, jedes Spiel Witz und nennenswerte Vorkommnisse aus dem ganzen Jahr in lauter einzelne kleine Beutel zu bringen und die dann auf ein Motiv verteilen. Ich kann viel jetzt sein, dass ich das selber zeichne, darum habe ich einen Monitor dabei abgefilmt und weil das heutige Video also ein bisschen ein Rückblick ist, heute jetzt mein Goschall. Viel Spaß. Okay, was zur verfickten Hölle? Das ist mein Kloduft. Da steht kein Marken oben, ich weiß nicht, was das ist. Die Seriennummer steht oben. Warte mal, kann man irgendwas lesen? Weil das ist halt so ein Ding da so. Da schau, das ist mein Kloduft. Riecht nach Affenarsch. Da leck dich am Arsch, du Wichser! Was? Fuck! Ich hab überhaupt nichts da, was soll ich machen? Ich lauf! Keine Ahnung! So, weg jetzt mit dem Schund. Bin schon wieder da. Da hat schon wieder 40 Fuß gleich rausgeschwappt. Grüezi fix nochmal. Ja, streamst wo? Bin schon da. So, jetzt mag ich eine kurze Pause einladen, damit nichts passiert. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte. Ach, die haben sogar extra so ein Ding da gebaut, pass auf. Der Jahresmerch ist da, wer es immer noch nicht mitgekriegt hat. Ne, ist wundervoll. Hab ich selber gezeichnet. Auch wenn es nicht so ausschaut. Aber habe ich selber gezeichnet. Kannst du kaufen. Lass mal die Donetterei jetzt bleiben. Kaufst ihn schon. Biergeware.de. Los geht's. So, Ruhe. So, wie schaut's jetzt aus? Da kann ich schon auf Login drücken. Immer noch nicht. Alex aus ÖMS wird 2024 währenddessen nie weg war. Ich habe ich quasi gerade Geld beim Scheißen verdient. Herzlichen Glückwunsch. Alex, mit dir. Shake! Wie ist die Lage? Unverändert. Ja, Warteschlange, wäre ein spannender Nachschaussquad werden. Ist die Frage, ob man das Video oder das VOD, das dann aus diesem Stream entsteht, überhaupt, ob man das überhaupt online schaltet. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist mir einfach wurscht. Login hat Urlaub. Birger, du wolltest vom Henno schauen. Henno wollte schauen, stimmt. Let me have a look. Was treibt denn? Was treibt denn der alte Nudelsepp? Wo ist er denn? Was muss ich denn da bei Twax eingeben? Hand of Blood? Gibt da was? Gibt da was? Wir können ja auf Twitch eigentlich auch zuschauen. Warte mal. Darf man restreamen? Ich hab doch keine Ahnung. Warte mal, machen wir so. Pass auf. Da sitzt er. Der Affentyp. Moment, Tono! Ausverkaufter Tour, die Awards, die reingescheppert kommen, also Chapeau. Jetzt muss ich da mal schnell die Musik leise machen. Warte mal. Da so ein bisschen. Wo gibt denn die Musik eigentlich hin? Als Konkurrenz Ach, vom Spul im Bei Hintergrund. dem hat es letztes Jahr auch so angefangen. Der meinte, Die machen nur der LAN. Ganz klassisch alt. Was? Login ist offen, ist offen. Was? Red weiter, red Login ist offen! Login ist offen! Musik machen und ich will das ausprobieren. Ich will mich so Login ist offen! Wo Login? Ja. Der hat einfach gemacht. Da ist überhaupt nichts offen! Wo Login? Steam oder? Ich glaube, Bruder, wo? Wo? Ich kann mich nicht loginen. Ich kann mich auch nicht loginen. Scheiße! Scheiße! Leute, ihr müsst jetzt alle ganz Nein, bei mir schnell... geht nicht, bei mir geht nicht. Es müssen Scheiße. alle jetzt den kleinen schließen und aufmachen. Jeder. Kein Login, Chat. Klein schließen und wieder aufmachen. It's a trap, Leute. It's a trap. Solche Wichser! Ich bin so enttäuscht von euch. Er Wir sagt's. dürfen den Achtung. GGG-Servern keinen Platz lassen, sich zu erholen. Ja. Wir müssen die ganze Zeit Er updated sagt's. werden. Sieht aus. Ja. Ich will, dass ihr alle... Maßlose Enttäuschung beim Henno. Zu Recht. Aber weißt du, was schön zum Singen ist? Ich hab ihn, glaube ich, noch nicht im Unterhemd gesehen. Er hat noch gerassene Nudelarm wie ich. Diese Oh Missions-Challenge-Felder im Game. Wie die kleinen Kinder, wenn's Christkind gibt. Ja, natürlich! Wege dazu schaffen. Und ich hatte teilweise so Mausklicker-Makros, dass ich mit mittlerer Maustaste einfach 20 Mal links klicke, um halt im Shop schneller zu traden und so. Das war crazy. Ja, Mr. Henno, das habe ich auch gemacht. Mausmakros, beste. Bei mir steht Downloading. Was? Also das ist ganz normal, glaube ich. Also, jetzt muss ich mir dann einen Shortcut auf mein Stream Deck legen, dass ich da schnell hin und her schalten kann. Da kann ich nicht so schnell reagieren, wie ich reagieren möchte. Steam anmelden! Geht nicht, geht immer noch nicht. Da müssen wir uns Zeit weiterhin totschlagen, ich weiß es auch nicht. Hashtag Nudelarme, ja? Es ist unfassbar, was ich Nudelarme. Ich habe einen riesen drum Ranzen, ja? Da stecken glaube ich 90% meines Körpers drin und dann habe ich für die krassen Nudelarm.
Was nicht, was das ist. Frage die ob du restreamen darfst. Ja, wahrscheinlich reagiert er da mit Sicherheit drauf. Das interessiert ihn mit Sicherheit sehr einiges, was der Bierger aus Niederbayern zum Sagen hat. Die zocken auf Rentner-Mobile, damit sie nicht aufstehen müssen. Was? Oh mein Gott, das ist mir überhaupt nicht aufgepasst, das habe ich gar nicht aufgepasst. Schau dir noch, ich muss auf Zeiten fahren. Er sitzt auf so, ich sag nicht Rentnermobil, ich sag Walmart-Mobil, weil da fahren die fetten Amis auch wieder mit umeinander. Er ist halt einfach ein sehr Blödmann. Dieser verdammte Vollidiot hat so weit gebracht, das ist so krass. Es ist wirklich, egal ob man mag oder nicht, ich mag ihn sehr gern sogar, man muss anerkennen, was dieser Typ da macht, das ist absolut utopisch, das ist nur stark, nur krass. Oh, YBO posted was, wahrscheinlich eine Ex-Nachricht. Pass auf. We found a last-minute crash that would have affected a majority of users. If there are any further updates, we will let you know immediately. Once again, thank you very much for your patience. Oh, da ging was in den Arsch. Jetzt wird's interessant. Oh. Das heißt auch Cardchopper. Ist auch gut. Henno, ist deine Knähelse fix? Henno kann wirklich einmal ein saubes Schweines vertragen. Henno, falls du das jemals sehen sollst oder so, ich bin aus Niederbayern, ich weiß, was ich tue, lob mich ein, ich mach das saubes Schweines. Dann ist Schluss mit Nudelarm, Alter. Schluss mit Nudelarm und Schluss mit Nudelhaxen. Hand auf Blatt, cooler Typ. Ja, kannst sagen, was du magst. Du kannst, es ist fast unmöglich, etwas Schlechtes über den Typen zu sagen. Natürlich sagt er hier und da mal irgendeinen Blödsinn, ich glaube, das tut jeder, wo er irgendwas dagegen fängt, aber im Großen und Ganzen ist das völlig narrisch, was dieser Typ da aufgezogen hat. Kannst du kochen? Eigentlich nicht, nur bestimmte Sachen. Da gibt es einen Clip von ihm bei Twitch, wie es Cola holen oder reinfahren. Das ist blöd, Männer. Aber ja, mit dem Volumen kannst du natürlich so eine Scheiße abziehen. Da hatte ich auch Drama davon, so ist es nicht, aber da fallen noch hinter sämtlichen Zahlen, was das da alles betrifft, 2 Nuller. Hand auf Nudel. Von der andere. Wenn ich zum Beispiel nicht so gut der Back, das ist der Kalle, glaube ich. Gell? Der ist einfach nicht lustig. Ich kann mir nicht helfen, man vielleicht mit Sicherheit mengt, ich finde es krass. Dem Ding und Antwort. Okay, tschüss! Ja. Ja, wenn sie der Henno nicht einloggen kann, dann werden sie der Bierger aus Niederbayern auch nicht einloggen können. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so super awesome, wenn man da die ganze Zeit. Schauen wir da nochmal. Wo waren wir da? Das ist nochmal Path of Exile. So, schauen wir mal. Path of Exile. Da ist der Thread. Da ist einer von vor 3 Minuten. Das ist das, was der YBO wahrscheinlich gerade gepostet hat. Ich mache mal ein bisschen größer. Warte mal, kann man das dann besser lesen? Ich weiß es nicht. Ja. More Path of Exile 2 Stream Clients Keys are available. Nein, das war's nicht. Another update. We found a last-minute crash that would have affected majority of users that we have now fixed and is being deployed. Once that's out, we will be doing our final checks, then opening access. If there are any further updates, we will let you know immediately. Sie haben einen Major-Fehler gefunden, einen riesengroßen, der einen Haufen Leute betroffen hätte. Wenn sie es jetzt freischalten, das fixen sie jetzt noch und dann machen sie einen Zugang auf. Ja. Neuer Tweet von GGG. Schon wieder! Rainbow Shark, du kannst aber auch den da machen, aber der ist 3 Minuten alt. Müssen wir schnell aktualisieren, das hilft nicht. Oder kann ich da in den Thread irgendwie reingehen und hab dann nur den da? Vor einer Stunde, 46 Minuten. Kann man das umdrehen, dass die neuen Sachen oben sind? Und nicht da unten dieser Schrott von irgendwelchen Idioten, ich möchte nur das da sehen. Kann man das nicht irgendwie sortieren? Was ist denn das da? Teilen. Oh, nicht teilen, was soll das? Hast du es dann, dass wir einen Client neu starten müssen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Wenn das ein Fehler im Client selber ist, dann ja. Hast du die Aussage bei den Steam Stream Awards auch schon gehört? Nö. Da weiß ich jetzt gerade zumindest nicht, was du genau meinst. Gleich umdrehen. Sie fix Glück gehabt, gerade heimgekommen und jetzt sagt noch nicht. Es geht halt auch noch nicht. Es ist ja jetzt sitzen wir schon eine Viertelstunde, eine Stunde und 20 Minuten da und es geht einfach nichts und es ist trotzdem irgendwie geil. Es ist einfach, weiß ich nicht. Irgendwie ist es trotzdem geil. Normal nicht, weil die Server-Side-Fixes sind. Ja, aber gut, dann hätten sie es wahrscheinlich eingeschrieben, dass irgendwas mit dem Client ist. Kann man da noch mehr anzeigen? Nö, das sind Comments. Der Raxanterax
weil ich ihn da gerade lese, der mit der blauen Kapuzen, ist übrigens eine große Empfehlung von mir, allerdings ist es ein Amerikaner, der spricht Englisch. Der Typ hat richtig Ahnung. Von PoE 1, von Diablo und so weiter. Wer meiner Meinung nach nicht so viel Ahnung hat, weil er nur Diablo gespielt hat und nicht recht viel PoE, ist der Jesse Rocks zum Beispiel. Außerdem der Pocket in seiner Stimme nicht, der redet so komisch, ich weiß nicht, was das soll. Allerdings rede ich auch komisch, darum soll ich eigentlich mein Maul halten. Da hat sich der Preseller ja voll wieder gelohnt. Herr Lilupan, das weiß ich nicht, was man das jetzt sagen soll. Solange noch keine Warteschlange ist, Neustart doch kein Problem. Auch wieder wahr, Mr. Michi. Natürlich. Beziehungsweise Early Access. Stimmt, weil es in der ersten Stunde nicht funktioniert, das war wieder total verkatzt. Du kannst es natürlich auch Irrzeit runterladen. Irrzeit noch kaufen, wenn es raus ist und dann 85 GB noch runterladen. Je nach Internetverbindung sitzt dann noch mit 2 Stunden da. Ist ja vollkommen wurscht, ob du das jetzt vorbestellst oder nicht. Wer top ist, ist der Rob, der Spezi vom Elon. Wer ist denn der Rob? Weiß jetzt gerade nicht, wen du meinst. Birger Dono! Ah, gut geil! Entschuldigung, habe ich übersehen. Birger, Pläne, aber ernst gemeine Frage. Hast du eigentlich viel mit anderen Streamern zu tun? Nein, null. Null. Das glaube ich ist ja ziemlich einfach zu erklären. Erstens mag ich keine anderen Leute. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Hat mich jemals jemand gefragt? Ich glaube nicht. Das ist allerdings auch sehr einfach zu erklären. Dialekt. Der einzige, der mir einfällt, wo ich sogar mal überlegt habe, wo ich mal auf jemanden zugehe, weil ich einfach auch, natürlich überlegt man das, ist tatsächlich dieser Marktreiter. Dann habe ich ihm 10 Minuten zugeschaut und habe mir gedacht, selten sowas unsympathisch gesehen, ja leck mich am Sack. Das ist ja bloß gekünsteltes Rumgeplärre und Unsympathen Rotze. Und wenn es bei sowas mir sogar eiskalt Bugel runterläuft, dann tue ich euch das nicht. How about no? So. F5 smashen. Hat sich da was da? Nö. Nur das. Another update. We found a last minute crash. Okay. Und ansonsten, lass mich überlegen. Ist der Hauptgrund, glaube ich, ganz einfach Dialekt. Es gibt nicht recht viele Dialekt-Streamer. Also, ich kenne einen, der ungefähr in dieser Größe in Liga, das ist was ich ganz ungern sage, aber ungefähr in dieser Größe spielt. Sag jetzt mal im Schnitt. Was haben wir im Schnitt? Zuschauer, kommt auf die Jahreszeit an, kommt aufs Spiel drauf an, kommt, keine Ahnung, zum Landi waren knapp 2000 Leute da. Jetzt haben wir, womit ich auch nicht gerechnet habe, sage ich dir, es ist am Freitag auch normal nie so viele Leute da, das ist einmal das Erste, egal was wir spielen. Und dann auch noch so eine Art von Spiel, die eigentlich normal nicht recht zugänglich ist für die breite Masse, sitzen da 900 Leute herin. Ich darf ungefähr sagen, wir haben irgendwas zwischen 800 und 1600 Zuschauer im Schnitt. Also ungefähr 1200, 1300, irgend sowas, um das ein bisschen genauer zu machen. Und es gibt ja keine anderen. Und den einzigen, den ich da weiß, mit dem mag ich nichts machen, weil das ist Blatttiger, welches Spiel? Ja gut, berechtigte Kritik. Oh, Königin Elsa, nix. Ich mag gar nicht drüber reden. Das war zu früh geschossen. Zu früh geschossen. Der CEO hat einmal auf die reagiert, das stimmt, aber da ist er indirekt auch per Donation dazu gezwungen worden. Es so wie in seinem Gesicht habe ich das gesehen, dass er das nicht gern da hat. Vor allem, wie er mir fertig war mit dem Video, da habe ich mir gedacht so, Der Vollgerät macht schon lange nichts mehr. Ein Vollgerät gibt es nicht mehr. In dem Sinn. Und der Audianer, den kenne ich nicht. Snoozebini schreibt, der hat es aber auch schon 5-mal gemacht. Was denn? Oder wir springen von einem zum Ding und nicht bloß einmal. Was denn? Ja, ich kann euch ja erzählen, was ich gedacht hätte, was es eventuell zu gewinnen gibt. Was es eventuell zu gewinnen gibt, wäre gewesen Path of Exile 2 Keys, 2 Stück. Vollgerät ist gleich Audianer. Das sagt mir gar nichts. Ich verfolge ein Vollgerät allerdings auch nicht mehr. Macht denn der so? Macht denn der jetzt da so? So, warte mal. Dann machen wir jetzt so. Schauen wir mal, was der Vollgerät so macht. Das sind die letzten Sachen, die er gemacht hat.
vor 2 Jahren, 4 Jahren, Videos, da hat er seinen GTA 6 Trailer hat er sich angeschaut, das hat er genauso gemacht wie ich. Und das wird das letzte gewesen sein. Aber wer ist der Audiana? Audiana, das wird er nicht sein mit 462 Abos. Der arbeitet in der Audi CFX. Das weiß doch ich nicht, Alter. Also, Alex, sei mir nicht besser, aber who the fuck gives a shit, wo der Vollgerät arbeitet? Seien Sie mir nicht böse, aber who the fuck cares? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Irgendwann, der hat sich irgendwie umgedreht und macht was anderes. Wenn wir gerade von anderen Streamer reden. Außerdem ist der Vollgerät auch kein Streamer. Ich habe mit ihm mal was gemacht, ja. Also das war auch nicht schlecht, das war ganz witzig. Und deswegen Audiana, okay. Alter, was weiß ich. Was weiß ich. Der CEO hat mehrmals auf mich reagiert. Ich weiß bloß einmal. Der Onkel Krank hat auf mich reagiert, das stimmt. Und der LeFloid und die anderen zwei haben sich auch wo die Twitch-Dings angeschaut und haben bei meinem speziell hängen geblieben mit dem Flughafen, mit dem Flugzeug-Dings und so. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Außerdem habe ich einen Krank zum Lohr gebracht. Ah, das ist mir fast so viel wert wie. Moment, da muss ich kurz aufstehen. Habe ich schon lange nicht mehr hergezeigt. Habe ich beim Zusammenräumen wieder gefunden. Wer weiß noch, was das ist? Der Bernie schreibt quasi der YouTube-Ritterschlag. Nein, das ist mein Ritterschlag. Das hier. Ich drücke mir da schnell auf Anmelden. Geht noch nichts. Ich kann noch mal vorlesen. Ich lese mal vor. Soll ich vorlesen? Habt's Lust? Sehr geehrter Herr Birger. Ich finde da jetzt nichts dazu. Ich lese das jetzt so vor, wie es da steht. Okay? So. Sehr geehrter Herr Birger. Typ man so geil. Wir wurden von Herrn Diakon Günther Schmitzberger über folgenden Sachverhalt informiert. Selbst Schluss jetzt, ich lese jetzt vor. Mit dem Muck hast du doch einmal was gemacht, das stimmt, ja, stimmt. Kann ich aber auch nicht. Ist auch kein Gaming-Streamer nicht. Kann ich auch nicht. Also, merci dir, Schluss jetzt. Wir wurden von Herrn Diakon Günther Schmitzberger über folgenden Sachverhalt informiert. Auf YouTube wurde von Ihnen ein Video eingestellt mit dem Titel How to Weihnachten. In dem Video haben Sie ein Foto verwendet, auf dem Herr Schmitzberger und verschiedene Ministranten abgebildet sind. Die Personen sind trotz einer Bearbeitung des Fotos zu erkennen, was ich für einen Witz halt. Das Ding war so verschwommen, du hast gerade mal erkennt, dass das gerade nur so Personen sind. Die Personen sind trotz einer Bearbeitung des Fotos zu erkennen. Das Bild ist unterlegt mit dem Text, Doppelpunkt, in Anführungsstrichen, Kinder F. Club. Da hätte ich schon fast auf die E-Mail, ich habe selber eine E-Mail gekriegt, hätte ich fast zurückgeschrieben, ihr Vollidioten, da steht Kinder F. Verein. Die Sequenz beginnt bei der Spieldauer des Videos von 5,40 Minuten. Der hinterlegte Text geht ein auf den Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche. Das verkürzt wiedergegebene Wort bedeutet in seiner vollen Länge Kinderfickerclub, in Anführungsstrichen. Hätte ich fast wieder zurückgeschrieben. Nein, da steht Kinderfickerverein. Nicht Club. Es hat sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch geistliche und andere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hey, da hat die Kirche noch nicht gegendert. Dies stellt ein großes Unrecht gegenüber den Opfern dar. Na, tut's nicht. Nein, das hier ist das Unrecht der Opfer. Nämlich Leid mundtot zu machen, ihr Fotzen. Die stellt ein großes Unrecht gegenüber den Opfern dar. In der Öffentlichkeit und in den Medien wird darauf immer wieder zu Recht hingewiesen. Na, wird's nicht! Nein, wird's nicht! Nein, wird's nicht! Ich wiederhole, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich wiederhole mich. What? Zur Not mit Nachdruck der 80er Wasserwog. Wird nicht darauf hingewiesen, ihr falschen Wichser! Kinderfickende Drecksfotzen. Immer wieder zu Recht hingewiesen, na wird's nicht, und eine gründliche Aufarbeitung wird gefordert.
Wann denn? Wann? Wo? Wo? In dem von Ihnen, falls Sie den Teil übrigens, wenn dieser Video wird irgendwann, drücken wir nochmal schnell auf Anmelden. Falls es irgendwann ein Video wird, muss ich den Teil eventuell ausschneiden. In dem von Ihnen in YouTube eingestellten Video verletzen Sie aber das Persönlichkeitsrecht von Herrn Schmitzberger. Ach so. Weiter verletzen Sie die Urheberrechte des Fotografen. Wird gleich mit zwei Sachen gedroht, liebe Kirche. Liebes Erzbistum, erzbischöfliches Ich kann es nicht mehr lesen, oder? Erzbischöfliches Ordinariat München. Bestimmte namentlich hier bekannte Personen haben ihn in dem Video bereits identifiziert. Namen stehen aber keine dabei natürlich. Ich glaube, das kleine Transkind hat auch bestätigt im Paulanergarten drin. In dem von Ihnen erstellten Film erwecken Sie den Eindruck, als ob auch Herr Schmitzberger, und jetzt geht's auf die nächste Seite und ich mag jetzt das doch nicht außerkreien. Utopischer. Das war mein Ritterschlag. Auf das Ding bin ich stolz. Und eine Woche später habe ich How to austreten gemacht. Und ich möchte gern wissen, wie viele Leute das daraufhin aus der Kirche austreten sind. Beim nächsten Mal klopft die göttliche Inquisition an die Tür und du wirst geläutet. Ja, wahrscheinlich wie gegeißelt und aufgehängt. Um ein bisschen Kontext zu schaffen, ich habe How to Weihnachten gemacht, also ein Video, das ist mittlerweile schon 5 Jahre alt oder so, oder 4 Jahre. Oh, 27.12.2018. Alter, das ist fast 6 Jahre her. Wunderschön, oder? Wunderschön. Das ist ein Drecksverein ohne Scheiß, gehört. Ja, gehört einfach weg. Damit meine ich nicht anzündet oder umgebracht oder sonst einen Scheiß, oder gehört einfach abgeschafft. Gehört einfach weg. Weg. Hinfort. Hatte das eigentlich was gekostet? Nein. Ich habe keine Anzeige und nichts gefangen. Ich sag das, was es ist. Ich habe kurz überlegt, damals, ich habe überlegt, ich sag's, was es ist, ich habe überlegt, ob ich aus diesem Ding eine Riesenscheiß, wie soll ich sagen, einen Riesenscheiß Aufstand im Internet anzettelt. Dann habe ich überlegt, soll ich mich mit der reichsten Institution der Welt anlegen? Lass das lieber. Dann habe ich das Video geschnitten und an der Stelle, wo diese Stelle normal gekommen hat, habe ich das eingeschnitten mit dem Brief und bla 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 und habe es dann einfach wieder aufgenommen. Was steht auf der zweiten Seite? Eigentlich kann man es rauskriegen, gell? Ach nein, das ist so verwurstelt da drin, das kriege ich nie wieder da rein. Nein, hilft nicht. Hilft nicht, das mag ich jetzt noch nicht aus, oder noch geht's noch kaputt. Bleibt für immer da drin, das ist das größte Geschenk, das mir YouTube jemals beschert hat. Hätte man einen Kirchenserver gecrashed, das kennen wir ja gut, stimmt, hat Kirche irgendwo Server. Aber da müssen wir Sachen kaufen bei denen. Gründe an Misswirtschaft und Korruption. Who would have thought? Ja, gibt ihnen nicht das Recht für den Bullshit, den sie machen und verheimlichen. Ja. Und ich mag gar nicht wissen, was da alles verheimlicht. Das war so krass offensichtlich. Da war vor 2 Jahren oder so, war da so eine Scheiße in der Kirche. Auch wieder Missbrauchsskandal etc. Das war dann tatsächlich einmal kurz auch in den öffentlichen Medien. Und ich spreche jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen. Es hat keine 3 Tage gedauert und du hast nichts mehr gehört. Weder auf Social Media, noch auf Twitter, noch auf im ersten, im zweiten Tagesschau oder sonst irgendwo. Nirgends. Da weißt du genau, da sind Leute gekommen und haben gesagt, bitte unterlassen Sie das, ansonsten außerdem verletzen Sie das Urheberrecht, bla bla bla. Genau wie bei mir, genauso. Und wenn ich damals 2018, Ende 2018, waren nicht meine How-To-Videos gerade Vollgas im Hype, wenn ich nicht so viel Reichweite gehabt hätte, hätte das ja nicht interessiert. Aber das ist ja utopisch. Könnte ich nicht sagen, was ist da gegangen? Ja, Kindesmissbrauch natürlich und jahrelange Vertuschung und so weiter und so fort. Um was anderes, um andere Skandale geht es bei der Kirche nicht.
Scheißdrecksverein ohne Scheiß. Warum nennen wir es nicht Twix? Leute mundtot machen wie in Nordkorea. Ja, das ist, ich hab das auch nicht geglaubt, dass sowas überhaupt geht und so, aber bis dahin habe ich gewusst, jawohl, da wird sich irgendeine Scheiße aus dem Arschloch gezogen, um dem kleinen Volldeppen mir Angst zu machen und funktioniert hat's. Ich kann mich nicht mit der Kira anlegen. Die ficken mir aus dem Leben. Nicht bloß das, dann ist nicht bloß YouTube weg, sondern dann bin ich generell weg. Das tue ich halt nicht. Kennst du den Schmitzberger Kirchler? Das ist ein guter. Das heißt jetzt nicht mehr Missbrauch, sondern Beichtstuhldienst. Seit 1,5 Jahren bin ich raus aus dem Verein. Ich kann es an jedem nur empfehlen. Mir ist da, jetzt drücken wir mal noch ein paar mehr auf Unterbra, schauen wir mal, was Twitch sagt. Mal kurzer Twitch-Check, nicht, dass wir mir da was versammeln. Ja, der Kali fährt irgendwo im Tisch um einen Kreis rundum. Keine Ahnung, was die treiben. Und mittlerweile haben wir 1,2 Millionen Zuschauer auf. Alter. Ich sag das, was es ist, bis um 12 Uhr spielen wir mir da halt gar nichts. Another Update ist der letzte Tweet. Ja, müssen wir es noch mehr aussitzen, hilft nicht. Sitzen wir da und schmerzen das Hälfte. Ich hab's eigentlich befürchtet. Es war ein Wunder gewesen, wenn das irgendwie hingehauen hätte. Für Genusswurzeln mir aus dem Leben. Was ist jetzt mit dem Game-Status? Game-Status ist Server nicht online, kann nicht auf Login klicken. Hey, ist gut geil! Du hast deinen Standort geleakt, müssen nur den Kreuzzug zu dir folgen. In Ö wissen sogar was und wie lange du schon verdienst und wollen Lehrzeit nachberechnen. Wahrscheinlich. Die abgefuckten Vollidioten. Sollen abhauen, sollen mich in Ruhe lassen, sollen gleich in Ruhe lassen und mich in Ruhe lassen. Merci für den Fünfer. Update erfordert Neustart, das kann natürlich sein. PoE 2 Ticker, relatively imminent. Jonathan, was heißt denn, das kann ich weiß nicht, was imminent heißt. Ah! Wieso weiß ich nicht, was imminent heißt? Relatively imminent. Deutsch. Übersetzen wir das. Relativ unmittelbar bevorsteht. Oh. Bevorsteht heißt das. Aha. Relative Eminenz. Steht kurz bevor. Müssen wir da noch mehr reinschauen. Was nice! Wir haben ein nice Pop-Up! Der Realm ist aufgrund von Wartungsarbeiten derzeit nicht erreichbar. Oh, aber der Server ist offensichtlich da. Verbindet zum Anmeldeserver, das ist gegangen, das ist aber neu. Der Realm ist aufgrund von Wartungsarbeiten derzeit nicht erreichbar. Bitte für. Ja! Fortschritt! Progress, Bitches! Kann man das mit Enter wegdrücken? Ja! Warteschlange! Du bist die Nummer 1! Okay, geben wir ihm nur. Was? Der Henno ist drin! Glaub ich nicht. Dann hat er wieder einen extra Server, der schwibbelt die Büppen. Wo ist er? Der ist überhaupt nicht drin! Klong! Wieso lockt sich der auf? Ja, da Maintenance. Und klickt jetzt da die ganze Zeit auf Try again later. Login-Screen durchgespielt. Ja. So, jeden Sonntag auf der Hour Party bei den Katholiken. Status Stadthallen-Event? Unbekannt. Bis jetzt, wir wissen auch noch nichts vom Landi, ob es da irgendeine Competitive-Server-Geschichte gibt, beziehungsweise wann und ob das überhaupt Anklang findet und überhaupt sowieso. Also, wie ich es damals schon gesagt habe, es ist nur eine Idee, ob da was draus wird, weiß ich nicht. Das Klickgeräusch brauchen wir. Oh! Oh! Die Verbindung wurde. Na! Na, das Pop-Up ist weg! Der Basti schreibt, er ist drin. Das glaube ich ihm nicht! Keiner ist drin! Ich muss schauen. Geiler Clickbeat, Birger. Vollgas. Was weiß ich jetzt tue, ich starte jetzt meinen Client nochmal rein. Warum? Einfach weil es kann. Nicht, dass es doch ein Steam-Update gibt. Who knows?
Mega wieder drin. Aber man fliegt gleich wieder raus. Na ja, gut. Jetzt geht halt das Ding nicht mehr mit Maintenance Mode. Oh, jetzt hat er was. Ah, jetzt ist er wieder da. Oh, das Connecten dauert auch schon länger. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, sieht der auf alle Fälle, sieht der was? Was, Digga, jetzt wenn über 1 Million Leute da sitzen und auf dem Anmeldedings da rumhauen, dann geht's mit Sicherheit schneller. Ah! Probier's mal bei Texas. Ich weiß nicht, ob der Spielstand Server, oder, ne, das ist ja bloß ein Gateway, gell? Nehmen wir mal Australien! Verbindet zum Anmeldeserver, heißt es zumindest. Aber Australien ist ein bisschen, das ist ein Stickel. Habe den Eindruck, Australien war keine so gute Wahl. Ja, müssen wir noch ein wenig warten. Müssen wir noch ein wenig warten, das wird nicht helfen. Mr. Niemand. Vergesst es, Leute. Ha, was für ein Start. Einfach erbärmlich. Ich sag, YBO, ich fürchte, sie haben Arbeit. Das sind Chat-Hopper, die springen von Chat zu Chat, schreiben irgendeine Scheiße rein, weil sie zu arm sind, dass sie sich eine EA leisten können. Und schreiben dann so einen Mist rein. Ein paar Trollos gibt's immer. Du brauchst den Drucker, du kannst da nur Enter klopfen. Geht Enter einfach nur. Ja, der Server ist glaube ich noch nicht da. Sie passt ja noch 2 Stunden Download. Au, jetzt wack. Oh. Ja, warum nicht? So. Mr. Da! Wir sind wieder in 10. Ja, Chef, sorry, ich bin ein bisschen spät dran. Fordern uns gewohnt. Hab gerade 5 Minuten, bis ich weiterhakeln muss. Pfui Teufel! Lassen die Wartezeit nicht allzu lang sein. Ja, die ist eh schon utopisch lang. Die ist schon eine Dreiviertelstunde lang. Eigentlich kann man um 10 schon wieder abhauen. Bier gesagt, Path of Enter. Zumindest kommt jetzt wieder die ganze Zeit die Wartungsarbeiten-Geschichte. Schauen wir mal nochmal auf Twex. Hoppla. Twex, wo? Ah, der Henno kommt auch noch nicht rein. Wenn der Henno nicht reinkommt, kommen wir auch nicht rein. Was schreiben sie? Ah ja, da. Relatively imminent. Jonathan. Gibt gleich mehr Herzteil drauf. Das war vor 14 Minuten. Ich würde es jetzt nochmal probieren. Mr. Haunuf da. Authentifiziere Benutzer! Was? 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 Die Verbindung wurde unterbrochen. Nein! Ah! Nochmal, verbinde zum Anmeldeserver, das ist vorher nicht da geschaut. Der Henno ist in der Queue, authentifiziere Benutzer und das machen halt jetzt Hunderttausende von Accounts gleichzeitig gerade. Weil alle vor Twitter sitzen oder vor anderen Streamer, wie ihr zum Beispiel, und sobald bei mir was geht, druckt sie auf anmelden. Das ist ja klar, wie bei allen anderen auch. Der Henno hat eine Queue, mag ich wissen, wie lang die ist. 4000. Die Verbindung wurde unerwartet unterbrochen. Grüezi, fix.
Was hat denn der für einen Server ausgewählt? Er ist Paris. Kann man mal Amsterdam probieren, wenn es nochmal weg ist, probieren wir jetzt ein bisschen durch. Vielleicht ist der in Frankfurt aber auch noch ganz neu. Aber es ist ja bloß ein Gateway, das hat ja nicht seine eigene Login-Queue. Amsterdam! Und dann wird es zum Warteschlangen-Simulator, sagt er ich. Und vor allem, weißt du, was dann halt auch noch kommt? Da kannst du mal Gift draufnehmen, dass während der Warteschlange da irgendwann einmal die Server nochmal abkacken und dann haut's die wieder raus und dann bist du wieder irgendwo am Arsch der Welt mit deiner Warteschlange. Ah! Ah! 18.365. War klar, Alter. Ich bin so lang dabei, Alter. Ich bin so lange im Geschäft, mein Jung. Ich war schon in der Warteschlange. Da bist du nur mit dem Holzschwert um einen Christbaum rundum. Okay? Allerdings wird die Nummer natürlich eine kleiner. Jetzt sitzen wir da. Egal was du tust, drück nicht auf Abbrechen. Sind ja bloß ein paar Leute. Jetzt ist die Frage, ob die Login-Server überhaupt schon offen sind. Das heißt, ob überhaupt schon irgendjemand zum Spulen kommt. Soll heißen, wenn die jetzt da auf wie eine Wasserleitung, wenn jetzt die da vorne den Login dann aufmachen, prasseln da halt sekundenweise Leute rein. Bis jetzt bewegt sich diese Nummer nämlich noch nicht. Der Trockner holt sich mir nur ein Bier, ich hoffe, du hast einen Kasten. Was nehmen wir jetzt? C-Fix, bin 22.000, das 600. 18.365 Bottles of Beer on the wall. Bottles of Beer. Auf Englisch steht da nicht voll, sondern Server offline. Was? In der Zeit kannst du locker zweimal raiden gehen. Kann man eigentlich schnell machen. Der Account läuft noch. Machen wir schnell einen Community Raid in WoW. Allerdings kenne ich die Raid-Bosse nicht. Das wird lächerlich behindert. Ich habe bloß den ersten weiß ich noch, den zweiten weiß ich noch. Den Rundum-Typen weiß ich noch. Und sonst weiß ich eh keinen mehr. So, jetzt schauen wir mal, was da los ist. Tut sie da, ich schaue jetzt mal zum Henno, ob sie bei dem in der Queue-Zahl was tut. Kann sie lesen, weil es so winzig ist, 4.755 oder irgend so ein Scheiß. Aber bei dem bewegt sich die Zahl auch nicht. Also glaube ich, haben wir alle in einer gemeinsamen Queue und mal gucken, was passiert. Und in Frankfurt Gateway scheint gar nicht zu funktionieren, schreiben zumindest Leute beim Henno im Chat. Das gehen wir jetzt mal zu. Das haben wir irgendeine neue Meldung auf Twix. Vor 28 Minuten. Hold, Access, hold! Und dann relatively imminent. Das ist alles, was wir bis jetzt haben. Na gut. Schauen wir mal. Immer noch 18.365. Na gut. Ich glaube, ich gönne mir auch noch eine halbe. Es ist bald so weit, dass ich mir auch eine hole. Die Frage ist, habe ich überhaupt noch nicht da oder haben wir mir letztes Wochenende alles weggesoffen? Aber was dringend war, nicht schlecht. Die wollen schauen, wie viel das wirklich sind, damit sie wissen, ob es Feuerwehr gleich wird. Hast du mal Dragon's Dogma 2 gespielt? Nein. Ich habe es mir unlängst geholt und mir taugt's. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut dazu zu Dragon's Dogma 2, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das etwas ist für mich. Ich weiß es nicht. Das ist wieder so ein Spiel, das muss sich wieder mit Elden Ring messen und da kommt einfach nichts hin. Obwohl es natürlich nichts nicht für Elden Ring ist, ich weiß das schon. Sabrina! Die habe ich auch wieder gesehen. Wieso sehen die da eigentlich keine Donations nicht? Die passen mich nicht auf, ich bin zu aufgeregt. Sabrina! Merci für deinen Zehner. Der Bürger braucht nach dem Ganzen einen Psychologen zum Aggressionsabbau und die Tastatur einen Wellnessurlaub. Das kann passieren, ja. So, das kann passieren. So, wer hat den besten Platz in der Warteschlange von alle? Jeder ab, los! Da, der Tricks hat. Ich habe 11.718 über Milan. Milan. Scheiße, was ist denn Milan? Ist Italien oder Spanien? Mein Lieblingsland ist Barcelona. Oh Gott, jetzt oute mich gerade als Drachenlord. Milan ist Italien, oder? Ist Milan Italien? Bin ich behindert jetzt? No, 17.400, 31.000, 29.000, 69.000. Das, ohne Scheiß, Mike. Das Kappa hinten kann ich nicht. 32.000, 26.000. Auf der PS5 10.000. Okay.
Schon Italien, gut. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Okay, dann ist Mailand, Italien und Madrid ist Spanien. Okay, ich habe mich vertan. 534! Herr Wächter! Da waren wir aber schnell mit dem Login-Button, du. Oder einfach schneller mit dem Gateway-Wechsel. 69, 420. Ach so. Ach, Mike! Hast du deinen PoE 2-Account mit Steam verknüpft? Eher umdreht. Ich hab einfach das Spiel auf Steam gekauft, sonst nix. Sonst hab ich noch nichts da. Hätten wir da mehr da müssen? Sonst hab ich nichts gemacht. Kann man allerdings auch nicht vorstellen, dass das irgendwann. Ja, ich meine, Seiten ist sowieso kaputt. Seite ist kaputt. 35.001 Frankfurt. Was kostet denn der PoE 2? Mr. LKS. Aktuell, ich erkläre es lieber 5-mal. Wer weiß, vielleicht ist jemand Neues da, keine Ahnung. An dieser Stelle gehört vielleicht auch mit dazu gesagt, habe ich die Ehre, ich bin der Birger, ich komme aus Niederbayern, ich rede allerdings nur Dialekt. Wer keinen Dialekt versteht, ja, scheiße. Lasst doch mal ein Abo da. Trotzdem, warum, wissen wir nicht. Und auf den Like-Button ist auch schon lange nicht mehr gedruckt worden. Und wer schon geabonniert hat, der macht mir den Glockencheck. So sieht's aus. Ich streame jeden Montag, Mittwoch und manchmal jeden zweiten Freitag ungefähr oder 2-3 Mal im Monat am Freitag im Winter. Und was wird ich jetzt eigentlich sagen? Da tut sie was! Wo tut sie was? Oh! 16.700. Alter, wenn es im Sekundentakt um 200 Euro geht, dann ist das sauber zum Erwarten! Dann ist es aber sauber zum Alter. Alter, sie kriegen's tatsächlich hin. Alter, die, wenn das hinkriegen, rast die komplett aus. Es geht im Sekundentakt um 200 Euro. Schneller als im Sekundentakt 200. Let's go! Alter, bin ich jetzt gespannt. Wenn das läuft, selbst wenn wir drin haben, sind wir nicht davor gewappnet, dass wir wieder rausfliegen und dann wieder am Ende der Warteschlange sind. Aber wenn sie es wirklich hinkriegen, dann sind es die ersten Entwickler, wo du ein überdimensional gehyptes Spiel mit weniger als 2 Stunden Verzögerung zocken kannst. Dann kriegst du von mir einen Friedensnobelpreis. Jetzt hast du es verschrien, wenn du drin bist, schmiert's ab. Ja, oder genau das Gegenteil. 12.338. Ich zähl bloß noch Tausende. Können wir es uns leisten? Schäkel. 11.900, 11.600, 11.5, 11.4, 11.2, 11.1, 10.9, 10.8. Der Semlinger schreibt, er ist drin. Halt sich rein! PoE 2 Ticker, vereinzelte Spieler sind schon drin. Ja, wir kriegen es schon mit. Over 9000, was für ein Holy Saft der? Gar kein, das ist einfach nur Leitungswasser. Jetzt nicht, weil ich nicht Werbung dafür mache. Ich mache keine Werbung dafür. Ich werde nicht bezahlt dafür. Es ist bloß der Shaker, da ist Leitungswasser drin. Stopp, das stimmt auch nicht ganz. Es ist ein bisschen Klosterfrau Melissengeist mit drin, damit die Füße nicht so weh denn. 9,2! Los, geh auf 8 runter. Nicht langsamer werden jetzt. 8,8! 8,6! 8,4! 8,3! 8,2! 8,1! 8,0! 7,9! Der Henno ist schon der Charakter. Ja gut, der war in der Queue bei 4.000 irgendwas. Wir haben jetzt in den letzten 2 Minuten 10.000 Platzglück gemacht. Also das soll halt eigentlich gleich losgehen. Ich bin guter Dinge. Im Ohren ist das auch der Foxler. To be fair, das haben die letzten beiden Final Fantasy 14 Add-ons auch geschafft. Im Schnitt nur 15 Minuten oder weniger, aber das kennst du ja nicht. Nein, kenne ich nicht. Was ist Final Fantasy? Spielt das jemand? Hat das auch 1,3 Millionen Zuschauer auf Twitch? Was denn? Ich weiß das eh. Ja, weiß das eh. Gut, geil! Ich glaube, der Putin war da gerade oder später noch Stalker 2. Upsi. Weiß ich nicht, was der Putin so treibt. In seinem Bunker drin. Ich komme durch Paris und wenn es so weiterläuft, überhole die gleich in der Queue, Blinker Linksspur. Was? Schau geschissen auf Paris. Amsterdam. Ja, in Amsterdam dauert alles ein bisschen länger, dann alle prall wie ein Ballon. Der Laco-Schrein reicht, wenn es gleich zu meinem Feierabend laufen tut. Also strengt euch alle an. Na, das darfst du nicht sagen. Je mehr Leid in der Warteschlange, desto schlechter für dich. Pro-Gamer-Information des Abends.
Bei 1000 stoppt's dann wieder. Nein, jetzt nix. 18.000 auf Frankfurt noch. Mr. PBXAT, wie schnell tickt's bei dir runter? Ja, bei 2,9! Jetzt haben wir gleich drin! Amsterdam. Unexpected Database Error im Char Select Screen. Nein! Mit sowas rechne ich jetzt natürlich auch. Es kriegt da dann Wundergrenzen, wenn das so hier hat. Ich weiß auch nicht, ob die Firma Erfahrung hat mit einem so einen Ansturm. Ich glaube nicht. Aber jede Path of Exile 1 Season hat auch immer eine Warteschlange. Da hast du auch immer eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, je nachdem wie schnell du halt warst, am Anfang zum Start warten müssen. Aber wenn es dann mal drin warst, ist es einigermaßen gut gegangen. So, 6, 4, 3, 1. Ich stimme zu! Seele verkauft! Jo, weiter! Ruhe jetzt mit der Runde 3. Lunze, merci dir. Your sentence is to be hanged from the neck until dead. Let your souls feed the first one, Flitzegut! and your bodies feed the land. Charaktererstellung. Klicke auf einen Charakter und wähle eine Klasse. Jetzt ist die große Frage. Press F for respect. Noch andere Leute sind auch aus der Queue geflogen. Ja, die Serververbindung scheint wieder komplett weg zu sein. Jetzt geht ja gar keine Connection mehr. Schauen wir mal Paris. Wo ist denn Paris? Wo ist denn Paris? Bin ich blind da? Nein, jetzt geht gar nichts mehr. Was muss man jetzt lernen? Spiel neu starten. Das Spiel ist installiert, ne? Nur Geduld, Leute. Nur Geduld. Das Gute ist, da sitzen jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Hanseln daheim, die sagen, die machen das jetzt 2 Stunden lang so, damit man es auf Steam nicht mehr zurückgeben kann. Möchtest du wetten? Ich glaube, ich gehe auch wieder auf Frankfurt. Sag ich, was ist 18er Ping, der ist einfach gut, aber da geht nichts kaputt. Wie schaut es bei den anderen aus? Naja, irgendwie gehört es dazu. Da der Henno pimmelt irgendwo auf Twitter umeinander, genauso wie ich. Können wir wieder umschalten. Achtung, gibt's was zum Lesen? Oh ja, tatsächlich gibt's was zum Lesen. Achtung. Vor 28 Minuten, relatively imminent. Was ist denn da rechts unten im Chat los? Oder den kompletten Schlaganfall? Vor einer Minute. We've run into a configuration problem and need to restart the realm. Please bear with us while we address the problem. Ja, Konfigurationsproblem, bla bla bla. Sie müssen den Realm neu starten. Das heißt, der Server wird im Prinzip neu gestartet und darum kommen wir gerade auf nichts zu ergreifen. Okay, zurück zum Programm. Dann machen wir es halt wie vorher. Okay, ich glaube, der Server ist noch nicht da. Bin unschlüssig, aber ich glaube, der Server ist noch nicht da. Was soll ich machen? Der Bernie ist mal wieder da! Was habe ich verpasst? 2 Stunden Stream und auf den Login-Screen starren. Alle gemeinsam. Ich und 1060 Leute da drin. Geil. Einfach nur geil. Schau mir nach, ob es schon geht. Warte, ich schau mir nach, ob es geht! Nein, rührt sich noch nichts. Ich habe mal kurz reingeschossen und geschaut, was da los ist. Aber hey, wir waren drin. That's what she said. That's what he said. Sehr schön, Frau Elsa. Der Server brennt halt voll, bis gerade hat es mir wieder geschafft. Ja, so ganz so wenig unschuldig sind wir mir da auch nicht. Ich habe mit Sicherheit auch ein paar Leute auf das Spiel gebracht, da bin ich mir 100%ig sicher. Weil ich schwärme selten so von einem Spiel. Selten. Spielen wir jetzt mal eine Runde TFT. Der Gaming-PC geht ins Bett. Ich sag das, wie es ist. Wenn's das aushalten kannst, ist wahrscheinlich das Gescheiterste. Du gehst ins Bett, jetzt stehst morgen um 6, 7 in der Früh auf, lockst dich ein und speist in aller Ruhe. Das ist wahrscheinlich das Gescheiterste.
Aber ich habe mir diesen Job nun mal ausgesucht, mich daher zum Sitzen und einen auf Gaming-Streamer zu machen. Muss ich durch, helft nicht. Ich weiß nicht, wann ziehen wir denn die Reise rein? Ich weiß auch nicht, um 12 Uhr. Ich habe keine Ahnung. Also wenn es bis um 12 Uhr noch nicht gibt, was der man dann? Probier's nochmal. Lecker nicht schnell drucken, Alter, das ist ein Wahnsinn. Du musst gar nichts sagen, ich finde es so schon sehr unterhaltsam, Dankeschön. Schreib die Becky, schau. Ja, ganz ehrlich, ich finde es außerordentlich seltsam, dass wirklich es sind einfach mehr Leute da wie beim Landi. Das sagt mir alles, was ich wissen muss. Gut, es ist ein gehyptes Spiel, es ist nagelneu und es ist das erste Mal. Das ist übrigens das, wo wir am Mittwoch auch wieder drüber geredet haben. Beim ersten Mal sind immer die meisten Leute da. Das, wenn wir jetzt nächsten Freitag nochmal machen, dann haben wir noch die Hälften. Es ist immer das Gleiche. Aber trotzdem, wir waren heute mehr Leute als beim Landi am Montag. Und das will etwas heißen. In dieser Community zumindest. Das meine ich damit. Schnell druckt wird nur am Frankfurter Server. Mr. Rob DLX made my fucking day. Schnell druckt wird nur am Frankfurter Server. Ihr seid lauter Vollidioten, ich liebe es. Na, geht noch nix. Wie viele Leute sind es inzwischen auf Twitch? Schauen wir mal schnell. Da ist der Henno, der hängt da im Login-Screen. Hoppala, nicht voll Screen, was ist da los? Wieso hab ich denn jetzt voll Scheißdreck? Wo kann ich da auf Path of Exile 2 klicken? Let me have a look. Immer noch 1,2 Millionen Zuschauer. Das ist aber auch narrisch. Also 1,2 Millionen Zuschauer in einer Kategorie ist absolut utopisch. Das sind jetzt zum Beispiel so Momente, wenn so ein neues Spiel rauskommt, das ziemlich gehypt ist, vor allem auf dieser E-Bock habe und diese nicht nur mitnimmt zum Abfarmen von Views, was ich sowieso relativ selten tue oder eigentlich nie tue, sonst da die Spiele nicht abbrechen oder eigentlich besser gesagt umdrehen. Eigentlich da es schon so ausschauen, als da die Zuschauer farmen. Ja gut, Birger muss dem auch halten. Egal. Auf alle Fälle würde ich mir da manchmal schon wieder wünschen, auch zusätzlich zeitgleich auf Twitch zu streamen, weil es da natürlich einfach mehr Streamer-affine und Gaming-affine Leute triffst, die zufällig vielleicht mal reinschauen. Und das ist auf YouTube halt nicht so. Glaube, sind neue Zuschauer anwesend, die mich sonst nicht kennen. Hallo? Wenn jetzt wieder irgendein super lustiger Vollidiot schreibt, ja, ich bin gerade gekommen, ja, ich kenne seit heute um 4 Uhr Nachmittag, aber seit 68 Monaten Mitglied ist darin. Oh Gott, das ist dieselbe Scheiße wie I think I spider. My English is not so yellow from the egg. Zoom up halt, schreibt, bin ganz neu hier und mit Zwinker, Zwinker. Dem glaube ich, das ist der einzige, dem ich das jetzt glaube. Twitch Elite, Diablo 4 hat 461 Viewer auf Twitch. Glückskatze schreibt, ich bin neu seit Landi von vor ein paar Tagen. Glückskatze, das weiß ich, dir glaube ich auch. Da haben wir zum Beispiel einen Talk mit, hey, ich kenne dich nicht. Der DJ Abzett schreibt Jausen, das glaube ich nicht, dass er mich nicht kennt. Wen haben wir noch? Am Zuma glaube ich das. Wen haben wir noch? Sharkbite Zero, ja, bei dir kann ich sogar nachschauen. Ich habe die irgendwo in der Steam-Friend-List, wann wir das da haben. Nur grün im Chat, außer mit der D4, ich kenne die gar nicht. Hast du schon Drova gespielt? Ist an Gothic angewandt? Nein, habe ich nicht. Ja, ganz neu. Der Schmiedbauer Mani ist ein guter. Übernah ist seit einem Monat dabei. Bin neu auf deinem Channel. Herr Wächter, dir glaube ich das auch. Vor allem, wenn schon jemand Hochdeutsch schreibt. Also von den ganzen Neierleid müssen ja alle Hochdeutsch sprechen eigentlich. Oder zumindest 95%. Wie zur Hölle findet ihr in diesem Channel und bleibt's länger als 20 Sekunden, nachdem ihr herausgefunden habt, ich verstehe kein Wort, was der Typ da labert? Ich komme aus Schleswig-Holstein, da redet man eben so. Ja, das ist ja in Ordnung, also um Gottes Willen. Also wenn man Hochdeutsch ist in unserer Welt, heißt das Preissenschmerz, den mengen wir normal nicht so, aber in Schrift ist das schon okay. Solange ich die nicht hören muss, ist alles cool.
Schöne Grüße aus Österreich, ich bin seit Season 2 dabei, aber hab mich bis heute nie geriert. Weizensepp, so nicht. Servus, Don't Eat the Yellow Snow, Gruß von einer Fremdsprachenexkursion. Bin auch neu, hey, bin auch ganz neu. Das glaube ich auch nicht. Ich komme aus Franken. Das sind Strahle. Ich verstehe auch nur heute Hochdeutsch. Ego, du Zipfel, Adam. Ich bin neu, komme aus Sachsen, aber verstehe alles. Lassi, das ist doch gelungen! Als da der Sachse auf diesem Planeten wissen, was alles heißt und wie man alles vor allem schreibt. Komm, hör mir doch auf, du! Oberpfalz, was schon nieder und ober... Was? Was schon nieder und ober... Verstehst? Was? Habe ich eigentlich schon mal wieder auf den Anmelden-Button gedrückt. Neue Pier 2... Oh! Neue Meldung, neue Meldung. We have a new Meldung. Achtung, umschalten. Neue Meldung. Achtung, eine frische Meldung kam herein. Wo sind wir? Relatively imminent. Okay. The problem we ran into was due to adding more database shards in the last minute to try to support the massive player numbers. Unfortunately, there was an issue with caused multiple characters to have the same character ID. Verstehe. Thankfully, the problem has now been found and is being fixed at this very moment. Your ongoing patience and support is hugely appreciated and we will continue to provide updates as we learn more. Also, Sie wollten weitere Datenbank-Layer-Teile dazuschalten in der letzten Minuten, um die massiven Ansturm standzuhalten, bla, aber leider Gottes haben mehrere Charaktere erstellt worden mit der gleichen ID in der Datenbank. Das ist natürlich schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Thankfully, the problem has now been found. Also, das Problem ist gefunden und ist fixed in diesem Moment. Und unsere weitere Geduld ist für die wird sich bedankt. Ich bin wirklich ein schlechter Englisch-Korrespondent. Sag ich dir, wie es ist. Aber zur Sicherheit, geht der Login schon! Nein, geht noch nicht. Kinder, ruhig bleiben. Geht noch nicht. Ich schwitze. An alle neuen Abo-Button smashen. Do it. Do it. Do it. Do it. Aber nicht wundern, wenn wir am Montag und Mittwoch nur Scheiß spielen. Vielleicht mal generell neu starten. Bitte war ja sauberst übersetzt. Was? Ja, ihr habt zumindest, es ist noch in Ordnung. Also fließen kann ich es noch nicht. Im Verstehen bin ich, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut, ohne dass ich viel nachdenken muss, weil ich den ganzen Tag eigentlich nur englische Videos konsumiere und so weiter. Aber im Sprechen bin ich nur sehr schlecht. Da habe ich eine Nullübung. Wann da die mit wem Englisch reden. I'm the King! Für den Anmeldebildschirm erstmal gleich spenden. Leute, Schluss mit Donations, please, stop it, das ist absolut ridiculous. Mir da Geld her zum Scheißen, währenddessen mir seit 2 Stunden und 7 Minuten in den Login-Bildschirm anstarren, okay? Please stop it! I'm the King, danke dir. Sphinx Mad Max, die hab ich auch übersehen, dankeschön. Ich kenne die, glaube ich, nicht erst seit heute. Sollen wir nochmal eine Raucher gehen, oder was soll man da? Ich weiß es auch nicht. Wenn wir nochmal in der Warteschlange an? Sind wir aber heute noch nicht. Sind übrigens, die Skills sollte übrigens jeder Gamer beherrschen. Freut sich ja der Willi. Was? Seht auf! Dem Login-Versuch zuzuschauen ist tatsächlich unterhaltsamer als der Landi. Das ist echt bitter. Es ist, weißt du, was auch krass ist? Ich habe eigentlich auf alle meine Streams, alle meine Videos, das ist so jetzt nicht irgendwie arrogant oder irgendwie sonst so ein, aber es ist halt nun mal so, ich kann es auch nicht ändern, eigentlich immer 99,9, teilweise 100% like Ratio. Immer. Das heißt, mir fällt auf, wenn das mal mehr wie 1 oder 2 Dislikes sind auf einem Video. Mit so 5.000 bis 20.000 Aufrufe. Das fällt mir einfach auf. Wenn da eine andere Zahl als 99, irgendwas dort steht. Alle Landi-Streams, alle, haben 97 oder 96%. Was
Natürlich ist es immer noch gut. Ja, das interessiert mich nicht, wenn da 10 gekränkte Idioten da haben, die sagen, ja, gesagt, mein Land ist schlecht. Und dann auf den Dislike-Button drücken und meinen, das interessiert irgendjemanden, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Aber trotzdem finde ich es interessant. Lies mal Steam-Bewertungen, Alter, ist genial. Was, wo? Von PoE? Soll man Steam-Bewertungen anschauen? Wie kann man das überhaupt schon bewerten? Das ist eine Frechheit. Wir tun denn so. Was wäre jetzt da eine schlechte Bewertung, dem kann auch schon wieder ins Hirn geschissen. Path of Exile 2, let me have a look. Sehr positiv. Warte. Gehen wir gleich mal. Ja, passt schon. Wo bin ich da? Ja. Ich lese ein paar vor. Erster. Der Jesus Chungus. Feels like the genre of ARPG starting to mean a lot of different things, much like Souls-like and Roguelike. I wonder if we could normalize Exile-like for ARPGs that follow the Path of Exile formula. Ist natürlich eine Anspielung auf den Ferguson, seinen superschlauen, ich habe ein besseres Spiel gemacht wie und das sage ich im Trailer schon. Sehr schön. Dr. Giadore. Bisher bin ich vom Menü recht begeistert. Der Spieletitel ist sorgfältig in der Mitte platziert, umschmeichelt von einem sehr gelungenen optischen Design. Das Hauptmenü von Path of Exile 2 setzt jedoch noch einen drauf und beeindruckt ihn mit einer dunklen, atmosphärischen Gestaltung, die die düstere Stimmung des Spiels perfekt einfängt. Der Hintergrund zeigt kunstvolle Animationen, die eine mystische Welt andeuten, und die Musik verstärkt das Gefühl von Abenteuer und Gefahr. Die Buttons fühlen sich beim Klicken gut an und reagieren hervorragend, aber nur der Enter-Button fühlt sich hervorragend an. Auch in den Optionen hat man sich mit liebevoller Aufteilung der einzelnen Tabs Gedanken gemacht. Die Menüführung ist intuitiv und klar strukturiert, sodass man schnell die gewünschten Einstellungen vornehmen kann. Jeder Klick auf die Buttons wird von subtilen Soundeffekten begleitet, die eine hochwertige Verarbeitung vermitteln. Besonders hervorzuheben ist die Anpassbarkeit. Selbst im Hauptmenü lassen sich wichtige Einstellungen wie Grafik, Audio und die Steuerung mühelos anpassen, ohne dass man sich durch mehrere Untermenüs quälen muss. Das Hauptmenü ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Spiel es schafft, den Spieler von der ersten Sekunde an in seine Welt zu ziehen. Ein Kunstwerk für sich. Wenn jetzt noch die Server zum Spielen online wären, wäre ich durchaus begeistert. Gibt's dem Mann einen Preis? Was geben wir ihm? Clever. Nein, nicht clever. Verhaltenes Klatschen. Schickimicki. Wow. Schatz. Tiefgründige Gedanken. Lustig. Poesie. Ich gebe ihm Poesie. Poesie soll er haben. Da, gib ihm. Preis verleihen. Über 500.000 Punkte. Alles klar. An unexpected disconnection occurred. Still having more fun than in D4. Das stimmt leider Gottes. Sollen wir mir auch mal eine schreiben? Das ist alles, was ich mir bis jetzt denke. Warte mal. So. Jede Rezension aus meiner Feder beginnt mit: Meine Damen, meine Herren, Menü. Empfehlen? Ja. Beste Rezension in my life drin. Muss ich selber lachen. Der Mietsman! Wärst du anders der Grab oder ist es schön das Licht? Ein bisschen was von beiden. Es ist, weißt du, was auch ganz krass dafür sorgt, dass alles vor allem am Rand außen so scheiße grau ist? Es ist die Spilling-Einstellung vom Greenscreen. Was soll das denn, dass man Stalker 2 auf MMO ja nicht mit PayPal zahlen kann? Was, ich habe auch mit PayPal gezahlt. Wird doch Zeit für Kreditkarten oder Bitcoin? Ja, Bitcoin ist eine ganz gute Idee. Vor allem jetzt, wo er bei 100.000 ist oder so. Richtig gute Idee. Bester Einstieg ever. So, ich weiß auch nicht. Sollen wir noch mal eine Rauer oder was? Mietsman, Kuss auf die Nuss übrigens, Dankeschön. Bürgers Lost Nockerl! Oh, leck, was für ein Nockerl, oder? Ein Lebernockerl oder ein Grillnockerl? Wann gibt's jetzt endlich mal rosa Bürger-Bitches-Shirts? Verdammt!
ist eine berechtigte Frage eigentlich. Das kann ich nicht mehr. Das ist ein absoluter Cash-Grab. Da fühle ich mich schlecht. Außerdem haben wir übrigens Meatsman. Wir haben ja anders Grab ist das neue wie heißt anders Grab ist das neue Schwanz. Haben wir das schon wieder vergessen, oder was? Der Pokal schreibt, ja, Dario ist fit, aber Frage, zockst du auch Indiana Jones, wenn es kommt? Jawohl, am Montag um 20 Uhr schauen wir uns einen Indiana Johannes so. Was der so treibt in seiner Freizeit. Wartet Guys, Server offen bald. Ja, wir warten schon. Haben wir Zeit? Also nochmal. Also vielleicht macht ja das gerade jemand zum ersten oder zum zweiten Mal mit. Ich glaube, ich mache seit über 15 Jahren, länger als 15 Jahren. Wann hat denn das angefangen? So Ende der 2000er, Anfang der 2010er mit diesen Online-Zwang-Games und so weiter. Ich glaube, ich habe das schon so oft mitgemacht, dass einfach gehypte Spiele mit Online-Funktion halt am Playday nicht spielbar sind. Es ist einfach so. Da ist auch GGG keine Ausnahme. Und dann kann ich, selbst dann, kann ich GGG, also den Entwicklern von Path of Exile, nichts vorwerfen, weil GGG kein AAA-Entwickler ist. Es ist halt so. Und ich glaube einer, dass die nicht mit wahrscheinlich 2 Millionen verkauften... Da ist was. Wo kommt denn jetzt das da her? Ah! Das PoE-Forum ist kaputt. Was ist auf X los? Gibt's da was Neues? Nö. Um 46, so vor 20 Minuten haben sie das gezwirbelt. Wie schaut's beim Hennomaten aus? Der fährt mit seinem Ding umeinander. Keine Ahnung, was er treibt. Die haben doch auch alle besoffen, wenn du mich fragst. Ja, müssen wir warten, das hilft nicht. GGG ist bestensfalls Double-A-Entwickler. Ja, hätte ich auch gesagt. Also da sitzen keine 1000 Leute an so einem Spiel. Oder 3.500, wie an Diablo 4, wo es geheißen hat, wie viele Leute das an Diablo 4 gearbeitet haben. Und für das, was da zu Release rausgekommen ist, war eine absolute abgrundtiefe Frechheit. Mittlerweile mag es schon ganz gut spielbar sein und es ist halt einfach ein Casual ARPG und es ist auch nicht schlecht. Ich habe da auch 250, 300 Stunden in Diablo 4. Aber man vergisst einfach ziemlich schnell, wie schlecht es am Anfang war. Und es war beschissen schlecht. Season 1 war schlecht, Season 2 war schlecht, Season 3 war schlecht, die habe ich gar nicht gespielt. Und seit Season 4 gibt's dann den ganzen Rework mit der Itemization und so. Und dann hat es langsam angefangen, Fahrt aufzunehmen, dass sich das Spiel einigermaßen gut anfühlt. Vor allem im Endgame. PoE ist noch immer besser als Diablo 4. Ja, es ist halt... Ich finde, dass man es pauschal so nicht sagen kann. Warum? Natürlich bedienen beide Spiele das gleiche Genre, aber nicht die gleiche Zielgruppe. Ich darf mich eigentlich schon als ARPG-Liebhaber bezeichnen. Ich habe Last Epoch gefeiert, ich habe Titan Quest gefeiert, ich habe Diablo natürlich gefeiert, Diablo 3 habe ich mit Abstand am meisten gespielt, Diablo 4 habe ich auch viel gespielt, ich habe auch 400 Stunden ungefähr in Path of Exile 1. Aber Path of Exile ist so fucking unique. Und mittlerweile nach über 10 Jahren, nach mehr als 10 Jahren, mit 4 Sacred, sehr schön, Mr. Schallers Hase oder wie auch immer, Sacred 1 und 2 habe ich auch gespielt, waren aber leider Gottes nicht so gut, war okay, aber nein, kann nicht mithalten mit den anderen. Aber ist ja vollkommen wurscht. Aber PoE 1 ist so fucking bloated und so riesengroß. Da kämen 4 Seasons im Jahr. Und anders, als man das von Diablo 4 gewohnt ist, da wo der behinderte Battle Pass hingerotzt wird für irgendeine Scheiße und eine Season Mechanik, da wo ich sage, Mechanik wo? Hä? Verstehe ich nicht. Kommt halt einfach bei PoE eine Season in einem Umfang, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist wie ein Add-on. Meistens. Es kommt bei PoE, ist der Zyklus immer so, alle 3 Monate eine neue Season und einmal kommt eine kleine Season und dann eine große Season. Kleine Season, große Season. Das heißt, einmal ein kleines nice Feature, ungefähr dann vergleichbar mit den Features aus Diablo 4, da wo ich sage, wow, da habe ich jetzt irgendeinen Fledermaus-Scheiß und dann kann ich da irgendwelche zusätzlichen Dinge einskillen, ja, wow, richtig rausreißen und das Gameplay verändern tut das jetzt nicht. Und das war's halt dann. Also absolut stinklangweilige Scheiße, muss man einfach so ehrlich sein. Und bei PoE 1 kommt halt da zum Beispiel was wie
Ja, leck, ich weiß nicht mehr, was ich da aussetzen soll, weil es so viel gibt. Ich kann es nicht sagen. Es ist zu viel. It's too much. Und genau darum kommt jetzt Path of Exile 2. Und das ist eine neue, aber ein bisschen eine vereinfachte Version mit sehr vielen Mechaniken, aber weniger natürlich wie es eins, aber sonst darf das wieder keiner spielen. Und es soll angeblich bei weitem zugänglicher sein, was nicht schwierig ist, weil PoE 1 ist utopisch. Das ist einfach utopisch. Was du als Neuankömmling, wenn du nicht Bock hast, erst mit 200 Stunden Guides zum Schauen, hast du keine Chance. Weder beim Craften, noch bei den Mechanics, noch bei irgendwas. Du schaffst noch nicht mit Kampagne. Selbst die ist schwer. Und da gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Da kommt nämlich der Boss einfach und dann heißt du, bist stark genug oder nicht. One-Hit-Out. Was tust du dann? Kannst du Pfotzen ans Tisch hauen. Das ist halt in Diablo nicht so. Aber Diablo will auch kein Path of Exile sein. Das muss man dem Ganzen auch lassen. Wenn du der, weiß ich nicht, 40-jährige Familienvater bist mit 8 Kindern und die alle um 10 Uhr im Bett sind und du nur eine Stunde am Tag Zeit hast zum Zocken, dann spielst du Diablo. Wenn du ein kompletter Psychopath bist und mit deinem Leben sonst nicht recht viel anfängst, spielst du Path of Exile. Was sagt mir das jetzt, dass beim Niederbayern von Welt im Stream zu Path of Exile 2 über 1000 Leute im Stream sitzen? Ich mag's gar nicht wissen. Der Benzi schreibt, Birger, eine meiner neuesten, liebsten Mechanic Seasons war das mit den Heasts. Heasts zum Beispiel. Ja, das ist schon allein was, das ist so komplex, das ist das Heast-System, dass das allein schon gelangt, um Diablo 4 Endgame zum Start zu sagen, was soll das sein, Alter? Was soll das sein? Verstehe ich nicht. Hä? Ich habe jetzt noch Keys und die kann ich machen, das war's dann. Und alles, was ich dann kriege, sind dieselben Legendaries, die ich schon seit 60 Level kriege, bloß mit einem höheren Item-Level. Was du mich kannst, Mr. Diablo, fuck off. Und jetzt soll ich da 28.000 Mal den scheiß Duriel-Trottel farmen, damit ich irgendein Unit kriege, das mir dann 10% stärker hab. Und der Skill-Tree in Diablo ist eine Beleidigung meiner Intelligenz. Tracks Update! Wo? Achtung, we have a look. Halt, stopp, erstmal mal den. Goddammit! Na gut, ist nicht gegangen. Aber wir schauen mal, Achtung, wir lesen mal wieder miteinander. Simon, merci für deine 50 Monate. Servus Birger, sorry, war noch unterwegs. Ja, hast nichts versäumt, außer mittlerweile 2,5 Stunden lang einen Login-Bildschirm anschauen. Muss auch sein. Das ist der beste Stream ever. Lustigerweise habe ich heute tatsächlich Spaß dabei und ich habe keine Ahnung wieso. Das ist schon irgendwie suspekt. So, schauen wir mal, was da los? Database Charts, das haben wir schon postet. While, da haben wir vor einer Minute, while our backend engineers and server administrators are hard at work fixing the problem, we just wanted to put a message out there to thank them so much for everything they are doing. They have been tasked with a nearly impossible feature and have been up all night. All night now into the morning. Their resilience and commitment to ensuring the realm is stable and provides the best experience for the players is nothing short of admirable. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. We couldn't ask for a better team. Thank you very much and please keep sending them your support. Glaubst du, dass das jemals irgendein Ubisoft, Activision oder sonst ein CEO getwittert hätte? Kriegt der Herzl. Ich übersetze, oder ich versuche es grob zu übersetzen. Eine Backend-Ingenieure und Administratoren sind schwer am Arbeiten und sie wollten einfach nur mal die Nachricht rausbringen und denen zu danken. Die haben den ganzen Tag schon unterwegs, die ganze Nacht schon und das jetzt bis in den Morgen hinein. Sie werkeln an dem ganzen Ding und überhaupt sowieso, damit uns die bestmögliche Spielerfahrung liefern können, die irgendwie möglich ist. Vielen Dank und please keep sending them your support. Und sollen wir ihnen schicken. Sollen wir ihnen Support schicken. Schreiben wir Antwort hin. Menü! Antwort! Alter, der Maulbirger. So, haben jetzt eigentlich alle Neuen schon mal auf diesen Abonnieren-Button gedrückt? Haben alle eigentlich schon mal auf den Like-Button gedrückt? Nur Danksagung an die Servertechniker. Ja, kann ich auch mal vorgelesen. Spirit Bomb posten. Wir sprechen den Akzent dieses Bieres. So, wer fragt da irgendeine Frage, welchen Akzent sprecht ihr hier? Mr. The Best for You.
Das ist kein Akzent, das ist ein sogenannter Dialekt. Akzent ist, wenn ich Hochdeutsch spreche und du mein Niederbayerisch raushören kannst. Bitte sorg dafür, dass ich nie wieder so schmatzen muss. Please don't. Niederbayern, um genau zu sein. Der Dialekt der Säufer. Pro-Gamer und Säufer. Ich traue mich nach dem letzten Mal gar nicht donaten. Bernie, jetzt ist generell einmal ruhig. Ich weiß sowieso nicht, was das heute soll. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich bin zu meiner Belustigung da und nicht zu einer. Es ist freitags. Achtung, Skeps! Achtung, Skeps! Verbinde zum Anmeldeserver. Mehr ist nicht durchgeschlagen, schauen wir mal. Rolli! Kuss auf die Nuss! Kuss auf die Nuss, Rolli! Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe die Ehre, Rolli. Wenn ihr mitmacht, ist eine Kackfrisur. So schauen wir aus. Scheint nichts zu gehen, Kinder. Ah! Authentifiziere Benutzer. Und weißt du, was der jetzt sagt? Wenn wir jetzt wieder irgendwo bei 20.000 sind, dann sprinten wir alle unfassbar schnell und rauchen wir eine. Bis dahin ist der Counter herunten und dann wird hier reingebrügelt. Ja? Dann schmeißen wir die Brügel rein. Mit Anlauf. Der Devil Driver Mike schreibt morgen Vormittag weiter. Ich habe überlegt, ob man mir morgen, es kommt jetzt ganz drauf, wo es läuft. Mein Problem ist, wenn ich das ganze Wochenende, ich bin kein Fulltime-Streamer, wenn das ganze Wochenende mit dieser Stimme spreche, wie ich es jetzt die letzten 2,5 Stunden tue, das geht schon mal, dass das 4 Stunden, 5 Stunden sind, aber wenn ich das 2, 3 Tage hintereinander mache, dann kann ich nächste Woche nicht mehr sprechen. Hatten wir bei Diablo 4. Das machen wir. Oh. Das machen wir nicht nochmal, wollte ich damit eigentlich sagen. Birger, seit 2020 dabei, aber jetzt mal richtig. Rolli, Zeit ist wann. Merci dir. Na, jetzt nicht. Wir fangen jetzt nicht wieder an, alle in den Vollbier-Squad beizutreten, bloß weil einer angefangen hat. Kruzifix nochmal. Moment, ich muss mich schnell einloggen. Okay, jetzt kommst du wieder. Gute Frage! Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe die Ehre an die gute Frage. Wenn ihr mitmacht, ist eine schlechte Frage. Die Verbindung wurde unerwartet unterbrochen. Das gefällt mir alles gar nicht da. Warum ist in Frankfurt immer so weit hinten dran? Müssen wir wieder zu Amsterdam wechseln? Oh, da haben schon wieder die ersten, in der Warteschlange, Kruzifix. Schreibt mal eine Position in der Warteschlange und Bindestrich dazu, ob sie schon was bewegt oder nicht, oder ob es einfach steht. Ah! 15K55! Das wird jetzt wahrscheinlich wieder eine Zeit stehen bleiben und dann fängt das Oberticken an. Freunde der Sonne, was ist bei mir währenddessen deren? Wir gehen jetzt nochmal schnell an die Rauche. Ha? Holt euch was zum Trinken, geht's zum Pissen, geht's scheißen, was weiß ich. Oh, sie bewegt sich. Aber langsamer. Ziemlich viel langsamer. Aber sie bewegt sich. Wir ziehen wir 5 Minuten an Zigaretten, dann bin ich wieder da. Das muss jetzt turbomäßig gehen, außerdem brauche ich was zum Trinken. So. Schneller. Komm gleich wieder. Die 6 von der Weiden, wenn es weitergeht. Die kommen gleich wieder. Da haben wir erst bei 9000. Komm ich noch weiter rauchen. Komm gleich wieder.
Hab ich bloß ein paar Mal angezogen. Ah, der Warteschlange zieht auch! Rausgeflogen und wieder 10.000 drauf. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt dann geht. Chillen wir mal. Stress pur, Basti Hero. Du sagst es. Sphinx Madmax! Hoppla, hab ich hergehabt, Entschuldigung. Und ich hab's heute auch schon gesagt, reg dich nicht auf und nimm's einfach. Warum denn? Ich tue überhaupt nichts. Ich sitze bloß da und laber irgendeine Scheiße. Shark bei 1200, der Tracy bei 1200. Hund, hast du inhaliert? Ich hab bloß ein Viertel geraucht. Ich hab's auch, weißt du eh. Da, das Sphinx Max hat mir gerade eine Schachtel geschenkt, die ist gleich wieder herin. Bene, merci für 50 Monate, was ist denn mit dir eigentlich? Baumschuhe! Da kommt der Jasper. Du warst doch auch schon, warst du nicht auch schon mal Mitglied? Dein Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie kommt mir dein Name bekannt vor. Jasper Crew! Kuss auf die Nuss! Welcome to the squad, abbauen, Mr. Jasper. Habe die Ehre, wo halten meine Schuhe jetzt eigentlich hin? Weiß ich nicht, scheiß auf Schuhe wieder. Wer braucht Schuhe? Der Benzi-Frau, Birger, wird es eine Gilde geben? Das ist eine gute Frage, gibt's Gilden? Im Monster hat es Gilden gegeben, ob es im Zwarer schon Gilden gibt, weiß ich nicht, aber ja, können wir drüber nachdenken, why not? Mein Download ist auch schon bei 97%. Der Dengeling! Schau hier! Es wird schon. Jetzt schauen wir mal, vielleicht läuft es jetzt besser, schauen wir mal. Jetzt schaue ich noch mal kurz eine Aktualisierung auf Exo, was da so los ist. Haben wir noch mal was Neues? Nein, hier haben wir noch hingeschrieben, Menü. Sonst steht nichts Neues da. Was haben wir da? So, 9! Da haben wir uns auch eingelangt, dich Volldepp. 5! Ja, Gilden gibt's. Ja, können wir uns überlegen. Gute Lust habe ich und das hauen wir nächste Woche irgendwann im Stream rein, weil anscheinend findet Let's go! Schauen wir mal, ob es wieder abkackt. Criminals! Junkrat! Your LKS! sentence Was is ist denn to jetzt be wieder? hanged from the neck until dead. Der Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung ab. Nein! Weil ich ihn wieder umeinander tröten muss. Mr. LKS und Mr. Junkrat, Kuss auf die Nuss. Welcome to the Chunk. Irgendwas wollte ich sagen, mein Hirn ist überfordert, Alter. Danke für eine Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss. Begrüßt den auch, Leute. Haben wir schon wieder draußen. And it's gone. Ganrim! Als Schönraumer Weihnachtsbier schmeckt da. Es ist aber, glaube ich, so ein verzwickter Trick, dass ich quasi Werbung für Sachen mache wahrscheinlich. Das ist mir scheißegal, Alter. Dass da jetzt irgendjemand zum Edeka fahren und dass ich ein Schönraumer Weihnachtsbier kaufe. Weil ich sage Schönraumer Weihnachtsbier. Der Birdlike ist auch wieder rausgeflogen, auch rausgeflogen wegen Zeit. Birges Busenbude Crew. Bei Henno geht's und bei dem depperten Jesse. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die einen VIP-Zugang haben. Ja, es gibt VIP-Zugänge. Oh ja, tatsächlich. Das ist Arian Spade. Ist einer der größten Hand of Blood Spade. Er ist ein Ingame. Ja, das sind lauter Leute mit über 5000 Zuschauern. Da 9000, 55.000 beim Henno, 14.000 beim Jesse, was ich beim besten Willen nicht verstehe. Es gibt ein paar so Leute, da verstehe ich einfach nicht. Und 60.000 beim Scissoran. Und die haben nicht alle drin. Da ist allerdings auch eine drin, die hat 400 Zuschauer. Da muss ich mir nochmal. Nein, es gibt keine Whitelist. Ja, weißt du das? Weißt du das? Hast du gefragt? Birger, endlich Ingame Charakter stellt. Birger so, schöner Cliffhanger. Leute, wir sehen uns Montag 20 Uhr Stream offline. Komm passieren. So, ich probiere jetzt einmal wieder hin über Paris. Oh! Okay, das ging schnell. Schloss der Dame! Merci wieder 1 Euro. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt mit der Umeinander-Donaterei. Kruzifix nochmal. Du hast ja auch nicht wenig. Zuschauer? Ja gut, das stimmt. Aber ich bin so jemand, der schreibt da nicht leider so wie, hey, kannst du mir einen Key geben? Kann ich da auch bitte die Extras genießen wie alle anderen?
Das tue ich halt nicht, habe ich auch noch nie da. PoE-Website ist auch offline. Ja, das aber schon seit über den ganzen Tag, glaube ich, wahrscheinlich sogar schon. Sagst du nächstes Jahr eigentlich Indiana Jones? Wieso denn nächstes Jahr? Am Montag ist Indiana Jones Zeit, Freunde der Sonne. Indiana Jones und der große Greif erscheint am Sonntag. Und wird natürlich dann am Montag sofort in den Stream reingeschissen. So, Warteschlange, next please. Haben wir schon wieder bei 8-2-8-1. Das geht eh zackig, schauen wir mal. Aber wenn die anderen schon vor allem wenn es in-game sind, also nicht bloß bei der Charakterauswahl oder Charaktererstellung oder sonst irgendwas, sondern wirklich schon in-game rumlaufen, dann heißt das, könnte gut aussehen, du, könnte gut. Blattlag schreibt, Pierre, probiert Paris. Ich habe vorher bei Frankfurt das gleiche gehabt, Paris läuft bei mir. Ja, bei Paris war ich jetzt also sofort in der Warteschlange. Also klickt, zack, sofort Pop-up auf. Mit Warteschlange haben wir eh schon wieder drin, 6600. Ups, sagt man nächstes Jahr erst. Nö, Sonntag ist Release. Wünsche euch allen eine angenehme Nachtruhe. Herr Horensau wünsche ich Ihnen auch. Was ist denn jetzt wieder? Ist es jetzt Member Freitag oder was ist denn? Mike! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Sagst du mal Mike einen schönen Grüß. Da, das was der Elsa sagt, alle guten Dinge sind 3. Ist richtig. Titten, Gockerl, Bimsel. Paris haut hin, Mailand und Frankfurt ging nicht. Ist auch irgendwie komisch, dann haben das ist ja einfach nur ein scheiß Gateway. Steht zumindest dort, who knows. Die Frage ist jetzt allerdings, vielleicht haben sie ja doch Server. Hast du dann deinen Charakter auf dem Pariser Server und musst dann ewig mit dem schlechten Ping spielen? Oder kannst du einfach dann mit Frankfurt connecten und hast du deinen Charakter auch? Weiß nicht, ich weiß nicht. Daniel! Meine Freundin hat gesagt, du sollst mal wieder was Gescheites spielen. Aber das ist ja nur Ahnungslose. Ja, schau her. Gut, so brauche ich gar nichts sagen dazu. Hast du ja alles gesagt, was du wissen musst. Ja, Meier, merci dir. Nein! Das gibt's ja, da muss doch die anderen auch raushauen, wenn da alles Erwartungsarbeiten ist. Grüezi, fix nochmal! Ha! Die hat's auch rausgehauen. Da, Frankfurt, der Typen hat's rausgehauen, der war schon in-game. Jesse Sepp. Ja, ist auch raus. Der war auf Mailand, es hat alle wieder rausgehauen. Ah! Dann gehen wir wieder, aber lassen wir mal. Das ist ja scheißegal. Es ist im Grunde ja scheißegal. Nehmen wir mal. Oh, also 286 gepingt, nicht der 26. Was haben wir denn da? Amsterdam. Verbindung wieder unterbrochen. Ja. Mitten in der Charakterstelle. Ja, also kannst du vergessen. Mr. Wichtig, bin auch raus. Also wo? Aus der Queue geflogen oder aus dem Stream raus? Alle Server brennen, also wurscht. Ich glaube, es gibt da nicht so wirklich verschiedene Server in dem Sinn, sondern im Prinzip eine Serverform, die einen großen formen. Aber wenn halt da irgendwas schief geht, wichst alle aus und ich glaube nicht, dass das in den nächsten Stunden noch zu regeln ist. Also das Allerschlauste für alle jetzt außer mir. Ich bin schon noch eine Zeit da, so ist es nicht egal, ob es geht oder nicht. Ist wahrscheinlich spät einmal schlafen gehen, morgen um 7 in der Früh aufstehen, los geht's. Der Trix schreibt auch was Interessantes. 48er Ping in Paris geht schon klar. Ja, natürlich. Natürlich. Ist aber bloß Gateway. Die Charaktere sind zentral gesichert. Ja, dachte ich mir. Also ist. Und im Prinzip ist es wurscht, wo man connecten, wenn du da jetzt reinkommst, umso frustrierender ist, wenn du mitten unter dem Spiel bist. Stell dir vor, du bist der random most lucky guy auf dem Planeten. Und dir droppt das Ultra-Todes-Unique auf Level 1. Und dann kannst du es nicht zusammenklappen, weil es vom Server haut. Sehr gut. Sehr gut. Au weh. Oh, das schaut nach einem Full-Crash aus, Freunde der Sonne. Da tut sich gar nichts. Probieren wir es nochmal so, vielleicht geht es noch besser. Stellte sich heraus, das ging nicht besser. So, warum habe ich da einen Jesse da? Das weiß ich nicht. Ich will es nicht sehen. Quick. Go away! Ansonsten gibt es so keine neuen Nachrichten. Die letzte ist von vor 38 Minuten und die anderen von vor 20 Minuten. Backend Engineers thanking. Tja! Der Geinerim schreibt, Wackerwerbung, aber das beste Bier aus dem Berchtesgadener Landkreis, nimm's und fries.
Das war ein Gaudi, du Zipfel-Adam. Kein Reden, merci dir. Charaktereinstellung fertig gemacht, dann rausgeflogen. Ja, also wird's alle geben. So, ihr Schluffis, bis die Tage. Herr Toto, hauen Sie rein. Der Huntsman, Blätschmalz for life. Es ist ja im Prinzip kein Blätschmalz. Es ist ein gemeinsames Leiden. Und unendlich spielen wollen. Aus Sis Löwensee, habe ich der Intonation-Spiel nicht gelesen. Wo bist du denn wieder? Scheiße, ich habe ja was singen. Jetzt dann mich auf damit. Ich kann nicht aufpassen. Ich muss mich einloggen. Warte schnell, ich lese gleich. Aber noch schnell. Nein, tut sich gar nichts. Beikommt immer Konto erstellen. Steam Path of Exile Konto. Und dann bricht es wegen Zeitüberschreitung ab. Haben wir mir jetzt da, hat das sonst noch irgendjemand gehabt? Schreibt das mal in einen normalen Chat rein, dass die anderen Leute das auch lesen können. Nutze die Schwarmintelligenz. Nutze die Schwarmanwesenheit. Ich hätte nicht sagen sollen, dass sie Leute ins Bett schleichen sollen, weil das da heute sowieso nichts mehr wird wahrscheinlich. Jetzt sind nämlich einfach instant 100 Leute gegangen. Ja, it is what it is. Birger, spür ein bisschen TFT beim Warten, so ist wenig zu tun, da kannst du mal mit dem Chat reden, das stimmt. Wenn Sie weißt, was wir jetzt erklären, ihr müsst mir dann im Chat voll spammen, ist wurscht, Warteschlange geht so schnell runter, wenn wir jetzt da 5.000 sind oder 20.000, ist sowieso scheißegal. Was wir jetzt erklären, spammen wir runden TFT. Du musst ja die 500-Euro-Version kaufen und kommst gleich rein. Ja, das bezweifle ich. Patrick! Und wir warten und wir warten und wir warten. Es gibt Update auf X. Ich hab da gerade geschaut, jetzt ist fix. War ich wieder zu schnell. Da war ich wieder zu schnell. Oh, ich muss vorlesen. Jetzt ist fix, ich brauche einen scheiß Stream Deck-Button. So, da haben wir. Vor einer Minute. We've run into same symptom again with a different problem. We are working on fixing it again, but regrettably every time this happens, we have to restart and wipe the databases to prevent them getting into bad or corrupted states. We'll have a fix out as soon as we can. Thank you once again, and more updates will follow as we learn more. Ja, sie haben die gleichen Symptome mit einem anderen Problem. Sie arbeiten bereits dran, aber jedes Mal, wenn halt dieser Scheißdreck auftaucht, müssen sie die Datenbanken löschen, damit da nichts irgendwas kaputte Sachen rauskommen, weil halt einfach Leute werden connecten, ausfliegen und lauter so ein Scheiß. Und as soon as they can fix it, sie werden es tun. Sie werken immer noch dran. Jetzt halt drauf gesmashed und dann der Riesung. Schalten wir mal da um. Also jetzt der mal runden TFT. Ja, irgendjemand von euch muss auf dem zweiten Monitor nur ein Henno seinen Stream aufhaben oder irgendwann. Sobald der connecten kann und in der Warteschlange landen, möchte ich hier den Chat zugespammt kriegen. Dankeschön. Oh, der YBO macht uns einen PoE 2 Ticker. Press F in YBO! Los! 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 So, der Bertmann schreibt, ich bin bis zum bitteren Ende zocken nebenbei und das ist eine gute Unterhaltung. Siehst du das? Ich hab lustigerweise auch Spaß. Frag mich bitte nicht warum. Und übrigens auch an alle anderen, die da einer spammen, die Fs sind für alle. Ha? Wir haben jetzt eine neue gewonnene Muschi-Gesellschaft. Bei uns gewinnt jeder. Mandal, Weiberl und alle dazwischen. So, Freunde der Sonne, jetzt spielen wir runden TFT. Weil warum nicht? Da will wir zumindest irgendwas gespielt haben. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, um 12 geht das auch noch nicht. Aber wir werden sehen. Ihr könnt's mitspielen, wenn Sie möchten. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie ich das da darstelle. Moment, das muss ich jetzt so machen. Jetzt mal so warten. Lömse! Bei mir kommt keine Warteschlange, Anzeige nicht, sondern immer, ich muss ein Steam Path of Exile Konto erstellen, um mich über Steam anzumelden und bricht halt dann wegen Zeit. Aber das ist aber... Hä? Kann ihm da mal aus dem Chat irgendjemand mit diesem Problem helfen? Ich weiß nämlich gerade nicht, wie... Ich glaube aber nicht, dass das ist. Ich könnte mir vorstellen, man kann sich auf pathofexile.com, also auf der offiziellen Seite bei Ihnen registrieren. Ganz normal. Und mit diesem Account da dort kannst du dein Steam-Konto verknüpfen. Das ist das einzige an Verknüpfung, was ich weiß. Das habe aber ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Darum... weiß ich nicht so ganz, was ich dir da jetzt am besten für einen Rat gebe. Vor allem, wenn das so wäre, deswegen sage ich das, wird das extrem dumm und schlecht, weil Path of Exile Website im Moment
is temporarily unavailable. Was man übrigens schön sagt, wenn ich da eine tapp, dass ich ein Flashbang ins Gesicht kriege von einem weißen Monitor. If you know what I mean. Steam-Anmeldung bei PoE 2 Early Access funktionieren derzeit nicht, weil die Website down ist aber eigentlich bekannt. Ja, okay. Das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Aber wieso muss er das machen und ihn zum Beispiel nicht? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Leute gemacht haben, die es auf Steam gekauft haben. 5 Noob-Sekunden, irgendjemand hat gefragt, was heißt TFT? TFT heißt Teamfight Tactics. Ist ein Spiel aus der League of Legends, aus dem League of Legends Universum, aber hat nichts mit LOL zum tun, also League of Legends, LOL. Hat nichts mit LOL zum tun, was bei vielen sehr verhasst ist, bei sehr vielen aber auch geliebt. Und die wissen nur noch nicht, dass sie es eigentlich hassen. Und jetzt probieren wir da mal. Und das können wir halt spielen. Kostet übrigens nichts, keine Ahnung. Ja. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ihr schickt mir einen Friend-Invite, dann könnt ihr mitspielen. Da die sagen. So, den nehme ich jetzt einmal an. Das ist der Waifu-Material. Ich gehe jetzt da mal pass auf TFT. Wir spielen mal Hyper-Roll. Ich spiele keine normale TFTs, weil die dauern mir zu lang. Das ist ein bestimmter Spielmodus in dem Ding. Und das kann ich euch da jetzt nicht sagen, weil das so ein behinderter Launcher ist. Kann ich das irgendwie sagen? Warte mal. Fensteraufnahme. Ist da irgendwas, was kann, was angeht? Nö, interessiert mich nicht. Machen wir LOL Launcher. Kann man den irgendwie. Ja, LOL, tatsächlich. Das geht aber schnell. So. Das machen wir jetzt. Das ist halt der LOL Launcher. Den haben wir jetzt, was weiß ich, wo wir den dabei her, denn das ist mir jetzt wurscht. Den nehmen wir dabei daher, der wird nicht größer, Kinder, der wird nicht größer, wir sehen nichts. Ja, ist mir schon klar, ich habe nicht gewusst, dass man einen Launcher abfilmen kann. Ich weiß nicht, wie man da einen Friend-Invite schickt, nach was man da sucht. Kühlschrank. mein Summoner-Name ist Kühlschrank. Senden Sie mir einen Friend-Invite. Wer beitreten möchte, könnt ihr mitspielen. Wir haben einen Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Da haben wir einen Friend-Request, da haben wir einen Shadowrunner. Das ist definitiv einer von da. Und normalerweise müssen wir eigentlich einfach joinen können. Nochmal ein Friend-Request. Die Isha. Den Isha, das Isha, wir wissen es nicht. Und ich kann immer wieder mehr austappen und da tut sich auch noch nichts. Fuck, ich darf mitspielen, aber 100 Leben im Ranked TFT in 5-5. Was? 100 Leben im Ranked TFT in 5. Ach so. Ich hab kurz gebraucht. Entschuldige, Herr Benzi. Hätte mich wieder als Kacknoob geoutet. Über Schoß geschlagen hat. So, nochmal 2 Friend Requests. Der Klasivo und der Blackhawk. Schönen guten Tag. Könnt ihr da nicht einfach beitreten? Weiß nicht, Digi. Mach Community Aram. 5 vs 6. Machen wir Aram. Geht das? Warte mal, das ist ein Spezi von mir, der muss mitspielen, der ist in meinem Team. Das ist mit. Ist eine Close Party, das heißt, man kann nicht beitreten. Okay. Chillt's mal. Haben wir Bock auf Aram? Ja, 5. Ja, dann der mal Community Aram. Wie macht man das gleich wieder auf? Wir gehen die Random Games auf. Weiß ich nicht mehr. Play. Aram. Summoners Rift, Ranked Flex, wie kommen das, how? How is this possible? Hast du ausgestellt, dass man da joinen kann? Habe ich ausgestellt, ich weiß nicht, wie man es einschaltet. Oben rechts, was oben rechts? Oben rechts, please help, das habe ich das letzte Mal gemacht, keine Ahnung, Mann, das sind Einstellungen, die interessieren, glaube ich, keinen. Keine Ahnung, aber ja, oben rechts oder freies Game. Bin ich behindert? Wo ist ein freies Game? Quickplay, Draftbreak, Ranked Flex, Aram ist noch da, Teamfight Tag, bin ich besucht oder was? Join Custom, Create Custom, da haben wir's! Birgers, Busenbude, Team Size 5, Passwort optional, Game Type, Draft all random, Allow Spectators, alle ist mir scheißegal, Blind Pick, Draft Mod, Tournament Draft, Bridge of Progress. Ist das Aram-Ding? Weiß ich nicht. Das Passwort ist Bier. Ja? Also ihr kennt das freie Game, ihr braucht es mir doch nicht in die Freundesliste adden und sonst Scheiße, ihr könnt es einfach joinen. Passwort ist klein geschrieben Bier. Einfach B-I-E-R. Falls irgendjemand nicht weiß, wenn man Bier schreibt. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert da. Kann ich einen Max in? Ja. Zu mir umgehen. Los. Jetzt schauen wir mal, ob da überhaupt jemand reinkommt.
Das Spiel heißt Birgers Busenbude. Da, Seidel ohne Beidel. Der ist definitiv aus dieser Community. Wo war denn sonst her? Ah ja, bloß Level 954. Der kann mit Sicherheit nichts. Der Shadowrunner ist auch dabei. Jawohl, lol, bin 10 Sekunden hinten gewesen im Stream. Ja, ich kann ja mit dir so schmerzen, falls du jetzt zuschaust. Mr. Mystified ist immer eine Verzögerung von auf YouTube von 10, 15 Sekunden. Nix über Holz in Weiten. Haben wir schon ein Problem. Wir sind die ganzen Ultra-Todes-High-Leveler da auf dem anderen Team. Da, wir haben ein Waifu-Material. Der jetzt ist stabilo. 744, jetzt ist stabilo. 3 Platz haben wir noch. Klassivo, Waifu! Verräter! Und der andere hat einfach 308 Ranked Plays und ist Silber 2. So gut kann er nicht sein. Was haben wir da? Wir haben wieder einen Bronze dabei. Der Blackhawk. Wir haben Feuerhammer! Ja gut, dann spielen wir. Warte, ich probiere nochmal schnell connecten. Ja, passt. Jetzt mal, wenn ich stirb. Schaut gut aus. Kindred. Da kann man nicht mehr rerollen! Heilige Scheiße, what? Warte, ich muss Blitz einschalten. Ich Blitz einschalten, damit nichts passiert. Na, was haben wir da noch? Ein Timo, ein Besser, viel Spaß mit der. Was hat denn der Gegner? Ob's will den Ratz wer? Welchen Ratz? Der Timo ist ein guter. Ja, nein, ist eigentlich nicht. So, jetzt passen wir auf. Waifu is my boy. Ah, Melli. Wir werden ihm sauber in den Arsch treten. So sieht's aus. Schauen wir mal. So, was tut sich bei PoE? Weiß ich nicht. Also übrigens, ein Spiel, das LOL-Spiel jetzt, was wir da machen zur Gaudi nebenbei, wird instant abbrochen natürlich, sobald PoE gehen sollte. Das ist ja klar. Oder ich stehe dann einfach AFK dabei rum, bis was geht und dann sehen wir schon. Der hat sich jetzt extra geschickt, dass er mitspielen kann. Ja, der Daddy ja, ist ja klar. Der eine ist Emerald 3. Haben wir schon Diamonds verrammt, da warst du noch. Da hast du noch. Weißt du selber, was es ist. So, jetzt muss ich bloß schon schauen, dass ich da nochmal. Warte mal. Da muss ich nochmal eine Szene einfügen. Da machen wir LOL. Bestimmtes Fenster erfassen. Was haben wir da? Ist das der kleine? Funktioniert das? Sagt ihr was? Nö, warum denn? Ach, das ist ja, was ist denn das wieder für ein Bullshit da? Ach Gott, sie fix. Warte, dann muss man so machen. So machen. League of Legends Client. Funktioniert das? Oh ja, funktioniert. Moment, ich muss noch oben schirmen. What's of me? What's of me? So, ich bin da. So, ansonsten wird jetzt da nicht lange umeinander pöbeln. Wo bin ich? So, Kindred. Wer LOL nicht kennt, dem kann ich jetzt auch nicht helfen. Wir sind quasi, ich bin ein Kindred. Die kann schießen. Die anderen schlägern da vorne schon. So, das sind wir 5, das sind unsere Gegner da hinten und jetzt haben wir alle auf derselben Lane und pümmeln wir da irgendwie rein. Wen killen wir als erstes? Ich sage einen Sinst, weil der behindert Vierer läuft. So, da kannst du gleich mal aufs Maul haben. Nein, nein, so nicht. Flash aus der Zicke, ihr Zigeuner. An mein Team, ich bin der Bait. Ach du Scheiße. Na, Mr. Sinch, so nicht. How about no? Rein ins Getier! Kill Nummer 1. Kill Nummer 2. Schneeball verschmissen. Vier 2 steht's. Sauber verrannt, Kinder. Sauber verrannt. So mag ich das. Die machen wir fertig. Sänger Karl Ansänger die. Karl Ansänger die. Blackhawk, nicht so greedy, nicht so greedy. Natürlich schmeißt er mich. Wen auch sonst, den kill ich noch. Doch nicht. Ich hab doch gesagt, dass ich der Bait bin. Achtung, 5 Noob-Sekunden, was bedeutet Bait? Ich bin der Köder. Alle wollen natürlich mich umbringen, ist ja klar. Ist ja klar. Und schleiche mich von hinten gekonnt. Oh, schieße mit Fresse und killen ihn. So sieht's aus. Da oben in die Starren ist noch jemand drin. Oder auch nicht. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Last Hitten nicht vergessen. Ich glaube, ich darf mal schleichen, sonst bin ich bald tot. Birg ist der Masterbaiter. Mit Anlauf. Oh, ich muss eine Bananen auswählen, wenn wir killen. Wer ist der nächste? Urgott ist der nächste. Urgott, du musst sterben. Siehst, ihr Arsch kommt auf meine Liste. Oh, das hätte ich nicht da sein. Das hätte ich nicht da sein. Ja, war gar nicht so schlimm.
Ich hasse der Kindred die Ulti übrigens. Wer LOL kennt, weiß, von was ich schmerze. Ansonsten, wir erklären das jetzt jemandem, der LOL nicht kennt, was ich da tue. Jeder Held hat 4 Fähigkeiten. 3 Standardfähigkeiten und eine Ultimate. Eine ultimative Fähigkeit. Die ist natürlich stärker wie die anderen. Die 3 normale kannst du immer hernehmen. Je nach Held heute, jeder kann was anderes. Schaut jetzt sehr chaotisch aus, aber... Oh shit, oh shit, oh shit. Man levelt mit der Zeit, man kriegt Gold, wenn man Gegner killt, wenn man Mobs killt. Oh, oh, oh. Ich bin ein... Jetzt muss ich mich da kurz... Ja, natürlich... Ja, das glaube ich nicht. Ihr müsst es Sinst. Killt's mal den Sinst! Wie man sagt, ich hab nicht mehr recht viel Leben. Nein, der Urgott frisst mich! Jetzt hat mich der Urgott gefressen. Naja, gut. It is what it is, was soll ich machen? So, dann stirbt man. Dann ist man ein paar Sekunden lang tot. Währenddessen kann man für sein Gold Sachen kaufen, Items kaufen. Die werden da vorgeschlagen, ich denke da nicht lang nach. Einfach irgendeinen Schund kauft, wird schon passen. Paris geht! Moment. Moment! Frankfurt scheint auch zu gehen, hab schon gesehen. Warte lange auf, Paris geht, weiter geht's, top. Ich probiere mal Frankfurt, wenn das nicht geht, schalten wir auf Paris um. Scheiße, das war übrigens ein Top. Wir haben jetzt Achtung, ja, das kann ich alles nicht, das ist alles ein bisschen sonderbar. Warte mal. Okay. Ich sag's euch einfach, das muss ich umschalten dann. Wir haben eine Warteschlange Platz 19.000 irgendwas. So. Ich muss jetzt da leider... Nein, nicht. Stopp. Schuhe noch schnell gekauft und Abflug. So, hab ich Killmat, Evelyn als nächstes. Wie schauen wir aus? Haben wir einen Schneeball? Ja, haben wir. Oh shit. Da war ich ein wenig zu greedy. Noch mehr doof. So, wir sind bei 17.029. 17.300? 16.800, jetzt geht's wieder steil. Platz 19.000 und fallend. Bei mir schaut's ähnlich aus, 16.800, aber können wir schon ein bisschen reinpimmeln. Da pimmelt man mir noch ein bisschen rein. So sieht's aus. Müssen wir noch einen Aram gewinnen. Ja, das lass ich mir nicht nachsagen, du. Die scheiß Evelyn brauche ich, Sinst umgehauen, kann man so machen. Was killt man mit der Dings am als zweites? Weiß ich nicht, das ist mir ja scheißegal jetzt. Ne? Hast du ein Dusel, Evelyn? Das möchte ich aber auch hoffen. So, jetzt killen wir ihn noch schnell. Urgott mit seiner scheiß Riesenschrotflinten, da kriegt Zimmer da mal eine, damit nichts passiert. Leute, wir müssen pushen! Warteschlange geht! Schöner Community-Zug. Kann man eigentlich am öfter mal so ein Aram-Turnier kann man. Was man mal machen kann? Ein Aram-Turnier! Wer hat Bock auf ein Aram-Turnier? Bin mir nicht so ganz sicher, was ein Sinst sein Plan ist, aber er ist nicht sehr effektiv. Ah. Na, Urgodel, so nicht. So nicht, Mr. Urgodel. Das hätten schon mehrere probiert. Schade, dass du lang gewinnst. Das Leben nehmen wir natürlich mit. Das ist schon sauber bunter. Ja, das stimmt. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn jemand das Spiel nicht kennt, dann ist das, was er da jetzt gerade sagt, der checkt überhaupt nichts. Der checkt überhaupt nichts, was da passiert. Muss man mengen. muss man mengen. Jetzt schießt man halt einfach mal auf den Turm da. Das habe ich mir schon gedacht, dass du da Vierer grabst, aber das ist nicht mein Untergang, sondern deiner. Tschüss dann. Oh, der Turm schießt mit zusammen. Ich muss mich kurz konzentrieren. Lass jetzt mitnehmen, mir nichts passiert. Mir nichts passiert. Oh, oh. Oh, das war eine knappe Geschichte. Oh, das war eine knappe Geschichte. Einen Hund haben wir noch nicht umgebracht.
Oh shit. Fuck. So, Warteschlangenposition 7900 übrigens. Sinkend. So, nächstes Item kaufen. Jetzt Itemkunde heute auch was anderes. Gibt der Schaden, gibt der kritische Chance. Aus den 3 Items kannst du dann das Infinity Edge bauen. Du kriegst dann mehr kritischen Schaden und das ist dann noch stärker wie die 3 miteinander. Und lauter so Geschichten, weißt du, was ist. Aber das jetzt zu mir gelernt, da kriegst du einen Vogel. Wenn ich jetzt da vorne in den Turm gehe, bin ich dann hin? Wir werden sehen. Ja, das. Oh, Scheiße. Jetzt wirf! Wieso kannst du mich denn zweimal werfen? Ja, Drehkammer! Fahr mal, mir ist wieder ein Reset. Blümzensepp, schau mal bitte im DC-Blade-Schmerz, was da los ist. Was ist denn im DC-Blade-Schmerz los? Was ist denn da los? Was ist da los? Bad Gateway, Frankfurt. Dein Konto hat keinen Zugang zum Early Access von Path of Exile 2. Löse einen Early Access Key auf unserer Website ein oder kaufe den Zugang jetzt. Hast du das Ding auf... Was ist denn das für Scheiß? Start einmal Steam rein. Kann ihm da einmal irgendjemand helfen? Das war der Sache. Ich weiß nämlich jetzt da auch nicht, was man da tun kann. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Außer abwarten. Start einmal Steam rein. Muss ich mich kurz konzentrieren und da ein paar Sachen zusammendreschen, damit nichts passiert. So, wunderschön. Mr. Blackhawk, der ja am besser da, die habe ich letztes Mal auch gehabt, ich war fast das Kotzen gekriegt mit dem Scheißhelden. So, wie schauen wir aus? 1100. Jetzt kann es gleich sein, dass es gleich vorbei ist. So nicht, Hundsgetier. Your sentence is to be hanged from the neck until Ich muss sterben, ich muss sterben, ich muss sterben! Bleib drin! Einen bringe ich um und dann bleibe ich einfach stehen. So, Achtung! Achtung, Achtung! 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 Da sind wir! Hier spielt die Musik! Oh mein Gott, die konnte tatsächlich jemand auswählen. Aber wen? Wer ist denn dort Necromancerin? Bin drin! Kann losgehen! Wer ist jetzt da wer? Zaubererin? Krieger? Waldläuferin, das ist die Jägerin? Hexe? Ich fürchte den Tod nicht, ich bin seine Meister. Die du... Was tut denn da so? Jetzt muss ich muss jetzt aus dem Spiel rausgehen, das hilft nicht. Exit Game! Es tut mir leid, ich habe aus dem Aram rausgehen müssen, ich kriege einen Vogel. So. Konzentration. Schauen wir mal, wie lange das funktioniert. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt 3 Stunden im Stream. Es ist 3:15, kann losgehen. Hexe. Ich glaube, ich sperre eine Hexe. Das ist die Nekromantin. Ich nehme mal an, jawohl, Kreaturen. Schickt Armeen der Toten los, befehlt ihnen, euren Willen zu erfüllen. Und dann wird Chaos, Magie und Osteomantie, das heißt mit Knochen schießen und so. Also am Diablo 4 Necromancer, jetzt muss ich mir erstmal wieder runterkommen, muss ich erstmal was trinken. Geduld, Kinder. We are finally there. Vielleicht funktioniert's. Was gibt's noch? Das ist Witch. Dann haben wir noch einen Söldner. Und dann haben wir noch einen Mönch. Also an 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klassen freigeschaltet. Das ist die Hälfte. Wenn's 30 Sekunden AFK Timeout. Geduld und in 5 Minuten ist Realm Neustart. Wahrscheinlich. Dann spielen wir nur mehr Aram. So, was haben wir da? Oh ja, natürlich. Hardcore Self-Found.
at the end of a noose. Ich find den Charakter, das hat man ja schon mal in einem Trailer gesehen, ich finde die Charaktererstellung eigentlich ziemlich witzig, was jetzt dann gleich passiert. Wie nennen wir uns? Das ist eh klar. Elisabeth. Wie immer. Demnächst verfügbar, steht da nicht. So, haben wir mich schon. Hexe, jawohl, ich möchte auf alle Fälle ein Minion-Bild spielen. Und weiter geht's, wird verarbeitet. Es existiert bereits ein Charakter mit diesem Namen! Ihr Arschlöcher! Dann habe ich noch einen besseren. Bredel! Traut! Möchte aber auch hoffen. Irgendjemand hat mal Elise. Jetzt werden die alle gehängt und wir haben der Einzige, der fliehen kann. Das habe ich schon mal gesehen. Let's go, boys! Kontaktiere Server ist immer schwierig. Wiederholter Schaden an Gegnern kann dazu führen, dass sie betäubt werden. Standardmäßig. Das ist interessant. Wir sind da! Was der mal? Ich muss mich jetzt mal irgendwo anders hinschieben. Jetzt warte mal. Wo gehen hin? Da so. Ist das so akzeptabel? Kann man das so lassen? Damit ihr seht, was da los ist. Ich glaube, den Scheiß da unten, den braucht ihr sowieso nicht sehen. Machen wir es so. Das schaut doch gut aus. Ah, links. Wo ist denn links? Da. Rechts von mir zumindest. Da ist mein Leben, da hinten ist mein Mana. Da unten sind unsere Fähigkeiten. Und ich würde sagen, ich spiele mal mit Maus, das bin ich gewohnt. Kann man sowieso jederzeit ändern. Bilder! Ich werde mich heute nicht zu den Toten gesellen. Okay, let's go. Here we are. Finde einen Weg zur Sicherheit. Linksklick zum Bewegen. Das kriege ich hin. Inventar. Schaut aus wie beim Einser. Waffen, Helm, Rüstung, Amulett, Ding. Das schaut wirklich an genau die gleichen Slots. D3 Slots sind neu. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden es rausfinden und es gibt 2 Waffensets. Das gibt es aber beim Einser auch. Wir haben noch genau gar nichts außer Identifikationsrollen. 3 Stück, ein Heiltrank, den nehmen wir mit 1 und 2 und mit QWERT. Das werden wir ziemlich schnell ändern müssen. Lass mich raten, wir müssen gegen Krebs am Strand kämpfen. Sprich mit dem verwundeten Mann. Also bis jetzt, ich habe Frames auf Anschlag, Space schaut gut aus. Bewegung. Fühlt sich die Bewegung anders an als beim Einser? Ganz ehrlich, das beurteile ich, wenn die Server nicht völlig am Abkacken sind. Also bin ich froh, eine andere lebende Seele zu sehen. Ich sag's euch. I was fixing to go after him, till that bloody thing got to me first. Now, all those who drowned in the flooding, suddenly I would appreciate it if you could... Reach Clearfell. Find the pillar. Findet Lichtfall. Rüste den Gegenstand aus. Okay. Okay. Leider Besteher gefällt uns also. Sehr schön. So. Diese Ansage gibt es jetzt genau einmal. Wer bei mir auf die Story hofft, I have very bad Nachricht for you. I don't give a shit about the story. Ich werde mir keine Questtexte durchlesen, außer den letzten Punkt, wo steht, wo ich hin muss und was ich tun muss, grob. Mir ist scheißegal, um was das geht. Es geht um irgendwelche Korruptionsscheiße, wie in jedem Spiel. Es ist mir scheißegal. Wer sich auf die Story freut, dem kann ich nicht helfen. Gameplay is fucking everything. So, gib's mir einen verkrümmter Zauberstab. Gewährt Fertigkeitsstufe 1 Chaosbolzen. Bürger ohne Spoiler kann man immer schauen. Sechstes. So, wir haben jetzt ein Tutorial, wir müssen das Ding jetzt auswählen. Das, was aber neu ist, drücke 1 oder klicke hier, um dein Inventar zu schließen. Das ist nicht der Einser, das ist ein I, du Vollidiot. So. Jetzt haben wir da eine Fähigkeit. Die ist halt relativ unspektakulär wie immer am Anfang. Hey, wir bringen alle um zur Pimmel! Also, Steuerung, vor allem das da, wenn ich Richtungswechsel mache, ist noch sehr verzögert. Das ist halt den Servern geschuldet. So, ich gehe zum Beispiel schon weiter. Warte mal. Moment mal. Was bitte? Alter, wie geil ist denn das? Okay,
das darf mich wundern, ich wüsste nicht, dass das in Diablo geht, ich wüsste auch nicht, dass das in PoE 1 geht. Ich kann ja unterm G mit WASD kann ich mich bewegen und gleichzeitig casten. Das heißt, ich klicke da hinten und währenddessen kann ich schießen und er rennt weiter. Das ist neu, für mich zumindest. Oh, weg. Man kann casten und... Oh, es gibt Gold, das ist auch neu. Was haben wir da? Findet Lichtfall. Belohnung, findet Lichtfall. Belohnung, ungeschnittene Fertigkeitsgem. Erzeugt eine Fertigkeitsgem. Da bin ich aber gespannt. Ich möchte gerne Zombies haben. Ja gut, gehen wir mal dahin. Lichtfall müssen wir finden. Los geht's. Identifikationsrolle. Alles wird gelootet. Looten und bluten. Gold wird automatisch aufgeklappt, wenn man drüber läuft. Das ist halt... Eigentlich müssen wir da sofort auf WASD umstellen. Ich sag das sofort, wie es ist. Es fühlt sich ja dann an wie ein Twin-Stick-Shooter. Das ist ja voll geil. Okay. Was haben wir da? Rasselndes Zepter. Gewährt Fertigkeit Stufe 1 Skelettkrieger. Gut, wie sind das zwei? Dual Wielding. Alter, was ist das? Okay. Probiert schon Skelette. Interesting. Sag mal links oben. 2 Skelette am Start. Okay, sucht nach dem Müller und findet Sicherheit in Lichtfall. Jetzt warte mal. String Format Error ist da schon irgendwas gestanden. Haben wir schon einen Fehler gefunden. Wo haben denn meine Fähigkeiten? Inventar. Fertigkeitenübersicht. Das ist grundsätzlich neu. Es gibt in PoE 2 keine Sockel mehr. Also es gibt schon noch Sockel auf den Waffen, aber nimmer für die Fertigkeitsstorner. So wie das im 1er der Fall ist. Sondern das hier ist... Hier wird aufgelistet, wie viele Unterstützungsgemmen du für jedes Attribut haben kannst. Du kannst eine Unterstützungsgemme pro 5 Punkte dieses Attributs haben. Was ist das da? Aufklappen, zuklappen. Und dann sind... Ich bin ein bisschen verwirrt. Haben die Fähigkeiten auf die Waffen und auf die Ausrüstungsgegenstände direkt drauf. Und dann kann ich da noch zusätzliche Storner einsockeln, die dann die Chaosbolzen in diesem Fall oder halt die Skelette besser machen. Verstehe ich das richtig? Beschwört wiederbelebende Skelettkrieger. Da kann man anscheinend... Da haben wir die Skelettkrieger Daten, Haupthand, Gesamtschaden, physischer Schaden, Treffgenauigkeit, Treffergenauigkeit, Haupt- und Nebenhand. Da ist noch was nicht übersetzt. Cooldown oder Chill Duration ist wahrscheinlich eher unter Kühlen, Haupthandbetäubungsaufbau etc. etc. Und da haben wir Schaden, da haben wir DPS von den Chaosbolzen und so weiter und so fort. Sehr gut, wichtig. So, ihr lieben Menschen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin mal raus und zock selbst ein bisschen PoE 2. Herr Sinister, haben Sie Spaß, hauen Sie rein. Früher hat man stehen bleiben müssen. Das ist absolut richtig. Alter, ich bin schon 2-mal verreckt. Du Kackbratzen. Du bist wahrscheinlich auch weiter wie ich, weil ich jetzt erst einmal da wieder stundenlang hinein philosophiere. Also auf alle Fälle schauen wir uns das jetzt da schon ein bisschen an. So ist das nicht. Die Frage ist, ob ich das gleich umstelle mit WASD oder nicht. Kann ich mit WASD einfach anfangen? Nein, kann ich nicht. Oh, da ja, eine große Truhe. Ist da wieder was drin? Exhumieren. Okay. Es ist wahrscheinlich auch Teil des Tutorials, nehme ich mal schwer an, dass es jetzt irgendein Support-Gem ist oder was auch immer. Exhumieren ist ein Zauber. Kreatur. Wirkungsbereich physisch Dauer. Stufe 1 kostet 8 Mana. Kritische Trefferchance 50%. Beschwört Knochenstacheln aus der Erde vor euch, die bei Gegnern Schaden verursachen. Die Knochen von Leichen im Bereich werden aus dem Boden gerissen und zu kurzlebigen Knochenkonstrukt-Kreaturen zusammengefügt, die für euch kämpfen. Das heißt, die kann ähnlich... In Diablo 4 musst du ja Leichenteile zum Skelett beschwören, wenn eins stirbt. Das macht es hier automatisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist jetzt eine aktive Fähigkeit. Das Licht für Dunkelheit. Ich befürworte das. So, die Frage ist jetzt aber, Fertigkeitsgem. Mit Linksklick hebst du die Fertigkeitsgemme auf. Jetzt haben wir... Und dann habe ich da meine Fertigkeitsslots. Alter, wie viele Slots hat man da? Wann sollten die Fertigkeiten hernehmen? Dann prügel ich das da rein. Und linksklicke zum Zuweisen einer Fertigkeit. Genau. Und dann kann ich das da herunten in meine Fertigkeitenleisten einziehen, ähnlich wie das in jedem RPG ist. Und mit Rechtsklick nutze es. Dann kommen da so Knochen raus. Ja, also ein bisschen Flächendamage. Naja. Was auch immer das ist. Was kann es? Was tut es?
Habe ich nicht Augen eingeschaltet? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was unser Ding kann. Und vor allem, was es mit Leichen macht. Kommen da dann kleine Viecher außer die für mich kämpfen. So. Ah, da, schau hin. Schauen aus wie kleine Aliens. Das ist ja voll geil. Das macht nicht nur so Schaden, sondern beschwört dann aus der Leichen auch noch Viecher aus. Level up! Easy. Fühlt sich aber schon einmal satisfying an. Kann man schon so machen. Aber ich glaube, mit der WASD-Steuerung sind wir besser dran. Das probieren wir jetzt einmal noch so, bis wir in der Stadt sind. Wir killen natürlich alles. Ja, klar. Oh, was der Mana-Konsum sagt. Schaut auch nicht so verkehrt aus. Feuerkrebs! Ich hab's gewusst! Du hast lang gewinnst! Ich sehe mich nämlich da schon sehr oft in Gegner einfach reinlaufen und sterben. Was ist denn jetzt? Mana ist niedrig. Drücke. Da wird sogar auf Pause gedrückt. Mein Mana ist niedrig. Da muss ich einen Mana-Trank nehmen. Okay, das kriegen wir hin. Und was mich. Oh, erstes Item! Rohlederstiefel! Das ist quasi erste Item. Qualität 5%, Ausweichwert 16. So, jetzt wird aber erstmal. Und jetzt, meine Damen und Herren, pass auf, das machen wir das einmal noch mit zu. Alle, die Path of Exile nicht kennen und nur Diablo kennen vielleicht. Das ist der Skilltree. Schaut erstmal nicht so schlimm aus. Und alle so. Das Allerwichtigste, vor allem für alle Neulinge, nicht abschrecken lassen. Just don't. Nicht abschrecken lassen. Jede Klasse hat den gleichen Skilltree. Also egal, wenn du jetzt einen Krieger spielst, hast du den gleichen Skilltree wie ich als Witch. Der Unterschied ist, der Krieger startet von woanders. Twitch fängt an dieser Node an und geht und hangelt sich halt da dann langsam entlang. Das heißt, nur über 5 Millionen Umwege kommst du irgendwo an den Arsch der Welt da oben. Und wenn ich gehe jetzt schwerstens davon aus, dass wir da unseren Prime-Stat irgendwie Level, also Intelligenz oder irgend sowas, wenn man da drüber geht, dann haben wir da Energieschild, plus 10 zum maximalen Energieschild, das ist eine Defensivgeschichte. Und dann haben wir Zauber- und Kreaturschaden, 8% erhöhter Zauberschaden, Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden. Das bringt dir als Krieger nichts. Ja, außer, und das ist das Besondere bei PoE, es ist alles frei. Du kannst im Prinzip, ich kann jetzt mein Witch auf welche Art und Weise auch immer, und ich weiß nicht, ob es wirklich geht, aber in der Theorie geht's, ich könnte meine Witch mit einem Krieger kreuzen. Das heißt, ich habe Kreaturen dabei, ich bin aber selber auch, was weiß ich, ein Tank wie Sau und kann Viecher C10. Was heißt C10? Crowd controllen, bedeutet aber wir stunnen, slowen und alles, was irgendwie die Bewegung eines Gegners einschränkt. Wir gehen natürlich auf Schaden. Ich verstehe die behinderte Frage nicht. Punkte anwenden. So, und jetzt kommt was ganz Spannendes. Alt anschauen. Was ist das da? Umschalt, vergleichen. Vergleichen mit was? Ach so. Das weiß ich nicht, ob das im Einser auch geht. Dann sechst. Auf welche Fähigkeiten hat diese Node eine Auswirkung? Ich weiß nicht, ob das beim Einser geht. Schaut überhaupt nicht, sonst kommst du nämlich gar nicht durch. Was haben wir da? Energieschild, Wiederherstellung pro Sekunde. Energieschild brauchen wir nicht. Drauf geschissen. Was haben wir da? Zauber- und Kreaturschaden, Spell and Minion Damage. Auch gut, dass das in Klammern dann auf Englisch dabei steht. Wenn man am Guide folgt, die meistens Englisch sind. Was haben wir da? Mikrotransaktionsshop. Das ist immer das Erste, was man so schauen. Vorgestellt, nix. Wunschliste, meine Wunschliste ist leer. Cosmetics, Handschuhe-Skin, hier Handschuhe-Skin anwenden. Pakete, Sales, wird geladen, Shop geht nicht. Folge dessen ein und give a shit. So. Was für ein Skilltree hast du? PoE 2 alle. Das ist ja nicht, das Lustige ist ja, das ist ja nicht der einzige Skilltree. Das Endgame, der Atlas hat einen eigenen Skilltree.
die einzelnen Mechaniken haben eigene Skilltrees und mir darf es nicht wundern, wenn es noch einen Skilltree für einen Skilltree gibt. Ist jetzt bescheuert, aber es ist so. Portale sind in diesem Gebiet deaktiviert. Was sollen wir jetzt tun? Was wollt ihr denn jetzt eigentlich tun? Erstmal nach Lichtfeld. Jetzt gehen wir jetzt mal nach Lichtfeld und da schauen wir alles, was da ist. So schaut es nämlich aus. Auf WASD wollte ich umschalten, aber das mag ich jetzt nicht. Ah, die Leichen leuchten sauber grün, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe. Das heißt, wenn ich... Oh, was haben wir da? Was ist da? Irgendjemand schreibt mich an. Wieso schreibt mich da jemand an? Da ist Checkpoint. Ach, das sind Checkpoints. Okay, also wenn wir sterben... Belagert ist auf! Der erste Boss! Digga, Sam! Digga! Oh, der ist wütend. Weiche aus! Ah, stimmt, es gibt eine Ausweichrolle! Aber wo? Drücke die, um den Angriff zu vermeiden. Leertaste wahrscheinlich, oder? Ja. Und die hat übrigens keinen Cooldown, was ich absolut cool finde. Ja, ein paar kleine Gegner, ich brauch... Ah! Wo du aufpasst. Fick mal die Viecher! Boah, leck mir nicht, ja, ganz schön zu. So, hat's zusammen jetzt da! Was das Scheiße. Wer ist das? Der aufgeblähte Müller! Alter, der erste Boss mehr Mechaniken als... man kann nicht durch die Tier durchrollen, okay, bin schon stark. Okay, schon die Kniescheibe, ab. Wo sind meine Viecher eigentlich? Hau ja mal drauf jetzt da! Ah, sozialer Fettsack! So, drauf da! Alter, das bin ich nicht gewohnt, dass man nicht stehen bleibt, wenn ich auf Shift drücke. Okay, ich muss mich schauen, ob ich das eventuell ausschalten kann. Der nächste Boss ist dann der aufgeblähte Winkler. Lichtfalllage! So, das glaube ich war das Tutorial übrigens. Lichtfalllage. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da unten steht. Also, so, was haben wir da? Sprecht mit dem Schmied. Das ist übrigens die Map. Map! Zumindest einmal im ersten Abschnitt wahrscheinlich. Und es gibt 3 Akte. Wer weiß, wie groß das Ding wird. Oh, die wird mit Sicherheit wird die groß. Wenn das 25 Stunden dauert, dass man durch die Dinge durchkommt. Was haben wir da? Beirat des verdorbenen Pax. Ein Gesang, der durch Lichtfall halt und einem schaurigen Heulen vorausgeht. Haben das Bosse oder was? Der aufgeblähte Müller. Ach, das sieht man. Okay, die Flussufer. Und da ist Lichtfall. Monsterstufe 2. Lichtfalllager. Ist jetzt da ein Schmied herin, oder was? Der Renly. Ich sag's euch, was ist, es interessiert mich nicht, was er zum Lauern hat. Wenn ihr also eure Brutalität gegen diesen Verschlinger wie Finn ihn nicht einsetzen könntet, stünden wir in eurer Schuld. Ungeschnittene erzeugt einen Unterstützungsgem bis Stufe 0. Kann bei Händlern ausgegeben werden. Quest annehmen. Oh. Okay, wir haben 51 Gold. Gold ist übrigens ganz neu in Path of Exile. Gibt es im Einser nicht und ich glaube, man braucht auch Gold, um... Ein gütiger Führer, hoffentlich überlebt er. Schauen wir mal, Fertigkeiten über sie, passiver Fertigkeitenbaum. Normalerweise kostet das... Habe ich einen Punkt? Nein. Als Reskillen war in PoE 1 immer ein großes Problem, weil du bestimmte Steine dafür brauchst, die du erst sehr spät in ausreichender Menge findest, damit du in dem Skilltree spielen kannst. Gold droppt immer. Und anscheinend kostet das Reskillen, also zum Beispiel ich skill jetzt da auf, mehr Schaden, stell dann fest, oh fuck, ich fahre auf einen Schlag um, brauch doch was Defensives, dann kannst du per Gold einfach den Punkt löschen und dann da unten verteilen. Und es ist im Vergleich zum Einser eine der größten Änderungen, die sie gemacht haben. Sag ich dir, was ist, macht das Spiel um einiges erstens zugänglicher und einfacher und du probierst einfach viel mehr umeinander. Und es kann da durchaus im Einser passieren, dass du die verskillst und im Spiel nicht weiterkommst, weil die Bosse so brachial schwer sind, dass du in die Hosen scheißt. Und dann kannst du von vorne fangen. Oder der Spezi kommt und gibt dir sicher eine Gems. So, nehmt Renlys Belohnung. Habe ich nicht eine Belohnung gekriegt? Da haben wir unser... Oh, jetzt bin ich gespannt. Und das darf mich jetzt interessieren. Spielt gerade jemand, der keine PoE 1 Mikrotransaktionen hat? Ich habe hier nämlich 8 Stash-Tabs.
unter anderem den Currency Stash Tab. Kann man verschirmen. Und jetzt darf mich interessieren, ob jemand, der auch gerade in-game ist, bei der Kiste ist und weiß, dass er in PoE 1 nichts gekauft hat, auch 8 Stash Tabs hat. Das darf mich jetzt interessieren. Oder ob das von mir übernommen ist aus PoE 1. Oder machen wir das gleich einmal so. Rechtsklick anpassen. Da, das nenne ich schon immer Currency. Was heißt Currency? Währung öffentlich. Das müssen meine Premium-Stash-Tabs sein. Was habe ich da jetzt gemacht? Zuweisungen. Warte mal. Und ich kann nicht jetzt das da... Wie kann man das hin und her... Ach, mit Steuerung. Benzi schreibt, Birger, da ich dir sagen, aber mit Download läuft nur. Aber gesagt. Timmy, der kleine Hamster, das wird übernommen, habe ich gelesen. Ja, ich habe es auch gelesen. Ich wollte jetzt bloß halt das wirklich live und in echt in Farbe testen. Der El Fablo schreibt, ich habe 4. Siehst du das? Bei mir nicht übernommen aus PoE 1. Mr. Antalpe, das ist wieder seltsam. Das ist wieder einfach seltsam. Was ich dazu sagen muss bei mir, ich habe PoE 1 sowohl über Steam gespielt, als auch jetzt PoE 2. Ich habe nie über den eigenen nativen Launcher gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Aber es scheint mir, als hätte ich meine Premium-Stash-Tabs da. Ja, es sind meine Premium-Stash-Tabs. Da, wenn ich den auf Währung jetzt umschalte, mal okay. Na. Delirium. Na. Wie funktioniert das? Wieso kann ich da zum Beispiel nur, weil es nur Währung ist, ja, ist ja klar. Was kann ich da mal? Währung. Nö. Nochmal Essenzen. Normalerweise gibt es diese Stash-Tabs, das habe ich vorher gemeint mit dieser Sortierung. Ja, da hat jetzt Item, das eine Währung ist oder als Währung bezeichnet wird, hat sein eigener Slot und das schön angeordnet nach Wertigkeit meistens und so weiter und so fort und du kennst die immer sofort aus und hast nicht da so ein Durcheinander. Aber ich weiß zum Beispiel, ich habe mir diesen Currency-Tab, war in so einem Tab-Bundle dabei, den habe ich mir gekauft im PoE 1, dann 1, 2, dann das Bundle für 4 weitere Tabs und ein Premium-Tab zum Aktivieren. Alle Items, die ich da reinlege, landen dann in der Händlerseite. Ja, der Seiten ist aber gerade down, darum geht's nicht. Und diesen Quattro-Ding, da wo man einfach mehr Items reinkriegt. Mehr brauche ich nicht. Kann ich noch einen erstellen, Ordner erstellen? New Folder, Test, okay. Ah ja, das geht anscheinend unendlich. Dann hast du so Unterordner. Brauchen wir alles noch nicht. Kommt später wieder. Kommt alles später wieder. Automatisch zu Fach navigieren, nicht verfügbare ausblenden, das passt schon. Das brauchen wir noch nicht. Aber das meine ich damit, du hast da dann diese Rollen, was unter anderem auch eine Currency ist, so bezeichnen wir das in PoE 1, als Währung, damit kannst du handeln, wenn es pressiert, nicht nur mit Gold. Ist aber halt sehr billig, findet ja jeder Vollidiot, ist halt nichts wert. Dann kannst du das instant da rumwuseln und dann ist das da drin. Und du gewohnst dich halt da dran und dann ist das immer an dieser Stelle. Das ist eigentlich... Und das ist ja das Einzige, was Sinn macht in dem Spiel zum Kaufen. Und ich glaube, wenn du die alle Bundles, die ich da habe, wenn du die alle kaufst, dann bist du nicht mal 20 € los. In einem Spiel, wo ich 400 Stunden reingewucht habe. Ist mir wirklich wurscht. Quest annehmen, Gegenstände kaufen. Haben wir da was? Wir können uns eh nichts leisten. Wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts, aber das ist uns wurscht. Die anderen haben ja nichts. So, was haben wir da? Renly, nimmt Renlys Belohnung an. Wie tut man das? Wie tut man das? Nehmt Renlys Belohnung an. Reist zu Grewald, tötet den Verschlinger, nehmt Renlys Belohnung an. Nach Lichtfall gelangen, da haben wir. Wir sind wir da, aber wir nehmen seine scheiß Belohnung an. Ich hätte gerne den Fertigkeitsstor. Was haben wir denn? Renly? Da, Gnade für den Müller, da ist der eh, so sagst du halt nichts. Manchmal ist es so, dass man mehrere Belohnungen hat, das weiß ich noch, da musst du da nicht auswählen. Quest abgeschlossen. So, erzeugt eine Fertigkeiten-Gem bis Stufe 1. Jetzt ist die Frage, ob man den straight hernimmt oder was man damit tut. Ich drücke jetzt mal Rechtsklick.
Was um alles in der Welt ist das? Meine Damen und Herren, das sind, wenn ich das richtig verstehe gerade, alle Fähigkeiten, die es im Spiel gibt. Bis jetzt. Von 6 Klassen. Da steht eh schon, erscheint bald. Axt, Streitkolben erscheint bald. Und ich kann mir jetzt da völlig frei, wie ich will, irgendeine Fähigkeit bauen. Mit diesem Stor. Und die dann hernehmen. Zum Beispiel, obwohl ich gar keine Armbrust nicht habe, was weiß ich, Fragmentierungspolzen. Was natürlich keinen Sinn macht. Was brauchen wir mir? Alle jammen. Ja, bist du Psuffer oder was? Skelettkrieger haben wir schon. Tödlicher. Ja, was nimmt man da jetzt? Alter! Das Skelett-Scharfschützen nehmen wir natürlich. Oder die Verseuchung. Spulen wir mal ganz linear, klassisch, wie der Nekromant gedacht ist. Rumspulen kann man dann immer noch, entdeckt man das Spiel erstmal so. Ich darf sofort ein Skelett-Scharfschützen nehmen. Ist nämlich passiv und genau darum spule ich Minion-Builds gerne. Ich brauche bloß laufen, den Rest erledigen meine Viecher. Das heißt, ich drücke jetzt so. Das heißt, Skeletal snipers do high damage but have low life. They can be commanded to fire an arrow of poison gas. The clouds explode if an igniting effect or detonating skill is used on them. Skeletal minions revive automatically, so long as no other minions have died recently. Skeletal snipers do high damage but have low life. da haben Videos von den Fähigkeiten drin. Das wird sogar per Sprache erklärt, was sie tun. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geben die am Gegner einen Debuff und wenn es den anzündest, dann explodieren sie. Wir haben halt keine Fähigkeit dafür, aber ist ja scheißegal. So, ich probiere das jetzt einfach mal, ist ja wurscht. Haben wir eh noch ganz am Anfang. So, jetzt habe ich diesen Fähigkeitenstor. Befehligen, Gaspfeil. Kreaturen irgendwo. Fertigkeiten können in der Fertigkeitenübersicht. Rechtsklick und dann ziehen wir den einfach da ein. Okay. Kann man das tauschen? Ja, damit das ein bisschen schöner gruppiert ist da. Meine passiven Sachen eigentlich eher nach unten. Machen wir es so. Wieso kann ich das jetzt nicht? Nein. Du kannst die Anzahl der beschworenen Kreaturen durch Drücken von Plus erhöhen. Ah, da. Reserviert 180 Wille. Was ist ein Wille? Was bedeutet Wille? Was ist mein Wille? Leben, Schild, Mana und Wille 10 von 100. Ach, das ist mein Willenleisten da. Das sagt man bloß nicht, dieses kleine goldene Würstel da unten. Und es reserviert halt Wille. Mein maximaler Wille ist bei 100. Das heißt wahrscheinlich, meine Skelettkrieger reservieren Wille und meine Skelett-Scharfschützen reservieren Wille. Verstehe ich das richtig? Ich denke schon. Mehr können wir da einmal nicht, warum das da jetzt blinkt, weiß ich auch nicht so hundertprozentig, aber ist ja auch mal wurscht. Muss man auch gleich mal da erkennen, das können wir mal, was heißt denn das da? Das gleich mal kompakter zusammenfahren da, weil sonst sagt kein Mensch irgendwas. Oder wie viele Fähigkeiten, dass man da einbauen kann. Jemand fragt da gerade, oder hat gefragt, Lea fragt, man ist quasi frei zum Multiclassing. Genau um das geht's. Und es bleibt dann nicht bei den 6 Klassen und den Fähigkeiten. Es gibt sogenannte Ascendancies, Aszendentenklassen. Und jede Klasse, wie jetzt bei mir die Witch, hat zum Beispiel 3 Ascendancies. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob man die da schon sieht. Ich schau mal, im alten Skilltree hat man die gesehen. Das ist, da muss dann bestimmte Sachen machen. Ich glaube, das kommt ja erst in der Mitte vom Spiel oder vielleicht sogar erst im Endgame. Vielleicht kommt das auch da herin in der Mitte. Du musst dann etwas Bestimmtes im Spiel machen, schaffen, dann kannst du deine Aszendenz wählen. Und das treibt deine Klasse nochmal in eine bestimmte Richtung. Ich nehme bei der Witch mal an, Spezialisierung auf Minions, Spezialisierung auf Flüche, Spezialisierung auf irgendwas anderes. Und da haben dann nochmal Skillpunkte drin, die halt ganz speziell für diese Richtung Sachen nochmal stärker machen. Und ich glaube sogar, dass du diese Ascendancies anmischen kannst. Also du kannst dann eine Krieger-Aszendenz ohne und lauter so einen Scheiß. Also du bist völlig frei in diesem Spiel und das macht's zum einen so geil, zum anderen halt aber auch super komplex.
Und alles, was da verfügbar ist im Path of Exile 2, ist im Path of Exile 1 mal 100. Mal 100. Da ist das hier wahrscheinlich, ich meine, wir haben ja noch nicht fake gesehen jetzt, wahrscheinlich aber ein Witz dagegen. Darum, rein ins Viech, oder? Ich laber schon wieder zu fake, ich habe schon lange Level 10 sein. Immer wenn ich noch einen Streamnamen anlege im Spiel, geht es nicht. Was? Immer wenn ich noch einen Steam-Namen anlege im Spiel, geht es nicht. Leck, da musst du echt 3 Semester Zocken studieren, um dass man das Game checkt. Beim 2er, glaube ich, ist es nicht so schlimm. Da wächst man schon eine mit der Zeit. Aber das 1er ist krass. Hat mittlerweile eigentlich der Löwensepp mal herausgefunden, was da los ist. Weiß ich schon, hat mich verdruckt. Weiß da mal irgendjemand irgendwas? Was ist da los, Löwenmann? Spielen wir jetzt schon, oder was? Geht anscheinend jetzt. Bist du der Löwensepp? Ich sag die Namen nicht, wenn ich Streamer-Mode aktiv hab. Es läuft erstaunlich rund, Klopf auf Holz. Ja, um Gottes Willen, ich mag es nicht verschreien. Ich rechne mit einem Abbruch natürlich, weil alle eskalieren. Viecher, das ist das Erste, was mir auffällt. Viecher schauen so... Was? The fuck is happening? Ja, doof ist doof, was soll ich machen? Was war denn das jetzt? Okay. Skillpunkt reskillen in Def oder so? What the fuck war das? Okay, ich glaube, ich habe nicht mehr meine Fertigkeiten heraus. Was ist denn da der Dings? G. Nur mit das Ding hier. Haben wir Skelettbogenschützen? Ja, tatsächlich haben wir. Haben wir nicht noch irgendwas anderes? Nein. Okay, wir müssen das vorsichtiger machen. Hab ich schon gesehen. Was hat's denn jetzt da so zerrissen? Was der hat meine Viecher schon wieder? Meine Viecher! Meine Viecher sterben ziemlich. Kampfstab. Okay, hab schon gesehen, müssen wir tatsächlich schon ab Level 1 etwas vorsichtiger spielen. Hab ich schon gesehen. So, die Chernobyl Babys. Und immer schön den anderen Cast einsmashen, damit die kleinen Viecher aufstehen. Irgendwas hat's doch da, aber vorher auch zerrissen. Was hat's denn da zerrissen, Kruzifix? Was müssen wir überhaupt da? Weiß ich nicht, irgendwann für da hier Wegpunkt. Das ist gut. Das ist selber wie ein Schlammgrube. Durchsucht Lichtfall nach dem Eingang zur Schlammgrube. Tötet den Verschlinger in seinem Versteck. Reist durch Lichtfall zum Grellwald. Kriegen wir hin. Topf, Hund sitzt. Nix. Bastelwastel, mir ist wieder ein Resub, Fabel, mir ist wieder ein Resub, Löwensepp. Schau mal bitte die. Ja, was ist mit dem Löwenmann? Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm da nicht so. Geht anscheinend jetzt. Nein, es geht nicht anscheinend, muss ich nur einen Account auf der Website machen. Das gibt's ja nicht, habe ich ja nicht machen müssen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid, das ist jetzt extrem bitter. Habe ich aber auch nicht gemacht und ich verstehe es nicht. Es ist arg duster, man sieht wenig im Stream. Es ist ja der finster. Ja, es ist schon finster, ich sehe gar nicht recht viel. Das erste, was ich vorher sagen wollte, das erste, was mir auffällt. Alter, als Creature, das. Ja, meine Viecher von so schnell zusammen. Au! Wo steht der Hand jetzt hin? Brauchen mehr Items, habe ich schon gesehen. Wir haben jetzt zu squishy. Was haben wir da? Kampfstab. Ich mag aber keinen Kampfstab nicht hernehmen, weil auf unserem Zauberstab und auf dem Zepter die anderen Sachen drauf sind. Also unsere Fähigkeiten drauf sind. Dann habe ich keinen Chaos-Scheiß mehr und nix. Ich glaube, und wir müssen auf WASD umstellen. Das mit, oder zumindest mal in die Einstellungen muss ich schauen, ob irgendwo. Was ist denn das da? Meine Viecher werden es schon regeln, hoffe ich. Nein, deren es nicht. Warum nicht? Verpisst euch jetzt, ihr Mistviecher! So, Steuerung. Maus und Tastatur.
Fläschchen in Slot 1 benutzen. Mir gefällt, also ich finde die Funktion geil, wenn ich mit WASD spiele, dass ich laufen und casten kann. Ich mag aber das ganz klassisch schon, dass ich stehen bleibe beim Casten, dass ich nicht in die Viecher einlaufe, wo ich hinklicke. Sobald ich auf Steuerung drücke, dass ich oder auf Shift, dass ich im Steh cast und nicht. Das glaube ich, hat man vorher irgendwo einstellen können, oder nicht? Questverfolgung, Uhranzeigen, Anmelde-E-Mail verbergen, das machen wir nicht mehr. Kraftausdruck, Filter aktivieren, nö. Irgendwo war das. Tastatureingabe, Methode umschalten. Wechsel zwischen direktionaler Bewegung und Klicken zum Bewegen. Probieren wir mal schnell WASD, das darf mich jetzt einfach schnell interessieren. Okay. Weißt du, warum ich da ein bisschen ein Problem damit habe? Weil ich mit einer Hand spähen können mag. Okay. Ja gut, probieren wir es mal, bis es sich anfühlt. Schauen wir mal. Wuselt man mir rein. Als Creature Design ist Welten besser als im Einser. Das habe ich am Einser immer sehr hart angekreidet, weil die Viecher in die ersten Akte ausschauen wie Scheiße. So, draufgepimmelt und da ist alles schön abgefuckt, schön grimy. Schön grimy und dark. Das mag ich. Je abgefuckter, desto besser. Viecher schauen geil, aber was ist denn das wieder für ein Mistviech? Schön drauf gehabt. Ja, mit WASD tue ich mich schon. Das ist ein schönes. Oh, Brutplatz. Was ist denn der Brutplatz? Ei. Kann man reinlooten ins Viech, oder was? Zerrissene Handschuhe. Was hast du jetzt gesagt? Elevate. Identifikationsrolle. Alles wieder aufgemacht. Alles wieder aufgemacht. Aber irgendwie. Hoppala. Na, was ist das? Wo habe ich jetzt gedrückt? Auf U. U ist also Map. Okay, das macht Sinn. Was ist das? Ein geringes Mana-Fläschchen. Was haben wir da? Geringes Mana-Fläschchen. Zerrissene Handschuhe. Ziehen wir natürlich gleich an. Energieschild 9. Die blaue Leisten da. Jetzt soll ich mir nicht mehr auf Zeichen geben, muss ich gar nicht. Auf der Seite die blaue Leisten um mein rotes Ding ist das Energieschild. Das heißt, es kriegt als erstes aufs Maul, bevor mein Leben runtergeht. Gürtel haben wir auch. 23% erhöhte Lebenswiederherstellung von Fläschchen. Nehmen wir mit. Momentan kriegen wir nur Schrott, scheißegal. Und ein neuer Punkt. So, jetzt ist die Frage, was wir denn? Was? Plus 5 zu beliebigem Attribut. Das heißt, das kann ich mir dann aussuchen, oder was haben wir da? 8% erhöhter Zauberschaden, Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden. Ich hätte aber gern zum maximalen Energieschild Attribut, also zum Beispiel Intelligenz und den ganzen Scheiß, oder zum Leben zum Beispiel. Schauen wir uns doch einmal um, wo wir eigentlich hinwollen. Kreaturen haben 10% erhöhtes maximales Leben. Das ist wichtig. Momentan fallen mir die noch sauber schnell um. Und dann gibt es so Major Nodes, so alle 5 Level ungefähr. Da steht dann mehr drin, wie zum Beispiel rohe Zerstörung. 16% erhöhter Zauberschaden. Kreaturen verursachen 16% erhöhten Schaden und plus 10 zu Intelligenz. Also man versucht natürlich, so mach's ich jetzt zumindest einmal, da herzukommen. Mal da herzukommen und wo ist dann Kreaturen halten mehr aus da. Also einmal da bis daher, dann nehmen wir den zweimal Schaden noch mit und dann darf das ganz gut ausschauen. Das ist jetzt mal das Erste. Ich habe mir diesen Skilltree noch nie angeschaut, ich sehe den zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich da in die richtige Richtung gehe. Das mache ich dann, wenn ich in Ruhe und Zeit habe. Mr. DM! Feierabend, Nachschau-Squad. Gott, ich freue mich. Du kannst eigentlich eine halbe Stunde zurücklaufen lassen und dann zuschauen, weil wir haben 3 Stunden lang nur die Warteschlange angeschaut. Linze! Nein, geht nichts, muss anscheinend nur habe ich noch gesehen. Das tut mir sehr leid, aber das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. So, wir spielen jetzt mit WASD. Was auch mal zum Probieren war, Controllersteuerung. Halt. Ich möchte das Viech beschwören. Passt schon. So, gehen wir weiter auf. Wir müssen irgendeinen Fettsack da unten töten. Warum mache ich nicht eigentlich die ganze Zeit so? Wie noch Karina of Time. Und das mit der Ausweichrolle ohne Cooldown ist halt saugeil. Schaut mal! Rein ins Viech! Oh, ich bin ein Heiltrank. Hat jetzt gar nicht 4 rausgekotzt, habe ich das richtig gesehen? Skelette sterben halt noch ein bisschen. Da haben wir einen Granat gefunden. Da, drauf! Drauf, den Fettsack! Alter, das WASD fühlt sich anders gut an. Aber ich hasse halt mit 2 Händen zum Spielen.
Schließfach. Robuste Beinschienen. Identifikationsrolle. Ein Turmschild. Gewährt Fertigkeit Schild heben. Moment mal. Zweigdiadem. Energieschild 19, das nehmen wir natürlich. Dann haben wir Stiefel mit Rüstung und da haben wir Qualität und Ausweichwerte. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Gib mir mal lieber Rüstung her. Jetzt darf mich einfach nur schnell interessieren, was passiert. Es gibt anscheinend wie soll ich sagen? Es gibt anscheinend Items, wo Fähigkeiten drauf sind und es gibt Fähigkeiten, die ich craften kann und mir dann so in die Leisten ziehen kann. Wenn ich jetzt hergehe und mach so. Warum sind jetzt meine Skelette weg? Mit den da. Ach, ja gut, weil da natürlich Skelettkrieger drauf ist. Das gebe ich natürlich nicht her. Bin ich blöd oder was? Da gebe ich lieber einen Chaos-Bolt her. Mal geschissen auf den. Aber wir heben das Schultel. Ach, mit den mittleren Maustasten. Warte mal, dann machen wir das nämlich. Kann man das irgendwie schneller wechseln wie da? Nein. G, dann machen wir, jetzt pass auf, exhumieren, der mal auf die linke Maustasten. Aktionen, fertiger Faustschlag, Schild heben. Machen wir Schild heben. Befehligen. Ach, ich kann meine Skelettkrieger haben eine verdammte Fähigkeit. Okay. Und der wir da mit dem Gaspfeil befehligen. Aber wir können jetzt das exhumieren. Ach Gott, ich Vollidiot muss den Stor natürlich erst einstecken. Was mache ich für einen Scheiß? Ich möchte da Schild heben haben. Auf der rechten Maustasten und auf der linken Maustasten das und auf der mittleren nochmal noch gar nichts. Auf der mittleren, kann man da einen Heiltrank rein? Nö. So, das heißt, ich kann mit dem erhobenen Schild sogar gehen und gleichzeitig casten. Alles klar, Freunde der Sonne, ein ins Viech! Das sind alles Sachen, die glaube ich im Ohren nicht gängen. Ich wüsste es zumindest nicht. Wie gut ist denn das? Oh, da habe ich einen Gaspfeil. Warte mal, Gaspfeil. Wieso geht der Gaspfeil nicht? Na, der muss sich erst wieder aufladen. Wieso sehe ich da den Cooldown nicht vom Gaspfeil? Weiß ich nicht. Und 3 Stunden Schmäh, geviert, geschmerzt. Das stimmt. Gaspfeil. Ah, dann sind es vergift. Und wenn wir es dann anzünden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den ganzen Tag Schädel oben haben. Dann kann mir nichts passieren von vorne. Meine Viecherviere schicken und eine casten. Entschuldigung, Freunde, besser wird's nicht. Und ich kann mich währenddessen bewegen und casten, währenddessen ihr Schädel um habe. Entschuldigung, aber besser wird's nicht. Auf geht's, gehen wir. Wo ist der Boss? Da ist der Checkpoint, das ist immer gut. Machen wir da in die Halle runter. Jetzt müssen die bloß noch meine Fähigkeiten, so wie es. Konzentration. Eine einfache Haube. Out of Mana. Wieso kann ich das nicht? Wieso kann ich das Ding jetzt nicht? Achso, da müssen Viecher weg sein. Okay. Halt, stopp. Was haben wir da? Ausweichwert 19, Energieschild 19. Dann nehme ich das Energieschild, so wie der freiwillig ist. Ich glaube zwar nicht, dass wir da oben müssen, aber ist mir wurscht. Alle 4 waren so blöd. Ist das mit dem Schädel geil? Ich habe mir in der Vorschau schon gesehen, dass das funktioniert mit dem Schädel in Themen. Da kannst du von vorn keinen Schaden nicht kriegen. Aber ich mir da schon denkt, super nice Geschichte. So, Giftpfeil rein. Und dann braucht man anscheinend irgendwas zum Entzünden. Also irgendeinen Feuerzauber, dann explodiert das ganze Scheißgas und macht doppelt Schaden. Oder wie auch immer. Aber so weit sind wir noch nicht. Single-Target-Damage geht mir auch noch ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Vergiftung, Elementarschaden geht anscheinend durch Schädel durch. Vielleicht gibt es da irgendwas dagegen. Oh, das nehmen wir natürlich noch. Au! Oh, Arschloch. Gehen wir da wieder 3 aus jedem Mick.
anscheinend nicht. Wie viele FPS hast du beim Zocken auf höchster Grafik? Anschlag 144. Ich habe allerdings auch Begrenzung drin. Oh. Gaspfeil verschissen, aber egal. Ja, ich glaube, wir müssen nach oben. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Ah! Kruzifix, die Wichser, die den ganzen Tag aus der Windtasse vorhin gehen, man kann schon auf den Sack. So, Giftpfeil ins Maul! Unter mir, da nehmen wir jetzt übrigens meine Erfahrungsleiste. Wenn die voll ist, dann steigen wir ein Level auf, können wir einen neuen Skillpunkt verdüdeln. Picken wir mal ein paar Viecher auf und Abflug. Oh mein Gott, Freunde der Sonne, Ersteindruck sehr gut. Ersteindruck, Freiweg. Oh, ich versuche die Fanboy. Unheilvolles Nest. Was ist da los? Was ist. Oh, der Verschlinge. Ah! What a pretty word! Sag mal, der haut ganz schön zu. Jetzt habe ich halt nichts auf der Entfernung, gell? Egal, Giftpfeil drauf. Der haut wirklich ganz schön zu. Alter, der haut wirklich ganz schön zu. Die roten Dinger kommen nicht ausweichen, soweit ich weiß. Kann man da auch draufhauen? Oh, ich kann da auch draufhauen. Interesting. Oder kann man das sehen, wo da draufhauen kann? Meine Skelly Boys sollten heute nicht so viel ausgehen. Au. Sein Schwanz haut auch noch zu! Okay, chill. Dann haben wir die kleinen Viecher zusammen, damit wir mehr kleine Viecher haben. Und dann drauf. Rein ins Getier! Rein ins Getier! Giftpfeil! Oh! Okay, Mana. Chill mal, chill mal, chill mal, chill mal. Ah, ich. Brauch mehr Viecher. Wo ist er? Ja, das ist auf alle Fälle ein geil gemachter Boss. Du kannst jetzt schon mal sagen, das ist einfach der erste Boss im Spiel. Besser gemacht wie vieles, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber meine Skelly Boys sind einfach noch ein bisschen sehr squishy. Au! Ich versuche eigentlich die ganze Zeit bloß die Kleinen zum Killen, damit, wenn ich da drauf cast. Au! Aber haben wir schon wieder. Ah, nur Geduld. Aber unser Ding geht langsam aus, gell? Au! Arschloch! Oh, mein Heiltrank wird auch langsam gering. Wenn es so weitergeht, dann. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen chillen. Jetzt müssen wir ein bisschen chillen. Nicht schießen. Okay. Die kleinen Viecher müssten eigentlich auch unseren Heiltrank irgendwann wieder auf. Welcome to Path of Exile. Da wird halt nicht einfach nur, da ist ein Boss, klonk, er ist da, gib Blut. Alles klar, Freunde der Sonne! Da wissen wir gleich, wer was geschlagen hat! Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht gescheiter ist. Das wieder so zu machen. Und... Lass mich kurz gucken. Dass wir mir da DPS haben.
aus der Entfernung. Und einfach schön in Bewegung bleiben. Das hat uns vorher killt. Jetzt kommt der Schwanz. Hat's drauf! So wie wieder auf den scheiß Schwanz geschaut! Eigentlich ist es Kanonenruhe, Batman. Ich hab Bock. Den kriegen wir schon noch. Den kriegen wir mir schon noch! Ansonsten schlachten wir noch ein paar Viecher und machen wir uns noch ein Level her. Alter, ist das gut gemacht. Hallo, ist jetzt ohne die Fanboy-Brille. Ohne die verschissene Fanboy-Brille. Das ist der erste Boss im Spiel. Ein kleiner Boss. Und der hat mehr Mechaniken als jeder Boss in Diablo 4. Außer vielleicht Lilith am Schluss. Also, erbärmlich, Blizzard. Erbärmlich. So, gib ihm. Aber er verholt sich ja nicht immer gleich. Oh, das ist eine schlechte Idee. Au. Was tut er jetzt wieder? Auf den roten Scheiß da am Boden muss ich aufpassen, wenn er rauskommt. Chill die Kniescheibe. Alles mit der Ruhe. Ja, ich hab einen Tail schon gesehen. Das ist alles nicht so einfach. Da kreieren wir jetzt einfach mal ein paar Viecher. Das ist so die Idee. Und dann alle da mit draufhauen. Weg da. Nicht voll kotzen. Mana schlürfen. Und dann wieder draufhauen. Weg vom Schwanz. Wo ist der rote Schund? Der killt die instant. Da, wenn es drin steht, bis die. Ist eigentlich eine Standard easy peasy Aufgabe. Don't stand in the yellow circle und kommt den Schwanz nicht nach. Oh, jetzt haben wir jetzt ein Dingsbruch oder was haben wir jetzt da? Giftpfeil drauf. Schauen wir, wo er kommt. Nicht übersehen. Scheiß Tail! Okay, da hinten hin. Jetzt stirbt der Sau! Jawohl! Haufen Zeug haben wir gekriegt. Hoheitliche Scherbe. Was ist das? Weiß ich nicht. Ungeschnittene Fertigkeitsgem. Jetzt können wir uns so ein Feierding bauen, dass das Zeug zerreißt. Also mit mehr Damage ist es schon gewaltig vereinfacht. Wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann geht er schon. Es ist jetzt nicht so... Da hätte ich jetzt nicht dreimal sterben müssen. Sagen wir, was es ist. Gold. Dann haben wir einen Zweigfokus. Nicht identifiziert. Gürtel. Quest abgeschlossen. Linksklick auf die Portalschaltfläche. Stellst du ein Portal in die Stadt. Erst greifen wir... Was? Sie können das mitnehmen. Was sind die Essen? Den geschissenen Kampfstab, den schmeißen wir weg, dann nehmen wir den mit. Je nachdem, was er kann.
Wir haben da also einen Slot freigeschaltet anscheinend. Wie auch immer das geht, weiß ich nicht. Wird schon noch erklärt werden, was das ist. Oh mein Gott. Was ich gerade feststelle. Der Dezember 2024 wird für mich nicht existieren, Kinder. Er wird für mich einfach nicht existieren. Oh mein Gott. Es ist fucking Weihnachten! Wow! So, gewickelter Kampfstab, Kevin Bra, gibt's da sonst irgendwas? Weiß ich nicht, wir kann noch schnell das Level voll machen. Wir haben noch ein Kastel, bringen wir noch irgendwelche Pimmelviecher um, los geht's. Wenn noch Pimmelviecher da sind, weiß ich nicht. Aber da war auch ein Checkpoint gewesen. Herzlichen Glückwunsch, Birger, du bist jetzt mal gelaufen wie ein Vollidiot. Kacknudelvieh! Oh, das hat noch viel Kacknudelvieh. Giftpfeil to your face! Level up! Easy! So, können wir jetzt in die Skelette skillen, dass die ein bisschen mehr aushalten. Haben wir schon soweit? Jawohl. Kreaturen haben 10% erhöhtes maximales Leben. Zuweisen, klicken. Jawohl. Punkte anwenden. Punkte. Habe ich 2 Punkte? Wieso kann ich die Punkte nicht anwenden? Weil er mir wahrscheinlich erst zwingt, das Quest abzuschließen da. Möchtest du die Änderungen an deinen passiven Fertigkeiten übernehmen? Ja. Oder ist es gefressen oder nicht? Oh, haben sie mehr Leben. Sehe ich irgendwo die Zahlen vom Leben? Nö, aber ist egal. So, Portale. Das heißt für mich, es gibt keine Portalrollen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gibt es im Monster Portalrollen? Ich glaube schon. Da gibt's oh, da kommt ein Mistvieh. Achtung, Mistvieh! Oh, ich bin wie ASD noch nicht gewohnt. Controllersteuerung interessiert mich noch. Beim Inventarmanagement muss man halt dann... Du Birger, wie heißt du auf Twitch? Peter Reit! Ich weiß auf Twitch Birger zockt, zusammengeschrieben. Aber ich streame nicht auf Twitch. Weil Twitch Arschlöcher sind. Ganz einfach. Ich stream YouTube only. Falls, vielleicht ist ja noch irgendjemand von den Neuen da. Es gibt mir auf Twitch, also Twitch ist mein Reserve-Account, so hat mir nochmal sowas ausrutschen wie vor 2 Stunden über die Kirche zum Beispiel. Und YouTube sie denken, hey, dann gehe ich zu Twitch. Ja, es gibt, okay. Also ich war mir auch relativ sicher, es gibt blaue Rollen in Path of Exile 1. Braucht man anscheinend nicht mehr. Man kann einfach immer ein Portal zur Stadt erzeugen. Okay. Wie der Ramos zu sagen pflegt, das wissen jetzt nur Pro-Gamer. Okay. So. Wo müssen wir? Wir haben eine Quest zum Abgeben. Mann, ich möchte aber klicken zum Laufen, dabei gehen wir mit WASD. Wo sind wir? Beim Renli. Renli! Ah, endlich! Ich hab den Verschlinger getötet. Freilich haben wir das! Was kriegen wir da? Erzeugt eine Unterstützungsgemme bis zur Stufe 1. So. Jetzt geht's dann wahrscheinlich wieder weiter mit ein bisschen komplizierter werden. Quest abgeschlossen. 303 Gold. Sexy. Very, very sexy. Reist durch Lichtfall zum Grellwald. Wo ist denn der Grellwald? Da mit Wieso die Map so lang zum Lohn braucht, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ist ja egal. Da ist der Grellwald. Das heißt, wir müssen da zum Wegpunkt. Da wird auch schön angezeigt, da gibt's Oh. Was ist denn das da? Hätte es da einen Wegpunkt gegeben da drin? Das ist die Höhle. Das glaube ich hat es im. Da kann man hin und her schalten. Cool gemacht. Sehr cool gemacht. Gefällt mir gut. Ist alles Standard-Scheiß, aber trotzdem, ich finde es einfach cool gemacht. Das ist genau was sei so. Easy peasy. Mysteriöser Lagerplatz. Was ich noch nicht ganz check, ist, was das da alles ist da. Gut, das ist für den Bereich da. Da haben wir jetzt die aufgeblähte Müller, den Hammer. Da haben wir Beira, des verdorbenen Pax. Ist das ein Boss oder was zur Hölle ist das? Egal! Erstmal schauen wir uns ganz gepflegt an, was wir gekriegt haben. Inventarmanagement ist das halbe Leben. Wir haben da einen Kampfstab, den können wir sowieso nicht brauchen, weil das ist ein warte mal, es gibt ja dieses Geswitche zwischen 2 Waffen. Aber, und das ist das nächste Utopische, das haben sie bloß einmal vorgestellt, das war irgendwo da herum. Man kann irgendwo später, ich glaube es geht erst später, kann man ein Skilltree einstellen, wie man haben will für Waffensets 1, also für zum Beispiel die 2 Waffen, die ich gerade habe. Und dann gehe ich her und nehme zum Beispiel im Waffenset 2, stecke den Stab da ein, das der wir jetzt einfach mal, ich identifiziere das Ding jetzt einmal, schauen wir uns gleich an, was der kann.
den kann ich nicht benutzen, leg mir doch am Arsch dann. Dann tue ich ins zweite Waffenset, tue ich Schädel rein und das Schwert. Und dann kann man irgendwie später ein Skilltree für das eine Waffenset anpassen und ein Skilltree speichern und dann für das zweite Waffenset ein Skilltree anders machen. Das heißt, du kannst im Prinzip fluid während dem Gameplay zwischen die zwei Waffensets hin und her wechseln. Als Beispiel, weiß ich nicht, fällt mir jetzt einfach bloß so ein, mit dem ganzen Gasscheiß, Waffenset 1, mit den Viecher, alles vorher Gas, Waffenset 2, macht irgendwie den Feierscheiß und zündet dann alle Viecher an. Zum Beispiel. Weiß nicht, ob das geht, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Aber da ist noch Zeit hin. Also total utopisch schon wieder. Wer lässt das sowas einfach? Ich weiß es nicht. Ich nicht. So, jetzt identifizieren wir erstmal den ganzen Scheiß. Was haben wir da überhaupt? 16% erhöhte Reichweite, fügt 2 bis 7% physischen Schaden hinzu, plus 1 zur Stufe aller Nahkampffertigkeiten. Den Stab Calibra, der wird einfach verkauft. Was haben wir da? Einen Gürtel. 8 Stärke, können wir auch nicht brauchen. 26% erhöhte Mana-Wiederherstellung von Fläschchen. Ja gut, aber er ist im Prinzip, die Lebenswiederherstellung, die glaube ich, die ist mir wichtiger. Dann nehmen wir noch, aber eine gelbe Rüstung haben wir gekriegt. Was haben wir da? Da brauche ich 10 Stärke. Ich brauche doch eine Stärke. Plus 24 zur Rüstung können wir brauchen. 20% erhöhte Rüstung können wir auch brauchen. 19% Max Life können wir brauchen. 10% Blitzwiderstand. Ist noch nicht so wichtig wahrscheinlich. Und regeneriert 1,5 Leben pro Sekunde. Die wird eigentlich ziemlich stark, aber wir können sie nicht tragen, weil wir keine Stärke haben dafür. Wo sagen die meine Charakterstats eigentlich? Dankeschön, auf C, da wo es hingehört. Und nicht auf bestätigen mit Escape. Hashtag Landi, Tschernobyl. Also, wir haben eine Hexe. Unser Prime-Stat ist natürlich Intelligenz und nicht Stärke und Geschick. Das ist wie im Ohrenseil, da gibt es auch bloß die 3, Rot, Grün und Blau. Stärke, Geschick, Int. Und dann haben wir da Leben, Energieschild, Mana, das ist der Wille. Der legt fest, wie viel Viecher wir beschwören können. Das ist unsere Rüstung, unser Ausweichwert, unser Blockwert und das sind unsere. Es gibt nur 4 Widerstände. Da hat es im Ohrenseil aber weit mehr gegeben, oder? Da hat es noch Gift gegeben. Dann hat es noch. Hat es noch Schatten auch gegeben oder war das Chaos? Weiß ich nicht mehr. Aber es hat auf alle Fälle mehr wie 4 gegeben. Ich bin sehr dankbar, dass es bloß 4 gibt. Ich sag's euch, wie es ist. Das war im Ohrenseil immer ein ziemlicher Stress. Ziemlicher Stress auf alle Fälle. Was haben wir da alles? Wir brauchen jetzt 3 Stärke, damit wir die Rüstung anziehen können. Das bitte. Aber ein Stapel von 10 Scherben wird zu einer hoheitlichen Sphäre, was auch immer das ist. Aber irgendeine Currency. Was haben wir da? Ungeschnittene Fertigkeitsgemme. Erzeugt eine Fertigkeitsgemme oder stuft eine bestehende Gemme auf Stufe 2 hoch. Moment einmal. Was? Chaosschaden, Kältewiderstand. Wo geht denn das Ding hin? Ne, können wir nicht nehmen, ich brauche den Skelettkrieger. Aber gibt es im PoE 2 einen dynamischen Boden? Stimmt! Stimmt, wo ist der dynamische? Ich habe noch gar keinen gesehen. Drecksspei, ich bin raus. Bis dann. Tschüss dann. Ah, 80er Wasserwag futzen kannst du haben! Oh Gott, das ist 10 vor 12! Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, was der jetzt mit dem Ganzen schon? Die sagt, das ist, ich kann nichts davon brauchen, die gelbe Rüstung behalte ich mir vielleicht einmal noch. Man kann ja über Zeit vielleicht einmal kurz in die Stärke hineinskillen, weil die Rüstung ist schon sehr stark. Die boostet uns am Anfang wahrscheinlich gescheit. Hoppla. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist, wie kann man respecken? Wie kann ich jetzt. Was ist das da? Mikrotransaktionsshop? Nein, das interessiert mich Scheiß jetzt gerade. Ich brauche nichts. Ja und ich spiele auch noch bis um 3 Daisy. Sag ich das? Gürtel anziehen und dann die Rüstung für den Stärke. Ist da Stärke drauf? Bin ich. Oh mein Gott, ich bin so fucking lost, Alter. Wer war das? Mr. Metal Fuzzi? Birger so. Ich kann meine Stärke einskillen, meine Stärke kann ich jetzt nicht. Verkaufen wir uns den Scheißdreck. Dankeschön. Wenigstens einer passt auf. Danke. So. Aber den Rest verkauft man.
Schädel ist vielleicht später mal eine Option. Ich find's ganz geil. Aber noch haben wir da zu wenig Schaden dafür. Jetzt gehen wir erstmal zu unserer Kiste, was wir jetzt mal machen sollten, wenn wir wieder da sind. Und dann schmeißen wir erstmal den ganzen Schund da hin, wo er hingehört. Machen wir so, machen wir ungeschnittene Unterstützungsschirm. Wieso hat die keinen... Wieso hat die da keinen Slot? Was ist das wieder für Blödsinn? Mit Rechtsklick schneidest du eine Unterstützungsschirm. Ah. Die kann man anscheinend nicht in Kisten legen. Also kann man schon, aber hat keinen Slot. Verstehe jetzt nicht ganz, aber ist egal. Zumindest in dem Currency-Tab. In den anderen Dingen, das mag ich jetzt schnell ausprobieren, weil ich wissen will, ob man die überhaupt irgendwo hinschieben kann. Ah ja. Okay. Ich wiederhole, wie der Ramos zu sagen pflegt. Okay. Wer schon bei. Ach, das Ding hat auch keinen Slot. Wieso hat denn das im Currency-Slot keinen? Da hat es wieder gar nicht 2 Slots nicht da liegen. Ihr knickerten Huren. Es knickerten. Müssen wir alle spenden für einen Daisy-Server? Nein. Und wenn es mir 5000 Euro herscheißt, es gibt keinen Daisy-Server mehr, vergiss es. Lieber hau ich mir ein Backel rostige Zimmerernägel in den Knierschein. Okay? 2 Backel. Aus der Metro. Die großen Backel. So, die Frage ist, was wir da jetzt tun. Bürger, lohnt sich der Early? Der Ego, es ist schwierig zum Sagen jetzt noch so kurz, aber bis jetzt bin ich... Ich habe eine Fanbrille auf, ja? Nicht vergessen, aber ich versuche es so neutral zu bewerten, wie es ist. Der erste Boss hat mir gezeigt, leck mich am Arsch, der hat mehr Mechaniken als jeder Boss in Diablo 4. Mehr brauche ich nicht wissen. Steuerung mit WASD und Maus super fein. Lauter, ja, als hätte sich jemand was denkt dabei. So, was wir auch noch machen könnten. Jetzt gehen wir mal zum Rennen und verkaufen den ganzen Schund. Verkaufen. Geringes Mana-Fläschchen, das hilft meistens scheiße. Können wir das verkaufen? Was ist das Gold wert? 3. Ja, drauf geschissen. Man, die Stiefel haben 3 Gold wert. Das rennt nicht mehr mit zum Nehmen. Die Offhand war ganz nett, wenn nicht diese scheiß Skelettkrieger an dem Zepter hängen taten. Was ist denn das überhaupt? Unreiner Zweigfokus der Robbe. Erhöhter Chaosschaden. Ich meine, unsere Chaosbolzen machen Chaosschaden und Kältewiderstand. Kämen wir nicht, ich kann doch jetzt mit dem Fertigkeitsgem. Früher war, ich muss so viel labern, Alter, weil die Leute wissen ja die meisten nicht, wie PoE 1 ist. Im PoE 1 war es folgendermaßen, da findest du die Fähigkeiten in Form von Steinen. Also da ist direkt der Stein ist die Fähigkeit und jede Waffe hat Sockel. Und dann steckst du den Stor da rein und dann hast du die Fähigkeit. Diese Sockel haben Verbindungen in bestimmten Farben. Und dann kannst du natürlich dann nur Steine, also nicht Verbindungen in Farben, sondern Sockel in Farben, dann kannst du nur die roten, grünen oder blauen Fähigkeiten in die Sockel reinstecken. Dann brauchst du das Glück auf dem Item, dass es die richtigen Farben hat und Verbindungen hat und lauter so ein Scheißdreck. Und während du den Gem gesockelt hast und Viecher zusammenhaust, kriegt der Stor XP und levelt automatisch mit dir mit. Das scheint nicht mehr so zu sein, sondern jetzt droppen Fertigkeitsstorner. Die sind einfach ungeschnitten, also ungeschliffen, sage ich jetzt einmal. Ungeschnitten, jetzt ist so komisch schon. Storner schneiden hört sich einfach falsch schon. Und mit denen kannst du deine Fähigkeiten erst einmal erzeugen und dann auch leveln. Also ich hoffe mal, dass die für immer droppen, weil das dauert ja ewig, bis du alle Fähigkeiten hast. Das ist ja utopisch. Und ich bin auch schon am Überlegen, was ich da jetzt tue. Schädel, die wir verkaufen. Und ich glaube, wir machen das jetzt folgendermaßen. Damit ich das geschissene Zepter noch nicht nehmen muss, bauen wir uns jetzt erstmal die Fähigkeit der Skelettkriege, damit ich dort das nicht auf dem Zepter behalten muss. Ich persönlich finde Diablo 4 besser mit dem, was ich gesehen habe. Ja, Gavin, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja jetzt auch kein Wettkampf, wer Diablo 4 am besten haten kann. Wenn du Spaß mit Diablo 4 hast, dann ist das so. Dann ist das ja auch gut. Warum nicht? Warum nicht? Ich darf auf alle Fälle mal warten, bis du Szenen aus dem Endgame siehst. Das ist ja eigentlich, was alle interessiert. Ja, und nicht jetzt die Early Games, wo jeder mit Level 10 rumpimmelt. Da passiert ja nicht viel. Seien wir uns ehrlich. So, auf Wiedersehen. Oh, wow. Meine Idee ist nun folgende. Geh war das. Ich werde nun Rechtsklick und ich baue mir jetzt, genau, ich baue mir jetzt die Skelettkrieg, aber warum Stufe 2? Warum an die Stufe 2? Ich habe mit denen nichts da.
Und meine Chaosbolzen sind auch Stufe 2. Das ist schon die... Ach, das ist Verseuchung. Warte mal. Wo ist denn Chaos? Da ist auch ein kleines Plus dort und durch das Anfertigen wird eine Skelett-Scharfschütze-Fertigkeiten-Gemme aufgewertet. Ja, das werde ich auf alle Fälle da. Exhumieren auch, gefällt mir gut, kämen zusätzliche 4. Was ist denn Verseuchung? Wende deine Schwächung auf einen einzigen Gegner an, die Chaos-Schaden über Zeit verursacht. Das ist ein Dot und Debuff. Wird ein Gegner unter dem Einfluss von Verseuchung getötet, überträgt dieses sich sowie alle anderen Schwächungen mit Chaos-Schaden über Zeit auf Gegner im Umkreis und deren Dauer wird verlängert. Das Erwecken oder Detonieren von Leichen, die von Verseuchung betroffen waren, lässt die Kreatur oder Explosion bei einem Treffer für die Verseuchung übertragen. Das ist ja voll geil. Scheiße mir auf Chaosbolzen, Alter. Was machst du mit deinen scheiß Chaosbolzen? Bist du besoffen? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich anfangen soll! Feuerwall! Irgendwas mit Feuer brauche ich. Schwert, Armbrust, wieso kann ich das? Achtung, falscher Waffentyp, Bogen, Speer, Dolch, tödliche Hand. Braucht irgendwas mit Feuer, damit wir den Gaspfeil von den Skelette explodieren lassen können. Aber ich glaube, das geht noch einen Schritt zu weit. Ich darf jetzt gern. Genau. Schneiden wir mal den. Ja. Wunderbar. Jetzt kann ich das Ding nehmen. Und ich habe trotzdem immer noch, so hoffe ich zumindest, Skelettkrieger. Oder? Habe ich da? Wieso nichts geht? Wo kommen jetzt die Skelettkrieger daher? Ich hab doch das Ding gar nicht mehr. Ach, ich Volldepp. Ich bin ein Volldepp. Achtung, mit das aus, hab ich jetzt einen Scheiß gemacht, oder? Wo kommen denn die Skelettkrieger her? Warum wechselt denn der das Ding nicht? Das spinnst du wegen. So, Irrzeit. So. Nicht genug Wille, um gewünschte Menge zu beschwören. Warum nicht? Weil das Zepter Wille gibt. Irgendwann Wille hat man von Haus aus 100. Okay, dann haben wir jetzt einen Scheiß gemacht. Aber brauchen wir später noch. Irgendwann findet man nämlich ein Offhand mit Wille drauf. Wird so kommen. Herr Wocko, warum dieses traurige Gesicht? Und Mr. Breakaway, warum Dollargesicht? Warum Küsschengesicht? Verstehe ich nicht. Was machen wir dann? Dann behalten wir alles ja so, wie es ist. Catman! Alles Gute zum Geburtstag. Machen wir dann? Das Ding, da ich mir mal noch... Da ich mir das behalten, ich weiß nicht, dann müssen wir noch Zepter Ausschau halten. Das Ding können wir auch verkaufen, drauf geschissen. Dann werten wir einfach nur unsere Fähigkeiten auf. Das ist mal jetzt wahrscheinlich gescheit. Vor allem unsere Skelettkrieger. Das ist einmal das Allerwichtigste. Wo hatten jetzt eigentlich unsere Steine? Habe ich die schon wieder? Habe ich die schon wieder ab? Bitte, habe ich die abgegeben. Es waren noch 11 Stück, oder nicht? Waren das 11 oder einer? Da ist doch 11 gestanden. Jetzt, dann habe ich Riesenkacker gemacht. Hat irgendjemand gesehen, wo die Steine hier verschwunden sind? Spinni? Da ist doch 11 Docken gestanden, oder? Boys! Das war römisch 2. Ja, aber dann müssen die immer noch einen haben, oder nicht? Na gut, dann haben wir den ersten schon mal verschissen. Kann man fertigen Baum, Charakterswahl, Fertigkeitenübersicht. Wie habe ich gleich wieder? Fuck! Ja, da ist 2 gestanden. Das ist eine Stufe 2 Gewinn. Irgendwann, es waren 11 Stück! Ja gut, learn it the hard way. Das ist nämlich jetzt der Skelettkrieger Stufe 2. Früher oder später braucht man sowieso, drauf geschissen, hilft nicht. Gut, dann machen wir Unterstützungsgemme. Die Frage ist, wo wir die reinmachen. Chaosbolzen. Durchbohren, Verkettung, verkrümmende Berührung. Ich darf aber lieber meine Viecher pusten. Fleischschild. Und das unterstützt Fertigkeiten, die Kreaturen erzeugen und gewährt ihnen mehr Leben, aber lässt sie weniger Schaden verursachen.
Instabile Kreaturen. Unterstützt fertige Kreaturen und lässt sie gewaltsam explodieren, sobald sie niedriges Leben erreichen. Hört sich doch auch ganz vernünftig an. Und da haben wir, und lässt diese Kreaturen für eine kurze Dauer weiterkämpfen, bevor sie durch eine tödliche Verwundung sterben. Kreaturen von unterstützter Fertigkeit sterben 4 Sekunden, nachdem ihr Leben auf 0 reduziert wurde. Hä? Letzter Atem, also die kämpfen dann ein bisschen weiter. Kommt der Skelettschütze. Comorbidity. Targets can be affected by +1 poisons from supported skills. Also es ist anscheinend noch nicht alles auf Deutsch übersetzt. Unterstützte Fertigkeiten haben 30% weniger Giftdauer. Das heißt, der Giftschaden tickt schneller. Wenn es auf Gegner ein zusätzliches Gift anzuwenden, verkürzt aber die Dauer dieser Gifte. Was haben wir da? Der unterstützte Fertigkeiten angewendetes Gift zerbricht auch Rüstung in Höhe von 80% des verbrauchten Giftschadens. Das ist ein Rüstungszerfetzen, das schaut auch überhaupt nicht. Unterstützte Fertigkeiten haben 40% mehr Wirkungsbereich. Das ist da mal dieser Gaspfeil, hä? Na, was haben wir da? Beharrlichkeit. Unterstützte Fertigkeiten haben 40% mehr Fertigkeitseffektdauer. Heißt das, die Viecher, die aufstehen, von meinem Exhumieren leben 40% länger? Das war natürlich oberbrutal. Unterstützte Fertigkeiten 35% mehr physischer Schaden, unterstützte Fertigkeiten verursachen keinen Chaos-Schaden, unterstützte Fertigkeiten verursachen keinen Elementarschaden. Also Physical Damage. Hast du völlig den Verstand verloren, Alter? Es ist 5 nach 12 in der Nacht. Ihr wendet jetzt da nichts zu mir gesagt hättet. Hätte ich wahrscheinlich bis um 2 in der Früh, wenn das jetzt nicht passiert war, hätte ich bis um 2 in der Früh jetzt einfach vor mir hingelabert und gespielt und gar nicht mehr kapiert, dass jemand zuschaut. Jetzt kommst du ums Eck mit... Ich hab's halt schon mal gesagt. Da gibt's eine mit der 80er Hose. Es sind nur 660 Leute da. Ja, ich seh's. Jetzt sehe ich es, weil ich wieder nach rechts schaue und mich nicht versuche aufs Spiel zu konzentrieren. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt und ich weiß nicht, was das soll und überhaupt sowieso, aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Von ganzem Herzen Dankeschön. Ich gebe da aber einen unfassbar guten Tipp, falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Der Jahresmerch ist erschienen. Ich hoffe, du bist lange nur dabei, damit du ihn kennst, dass es überhaupt gibt. Und ziehst jetzt die 150 € zurück und kaufst dir davon 3 Pullis und ein T-Shirt. Da hast du wenigstens was davon. Ansonsten kann ich mir das nur erklären, dass, weiß ich nicht, vor einer Woche allesamt Weihnachtsgeld gekriegt haben und gesagt haben, was, leck mir am Arsch. Was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich muss mich darauf verlassen, ihr wisst, was da jetzt. Es ist absolut utopisch. Es ist absolut utopisch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Die Woche läuft schon wieder ordentlich aus dem Ruder, was das betrifft. Das war am Mittwoch auch völlig... Mr. Gute Frage, schreib endlich was in den normalen Chat, ey, dass ich's Maul halten soll, oder was weiß ich. Schluss jetzt! Ich glaub, das ist nicht ganz sauer jetzt! Was, jetzt kann ich wieder von vorne fangen, was der Mann? Exhumieren, Kreaturenpark! Unterstützt die Fertigkeiten, entfernen bei Nutzung 100% eures maximalen Lebens von einer Kreatur im Umkreis, um 40% mehr Schaden zu verursachen. Was? Unterstützt die Fertigkeiten, entfernen bei Nutzung 100% eures maximalen Lebens von einer Kreatur im Umkreis. Also irgendein beschwörtes Viech. Um 40% mehr Schaden. Unterstützt Fertigkeiten, die ihr selbst verwendet und entzieht bei der Verwendung das Leben eurer Minions, Kreaturen. Um den Schaden dieser Fähigkeit... Das heißt dann, der Schaden von Exhumieren wird mehr. Mori schreibt, es sind mindestens 4 Monate für den DayZ-Server. Ja. Oder... einfach nicht. DayZ-Server wo? Man sieht dir gleich was möchtest du Name. Was, wo? 150, da geht der Server diesmal länger. Ja. Geh weiter, jetzt hackelt man nur ein bisschen alleine ins Viech. Ich arbeite dran. Ich glaube, dass ich mich für die Beharrlichkeit entscheide, dass die Viecher, die ich aufstehen lasse, durch mein Exhumieren 40% länger leben. Ich hoffe, das tut's auch. Schneiden.
So, und jetzt steckt, ich muss Ihnen mal zeigen gehen, steckt dieser Unterstützerstorm, steckt da beim Exhumieren drin. Ich konnte ihn aber auch woanders hinstecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Also ich konnte den Stor auch rausnehmen und kann da einer tun, aber eventuell bringt er da halt nichts. Weil es gibt keine Fertigkeitsdauer bei den Skelettscharfschützen. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Oder doch, macht tatsächlich Sinn. Das heißt, überall, wo ich ihn reinstecken kann, bringt er auch was. Was er bringt, das weiß ich nicht. Das ist mir aber auch scheißwurscht. So. Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt prügeln wir uns ganz gekonnt noch eine Runden durch. Hoppala. Prügeln wir uns noch da um und machen wir noch eine Quest. Was haben wir da? Hexenhütte. Los geht's. Da, wir nehmen natürlich den Wegpunkt. Kann man den einfach so klicken? Na, anscheinend nicht. Muss ich da in einen Wegpunkt hinein? Schauen wir mal. Miau. Miau. Ja. Schnellreise! Daumen nach oben. Very good, very nice. So, Schlammgrube brauchen wir nicht. Das geht da irgendwo weiter. Ah, ja. Ja. Ich hätte einfach meine Skelettkrieger aufwerten können. Halten Sie mir raus. Immer schön reinkasten. Gewertfertigkeitsstufe 1 Chaosbolzen. Haben wir schon. Ich muss mich erst einmal dran gewöhnen, dass diese... Oh ja, war das ein Crypt oder was? Ich liebe es. Hoffentlich haben wir später so viel Mistviecher, dass alles wurscht ist. Meine Flasche nehmen wir mit, alles gibt gut. Das Exhumieren fühlt sich ja richtig wuchtig an irgendwie. Wie viel so kleine Viecher kann ich denn eigentlich haben? Hartholz-Tartsche, Gewertfertigkeit, Schild heben. Brauchen wir nicht, haben wir schon gehabt. Es geht halt nur relativ zag alles, das ist ja klar. Wir haben ein Level 3. Immer schön festhängen. Sobald ich die Gegner nicht mehr festhängen kann, weiß ich, ich bin zu schwach. Der Grellwald! Da muss meine jetzt kosten. Frage! Machst du die Umfrage einmal zu? Gute Frage. Was? Wie viel? 1300 Stimmen? Wer wartet auch gerade? Ja, Kruzifix. Die Hälfte. Also 600 Leute warten. Alles klar. Jetzt waren ein paar. Umfrage vergessen. Dankeschön. Kuss auf die Nuss fürs Erinnern. Was ist das wieder für Ekelkackviecher? Tu da mal ein Giftpfeil rein. Was ist denn mit dem? Kann bis der Renten heute ein Vier wieder umwandelt bei aus. So sind wir dort. Durchsucht den Grellwald nach Beweisen für die Aktivitäten des Grafen. Leg mir mal schon die Mistviecher für aus. Bist du gut oder böse? Weiß ich nicht. Mittleres Mana-Fläschchen und Lebensfläschchen. Nice. Upgrade. Nehmen wir natürlich mit, aber da müssen wir erst Viecher killen. Damit wir bist du schon wieder Boss, oder was? So, die Scheiße, ich hab gar kein Ding nicht. Ich hab gar kein Leben. Alter, was passiert denn da? Das ist einfach nur irgendeine Scheiße hinter, der kann schon wieder mehr wie alle anderen. Jetzt auf! Jetzt auf! Wann meine Viecher? Ich muss hier mal kurz weg. Ich muss hier mal kurz weg. Wann meine Skelly Boys? Ich muss 4 killen. Ganz Skelly Boys. Viecher zaubern! Durch Viecher zaubern lohnen sie normalerweise deine Tränke wieder auf und so. Ich jetzt da. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel dass wir da killen müssen, aber anscheinend einige. Bruder, zähe Geschichte. Zähe Geschichte!
Wieso lohnen sie meine Eltern nicht auf? Ich verbrenne doch! Einfach eine Haube. Ich brauche jetzt keine Haube, ich brauche Mana oder irgend sowas. Ah! Müssen wir es so machen, das hilft uns nicht. Chaos Bolts to your face! Warum ruhe ich mich jetzt da durch das Eis durch, sag? Ja, okay. Da kassieren wir die Töpfe, aber jetzt haben wir auch wieder ein Ding. Nochmal. Konzentration. Da ist ja jeder kleine Elite-Fight am Anfang ist anscheinend nicht einfach draufpimmeln, wird schon passen, sondern gut, war wahrscheinlich einfacher, wenn ich meinen scheiß Steine verschissen hätte, aber gut. Kriegen wir schon wieder. Kriegen wir schon wieder. Bis dahin gibt's Chaos Bolts to your face. Ja, Zeit wird's, du Mistvieh! Oh, Unterstützungsgem. Sehr gut. Ja, wir müssen gleich mit unseren Skelettkriegern müssen wir unbedingt leveln, die müssen unbedingt mehr aushalten. Das ist ein totale geringes Lebensfläschchen. Und ein Gem. Das heißt, wir haben ein kleines Flascherl aufgeglaubt, aber keine Identifikationsrolle. Und auch auf den Fläschchen, also die Consumables, die wir da haben zum Mana und Leben wieder aufladen, können ebenfalls Stats drauf sein. Die kurz, was weiß ich, kriegst kurz mehr Runspeed und lauter so Sachen. Was haben wir da? Du hast echt der IC-Server wo? Man muss ja mal die wirklich wichtigen Dinge ansprechen. Wo? Der IC-Server wo? Du hast vollkommen recht. Die kannst du so oft ansprechen, wie du möchtest. Keine Ahnung, für was vom Spiel und was vom Server du redest. Keinen blassen Dunst, Freunde der Sonne. Die geschissenen Skelette fallen um wie ein Stückchen Viech. Müssen wir nicht auch noch 4 holen, das hilft mir. Wir sind immer noch auf der Suche nach Aktivitäten des Grafen, oder? Sehe ich das richtig, ja. Wo auch immer die sind. Aber die werden wir schon irgendwann... Oh shit, jetzt haben wir ein bisschen Pfeife hier triggert da. Birger, probieren wir den Unterstützungsgem unter dem Gürtel reinzulegen. Guter Punkt. Guter Punkt, Sekunde. Machen wir gleich. Ich muss jetzt da ein bisschen in die Viecher hineinpimmeln. Achtung. Na, geht nicht. Bin ich schon gespannt, was das ist. Aber es wird schon nur erklärt werden. Ach, das sind meine Vieh. Cool. So viel Werwolfschund. Go away from me. Go away from me. Aber finally
Identifikationsrolle. Schauen wir uns den Bums einmal an. Hoppla, da wollten wir nicht hin, da wollten wir hin. Was haben wir da? 22% der Wiederherstellung wird sofort angewendet. Nice. Da nehmen wir noch das Ding rein. Jetzt warte mal. Erfordert Stufe 4, regeneriert 50 Leben und verbraucht 10 von 60 Füllungen bei Nutzung. Wie viel Leben regeneriert? 50 Leben. Und das 90. Ja, helft uns nicht, das ist ja bloß ein geringes, drauf geschissen. So, aber wir können noch mehr einen Support-Stab bauen. Und da die jetzt sagen, Kreaturen von unterstützten Fertigungen 35% weniger Damage, Kreaturen von unterstützten Fertigungen haben 50% mehr maximales Leben. Und verursachen 15% maximales Feuerschaden an Gegnern im Umkreis. Das heißt, wir könnten unsere Skelett-Boys explodieren lassen und dann unseren Pfeil da reinringen, dann explodiert alles. Kreaturen sterben 4 Sekunden, nachdem ihr Leben auf 0 reduziert wurde. Das ist natürlich nichts. Also entweder mehr aushalten, mehr Schaden, weniger Schaden oder explodieren lassen. Probieren wir mal explodieren lassen, weil es eh wurscht ist. Rein damit! Wir hätten natürlich auch den anderen Stor, glaube ich, aufleveln können, aber das ist mir jetzt wurscht. So, jetzt schauen wir mal, wo wir aktiv ist. Dafür müssen sie aber halt sterben. Das heißt, das kann ich nicht timen. Das ist eigentlich was mir gar nicht gefällt, aber gut. Eine Steppweste. Westige Weste. Explodiert ist immer gut, das was der Lord Sitz sagt, oder recht. Herr Nico, die habe ich übrigens übersehen, es tut mir leid, Kuss ab die Nuss, mir so ein Reset, der Bierger und Chat, wie ist das Spiel? Bis jetzt bin ich begeistert. Hab natürlich aber auch die Fanbrille auf, da müssen schon. Jetzt hat's was zerrissen! Irgendwas hat sie am zerrissen. Level Up war auch mal nicht schlecht. Nochmal in die Viecher eine skillen. Vor allem mehr Schaden, weil die Viecher fallen mir nicht schnell genug um. Eine Lagertruhe. Was noch geil war, ist, wenn das exhumieren. Eine Holzkeule. Wenn das Exhumieren da irgendwie slowen darf oder so, war noch ganz cool. Und ich muss mir gleich mal angewohnt, dass ich einen Kuh-Hefter hernehme. Wo sind die Viecher? Da schaut es nicht gut aus. Da schaut es nach Ärger aus. Jetzt hat es was zerrissen. Hat jetzt das irgendwas gebracht mit dem Gift? Nicht, gell? Nicht wirklich. Level up! So, wo gehen wir? Eigentlich müssen wir sofort da auf, nicht da rein. Das heißt, machen wir die Viecher nochmal stabiler. Hilft nicht. Punkte anwenden, müssen wir nur ein Level grinden. Hilft nicht. Alles andere war ein totaler Krampf. Ich seh einen Scheißdreck. Ich seh einen Scheißdreck. Was mir auch noch ein bisschen abgeht, ist Lebensleisten über die Viecher, also über den Kopf von den Viecher. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das bei PoE 1 auch gibt. Ich weiß es nicht. Na, oder dass der Snooze-Beni erster geworden ist. Was? Fertigkeitsgem. Easy. Giftpfeil drauf. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Giftpfeil rein. Jetzt hat's geschäbert, meine ich. Jetzt, meine ich, hat's geschäbert und samt die Leichen und alles, was da ist.
muss da für eine Horde von Viechern schon umeinander reden, wenn Viecher einfach sterben und aus den Leichen neue Viecher werden. Das ist einfach nur satisfying. Sehr, sehr, sehr... nicht mich hauen. Geh weg, ich hab keine Vier. Geh weg, ich hab keine Vier. Gib ihm einen Giftpfeil. Lass meinen Skelly Boy in Ruhe. Abflug. Gib ihm... oh, Kettenpanzer. Einen knockerten Kettenpanzer. Zum Craften habe ich jetzt noch gar nichts gefunden. Also keine Steine irgendwas, dass man selber mal irgendwelche Werte auf Item drauf craften kann, aber da haben wir auch wahrscheinlich noch too early in the game. Was haben wir da? Da leicht was. Das rote Tal. Was kann das? Starterscheid! Ich hab's gesehen, letzten erst wieder auf einem Hardcore-Cycle-Server. Es ist so angenehm, wenn du alleine zockst, weil du nicht darauf aufpassen musst, dass deine Leute nicht sterben, kannst ganz anders in Fight rein. Aha. Na, das wollte ich nicht. Da wollte ich her. Was haben wir denn jetzt da? Da sind wir da im Roten Tal, wir wollten doch aber in den Grellwald. Da ist Ariadne, eine Hexe und der Donnergeist. Und da muss auch noch irgendwo ein Boss sein, das ist aber wahrscheinlich dann ein Lichtfall. Ja, ich glaube, ich habe schon verstanden. Also da haben wir noch zu weit. Da sind wir mir noch zu weit. Wird dann da irgendwas sein. Mal durchpinnen. Wappenschild. Nein, mit dem Schild mache ich noch nicht mehr natürlich. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir mir alles nicht. Spezi übrigens butterweich, falls jemanden interessiert. Mittlerweile, ich merke jetzt ja nichts mehr von den Lags. Oder dass das Steuerung irgendwie nachzieht. Was wahrscheinlich den Servern geschuldet war. Erhöhte Menge, ich scheiße mal auf deinen scheiß Kampfstab-Vogel. Das mit der Rolle ist geil, wenn man es einmal ein bisschen drin hat. Müssen wir immer noch Zeug finden. Das Einzige, was ich offstream auf alle Fälle mal probieren werde. Oh, da ist finally mal der Wegpunkt. Una beschwören, der Verhüllte. Der Baum der Seelen. Was ist das? Das Urteilsverkündung des Grafen. Was ist das da? Una beschwören? What happened here? Una! This shape. Ist mir scheißegal, Una. I'll wait here. The old magics will protect me. By decree of the Count of Ogham, those condemned to hang from these branches are to be left until their hearts no longer beat, their lungs no longer fill with air, and their flesh is no longer warm. In death, you are not forgiven. Your souls Müssen wir da weiter, oder was? here by this ancient moor of maligned wood. Durchsucht das Rote Tal. Will be forever denied. Aber es muss doch dann da noch irgendwie... Rot here in the Grellwood for all time. And good memories. Creamy as fuck. Noch ein 4 zerpimmeln. Und dann da die Song. Machen wir jetzt mal Folgendes. Jetzt gehen wir mal in die Stadt zurück. Ab in die Stadt. Ab in die Stadt. Was kann der Brunnen? Oh, wie in Diablo. Gibt er Leben und Mana. Interesting. Machen wir was für die Truhe. Wir haben einen Haufen Scheiß da. Können wir den irgendwie... Den können wir auch bloß nicht mitnehmen. Ja, dann machen wir es so. Den haben wir da her. Currency haben wir da her. Und das also. Das ist jetzt eine Fertigkeiten-Gem Stufe 2. Erzeugt eine Fertigkeiten-Gem oder stuft eine bestehende Gemme auf Stufe 2 hoch. Das bedeutet... Wir haben da jetzt ein Skelettkrieger Stufe 1. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich hab doch da Skelettkrieger 2. Was? Wieso soll ich denn dann mit... Weil ich nicht anders kann. Weil ich immer nur Wille suche. Ist da irgendwo auf welche... Ist das immer auf dem Zepter drauf, Wille, oder wie läuft der Hase? Goddammit!
Ja gut, wir haben uns da gewonnen müssen, aber was tue ich jetzt mit dem? Das heißt, ich kann meine Skelett-Scharfschützen auf Stufe 2 ausbauen. Oder exhumieren. So schaut es nämlich aus. Warum kriege ich eigentlich das da? Ich fahre Stufe 6. Da kriegen wir dann, das ist wie ein Skilltree, ja, gut, macht schon Sinn. Dann nehmen wir ein Skelett-Scharfschützen und bauen auch aus. Was macht denn das besser? Reservierung kostet nicht mehr 90, sondern nur 65 Wille. Das heißt, wir können vielleicht 2 beschwören. Kostet mehr Mana. Macht mehr Schaden. Skeletal Sniper, alles in die Viecher rein. Schauen wir mal, kann man einen zweiten beschwören? Na, reserviert 130 Wille. Wie viel Wille ist übrig? 35. Kann man einen Skelettkrieger mehr beschwören? Nö. Naja gut. Hilft ihm nicht. Das hilft ihm nicht. Verkaufen. Körperrüstung. Wir haben eigentlich die, okay. Den Schlägel brauchen wir auch nicht. Das Ding brauchen wir nicht. Erhöhter Chaos-Schaum brauchen wir auch nicht. Schädel brauchen wir nicht. Chaos-Zauberstab. Das ist dasselbe in grün, brauchen wir auch nicht. Die Flasche brauchen wir nicht. Und dann können wir eigentlich einmal schauen, ob wir uns irgendwas kaufen können. Haben wir irgendeine Brustrüstung brauchen wir gewiss nicht. Aber mal irgendeinen Helm oder so. Treffgenauigkeit, maximales Mana, Feuerwiderstand, erhöhter Energieschild und Ausweichen. Schaut auch mal nicht, dass man sich die Items einmal beim Händler anschaut, ob die immer noch genauso nutzlos sind wie immer. Schuhe haben wir auch keine. 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Betäubungsschwelle, 10% mehr Movement, Feuerwiderstand, Rüstungsstärke, maximales Mana, Angriffsgeschwindigkeit. Guter Gürtel. Aber was kosten denn die Stiefel? Blitzwiderstand, Betäubungsschwelle. Ja, nehmen wir die da. Die kaufen wir uns! Nicht genug Platz vor, um diesen Gegenstand abzulegen. Aber so. So. Zack, das Böhnchen da schon hin. So. Larux Mons war der Mode 4. Aber die Reichweite ist halt der Hammer. Von was zur Hölle in Gottes Namen redzen ihr eigentlich? Ach, das Ding ist bereits identifiziert. Das ist einfach locker die Rüstung mit 10 Geschick. Was ist denn mit dem Scheiß? Ich bin fort mit dem schon. So, dann machen wir es so. Rechtsklick und wenn ich da jetzt Gemme drauf tue und mache das Ding dann grün, mach so, Gem, Zuweisung, okay, und ich mach so. Landet der dann da automatisch? Ich liebe es. Er landet automatisch im zweiten Tab. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Birger, es geht um Daisy. Ich merke schon, dass er hier da um Daisy ist eigentlich scheißegal, was ich da eigentlich treibe. Ich merke schon. Freunde der Sonne, ich sage euch jetzt was. Ich mag jetzt nicht mehr. Also ich werde schon noch weiter spielen, aber ich mag nicht mehr da sitzen und dumm vor mich hinlabern. Der Stream dauert jetzt 4-3/4 Stunden. Ersteindruck super nice. Aber es ist auch nur der Ersteindruck mit einer Stunde Playtime. So wie der freiwillig wie es ist. Doch, lass laufen. Ja, dann muss ich aber schnell in die Rache gehen, das hilft nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht mag. Dass ich einfach schnell in Ruhe eine Rache gehen kann. Ja, muss er halt mit Verzögerung streamen und wie schon gesagt, wäre es ein Zuckerl für die Community, nachdem es da in jedem Stream einen guten Batzen reinschneidet. Herr Wocker, das hat mit dem Einschneiden nichts zu tun. Ich habe schon immer gesagt, es wird keinen Server mehr geben. Ihr könnt zwar 5.000 € erscheißen, es wird von mir keinen DayZ-Server mehr geben. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich leite den Server für die, sage ich, nein, ich will keinen DayZ-Server mehr machen. Das Ding hat so viel Schano gekriegt und so viel Blutsarbeit gekostet und wenn man ganz ehrlich ist, rein gar nichts braucht außer gegenseitiger Hate innerhalb der Community. Es wird keinen DayZ-Server mehr geben. Das hat nichts damit zu tun, wie viel da eingespinnt wird oder sonst was. Absolut gar nichts. So, das wollte ich einfach nur mal kurz gesagt haben. Ich wiederhole, es wird hier keinen DayZ-Server mehr geben. Heißt nicht, dass wir mir niemals wieder DayZ spielen. Oder ich zumindest, im Stream. Aber ich werde nie wieder, ich wiederhole, in aller Klarheit und Deutlichkeit, nie wieder einen eigenen DayZ-Server machen. Nie wieder. It's not gonna happen. So. War das deutlich genug?
Ich hoffe. Ah, so, jetzt muss ich mir mal zurückladen. Mal was trinken. Ja, dann gehe ich jetzt eine Rache. 5 Minuten Pause. 5 bis 10 Minuten Pause. Ich muss ja mal pissen, was zum Trinken holen. Eine Rache, vielleicht Rache sogar 2. Schauen wir mal. Und in 10 Minuten bin ich wieder da. Bis dahin lasse ich euch natürlich das Ding da wieder laufen. Was darf man sonst? So, ich bin da. Dann mache ich das Ding ein und dann seht ihr wenn ich wieder da sitze und dann würde ich sagen, hauen wir rein. Ich bin gleich wieder zurück. Und dann tun wir mal ein bisschen weiter pümmeln. So. Bis gleich. Mein Gott. Alter, wie gut ist denn das bitte gemacht? Du holst dir am Auge. Der Soundtrack ist Oberwelt, ganz ehrlich. Schlägerei bricht aus um den Reifen, Alter! Fahr ihn gleich ab! Erst auf! Bobby! Tapezieren! Wer zur verfickten Hölle ist ein erster Song? Meine Herren! Meine Damen! Meine Enttäuschung ist maßlos! Und mein Tag ist ruiniert! Treffer, Feedback! Oh! Puh, 80 Euro, Freunde, das sind 80 Euro! Warum springt denn und fliegt das andere Schiff da hinten? 80 Euro! Was in Gottes Namen soll das denn darstellen? Sag einmal. 80 Euro! Bist du über dem? Wieso werden neu? Was ist denn das für Steuerung? Oh! 80 Euro! €80! Die Kanonenkugel einfach von außen und fliegt in die Richtung. Pass auf. Da ist eine leichte Biegung in der Kanone, die sechst du ahnungsloser bloß nicht. 80 Euro! Ah ja, jetzt sind es 5 Lichter. Rechte Maus sich gedrückt halten. Das mach ich. Und genau. Wolle, du Wichser! Ah ja, natürlich müssen wir nach. Oh Gott! Ich hab Vollgas auf mein Mikrofon aufgekratzt. Ach komm! Ah! Ah! Oh no! Oh nein! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Und jetzt überlegen wir uns irgendwas Lustiges, wie wir uns alle gegenseitig umbringen, weil ich arme Chef Ihr kennt uns mit bei Money! Das mit bei Money! Was soll ich jetzt da sagen dazu? Ich will... Birke, ich brauche eine Antwort. Ich kenn keinen Schmiedbauer Mani, Alter, was lauerst du? Der Schmiedbauer Mani, was weiß ich denn? Ist schon recht. Schleicht euch jetzt, nehmt das Geld, nimm Das den Hut. mit bei Money, das ist ein guter. Musst du mal schauen. Aber der Fenrir ist doch der brutalste Fohling. Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Gabe, what the fuck? Er ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Nein. Oh, Frau. Fick dich, Spee. Keine Ahnung. Wird schon passen. Und da ist jetzt Barber, Kurva. Barber! Thank you, boy. Barber! Ist ein Biber, ich hab keine Ahnung. Oder ist einfach ein Waschbär auf Crack, ich hab keine Ahnung. Schau, was passiert. So.
Warte, ich muss kurz... Da muss ich kurz aus der Rüstung rausschlüpfen. Warte schnell. Komm schon mal. Exekutieren! Nein. Oh mein Gott, ich kann den Hund streichen. Ich flipp komplett aus. A few moments later. Ist der Fussi? Hat die der Fussi gebracht? Die Frau, muss ich den Fussi fahren? Muss ich den Fussi fahren? Wo ist der Fussi? Wo ist der Fussi? Da ist der Fussi. Muss ich den Fussi fahren? Fang den Fussi! Fang Fussi! Wenn du mal so drüber nachdenkst, hat jeder da herin, mal, wenn du verkehrt rum rausgekommen bist, also jeder, der wie ich verkehrt rum rausgekommen ist, mal kurz seine Mama als Hut aufgehört. Nur kurz. Denkst mal drüber nach. Eine andere Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, ist, wenn deine Mama mit dir schwanger ist und die geht ins Freibad, bist du dann in einem U-Boot? Geht das ja als U-Boot oder als Neoprenanzug? Dreh! 295 Depf. Das halte ich für ein Gerücht. So, und wir diesen hier. Wer ist noch da? Oh, bitte nicht wieder das mit dem Hund, da kann ich schon wieder rot zum Wasser rennen. Ja, Husky-Freak. Steht in deinem Namen. So, haben wir mir eingekauft, Inventar ist leer, was wir da ein bisschen mitnehmen. Für unterwegs. Wir kommen. Ah ja. Halt, stopp. Da nehmen wir 3 mit. Identifikationsrolle, rein damit. So, jetzt müssen wir mal ein paar Meter machen. Ich habe ein bisschen Anschiss gekriegt von der Bürgerin, die schläft schon. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil sonst gibt es aufs Maul. Es war aber eine schnelle. Lustig ist, dass ich 2 geraucht habe. Vielleicht habe ich auch, das Problem ist aber, vielleicht wollte ich auch einen rauchen. Das weiß ich schon. So, wo ist die kleine Map? Wo ist die Tier? Wir müssen da oben ins rote Tal, ins rote Tal hinein. Na, die 10% Run Speed merkt man sofort, mag ich behaupten. So, ab ins rote Tal. Ein bisschen der wir schon noch. Ein bisschen wird schon reingedüdelt. So, aber es ist. Birger, da die Hashbrüder. Hashbrüder. Nein, nicht wirklich. Der ist also kein Dorf. Wo sind eigentlich meine Skelly Boys? Kann man das etwa sagen? Kinder, wir haben einen Zwingsschaden. Da ist zu wenig Schaden am Start, ich vergieße aber auch gerne meinen Kuh. Sehr gut. Und weiter geht's. Die Viecher haben schon ein wenig Zack, so ist es nicht. Oder vielleicht habe ich einfach nur einen Scheiß zusammengeskillt. Also erst mit Gift. Gift rein, wenn so ein zerreißt es alle. Los! Ja genau, das wollte ich damit erreichen. Was willst du da überhaupt tun? Du suchst das rote Tal nach den Obelisken aus Rost. Oh Gott, die komische. Wander die Karre! Viel Teufel! Asozial. Immer schön rein ins Viech. Zerpimmelung des Morgen. Wieder jetzt steht da hinten bleiben. Oh, ja, also die Fähigkeiten-Dinger droppen anscheinend relativ oft, so wie ich das da sehe. Schmiedehammer können wir nicht brauchen. Jetzt haben wir wieder eine Stufe 2 Gem. Was kann man aufwerten? Wir werten sofort Exhumieren auf. Was macht denn das dann? Es kostet aber noch mehr. Erfordert Stufe 3, 9 Int. Verursacht 4 bis 5. Bis 6 bis 8 physischen Schaden. Macht einfach mehr Damage. Verseuchung war aber auch mal interessant, diese Dot. Machen wir da, wenn es soweit ist. Müssen wir jetzt da noch irgendwas da dafür? Nö. Die sieht gut. Sieht gut aus. Dynamischer Boden. Warum schieße ich da nicht immer als erstes mein Gift rein? Das macht so viel mehr Damage wie alles andere.
Aber der Turmset darf halt nicht sterben, gell? Leute, das muss aufhören. Ein Tellerchen. Leute, das muss aufhören. Ihr kennt mich nicht, das kann nicht euer Ernst sein. Nein, das kann nicht euer Ernst sein. Moritz, ich hab schon dein Merch bestellt, Zerpimmelung, ich bin besoffen. Ich frage jetzt, bin ich Arschloch genug, dass ich jetzt gnadenlos ausnutze und irgend so Sachen sage, wie das ist Zwing, das lese ich gar nicht? Und Moritz, Schluss. Merci dir. Die habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. Das sind immer die gleichen Pappenheimer. Vielen herzlichen Dank. Kuss auf die Nussmo. Ruhe jetzt. So sieht's aus. So, Heim. Maximales Leben nehmen wir mit, besser als unserer. Den können wir nicht brauchen. Lebensfläche, verringerte Füllung pro Nutzung. Ach, das Ding Häutling oder was? Ja, das ist auf alle Fälle besser wie unseres. Das nehmen wir mit. Dumm ist natürlich nur, dass das dann am Anfang leer ist. Aber gut. Wildnis, um Gottes Willen. Schnell stirbt irgendwas. Brauchen wir Viecher. Gehen wir bloß so vor oder droppt jetzt da auch mehr? Habe ich schon das Gefühl. Der Cooldown von meinem Giftpfeil ist noch ein bisschen hoch. Da haben wir Mullwickel. Was denn? Oh, Handschuhe haben wir auch noch Schrott an. Oh, Ausweichwert, Energieschild, Blitzwiderstand. Ja, jetzt nicht also super Wahnsinn, aber sie sind auf alle Fälle besser wie den Schrott, den wir mir haben. Und los. Phase 1, Giftpfeil rein. Los den Skellyboy in Ruhe. Identifikationsrolle nehmen wir natürlich mit. Blärmeln! Mit einer Krache drin. Ja, wenn es die Viecher zerreißt, ist halt schon. Das ist einfach satisfying, kannst du sagen, was du möchtest. Macht einfach immer Spaß. So, nichts Blut. Da du halt noch nicht gesehen hast. In Zukunft gibt es eine mit der 80er Wasserwag. Ja, ich brauche nicht mehr Spähen und wir level up. Oh, ich muss kurz spähen. Moritz, Schluss. Ich mein's ernst. Wenn du wirklich angesucht bist, dann ist das jetzt das Schlechteste, was du kannst. Moritz, kennt noch einmal ein Kruzifix, fragt er. Wenn die Zeit gekommen ist. Wenn das da heute ein Totalausfall gewesen wäre, war wahrscheinlich uns gekommen. Ähnlich wird es wie Diablo Immortal. Eine Armbrust, aber die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ein eisiger Stab, Gebärfertigkeitsstufe 2, einfrierender Splitter. Ist das ein Zweihandwaffen? Weiß ich nicht. Schuhe, ist das ein Zweihandwaffen? Ja. Können wir nicht brauchen. Mo, bitte, Schluss. Vielen Dank natürlich, aber Schluss. Just don't. Es ist fast 1 in der Früh. Ich sitze auch bloß noch da und labert irgendeinen Blödsinn. Please, just don't. Der Amount of Donations war halt schon wieder maßlos übertrieben. Checkpoint, den können wir brauchen. Mein Skelettbogenschütze noch, ja. Vielen Dank, aber Schluss jetzt, bitte. Im Ernst jetzt. More Mana, sagt's. Oh, da ist der Obelisk des Rostes. Ich hab ihn ganz übersehen. Wo ist er? Was kann der? Kann der was? Wir brauchen mehr Viechers. Mehr Viechers. Rein ins Gedöns. Der Bayer! Gute Nacht, Birgi, hau mir eins Bett. Herr Bayer, hauen Sie sich hinein. Merci dir. Schluss jetzt. Besiegt die Monster. Oh, das stimmt nach Fähigkeit. Jetzt mit dem Bums eine. Und dann muss ich noch sterben. Das ist schon mehr gesehen. Oh, runenverzierter Gürtel.
Oh, wir haben ein Level-Up. Ich wollte überhaupt nicht eingeskillt, ich Trottel. Jetzt haben wir die dicke Note. Rohe Zerstörung. Nochmal 16% Zauberschaden, Kreaturen verursachten 16% erhöhten Schaden und 10 Int. Was uns Int, also Intelligenz, direkt bringt, weiß ich nicht. 1 Intelligenz ist gleich plus 2 Mana und 5 Intelligenz ist gleich plus 1 Intelligenz Unterstützung Gemmenkapazität. Ach ja, stimmt, wir können nur eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsgems bauen. Kapazität der Unterstützungsgems. In Int kann ich maximal 5. Strength 1. Dann ist dieser Int-Stor anscheinend. Und dieses Stärke-Stor oder was? Okay. Wulfric, beste Grüße vom In Extremo-Konzert. Bin auf dem Weg heim. Ich wollte gerade sagen, es ist eins der Früh. What the fuck are you doing? Kommen Sie gut nach Heime, nach Hause, Herr Wulfric. Merci dir. Herz jetzt mit dir, dann lese ich, was rede ich nämlich. Dankeschön. Machen wir es einfach so. So, haben wir jetzt da mal mehr Damage, Boys. Oh ja, ich glaube, ein mittleres Mana-Fläschchen haben wir schon. Brauchen wir nicht. Jeden Schund brauchen wir auch nicht zusammenglauben. Müssen wir noch mehrere so Rostdinger zusammenglauben? Ah ja. Ah, kommt alle her. Kommt alle her, ich tue euch alle weg. Oh, das... Vielleicht war es ein bisschen früh. Oh, die Skelly Boys müssen wieder aufstellen, dann haben wir wieder fit. Unifizierter Schutz. That voice. He sounds like fun. He sounds like fun. Interessant. Wo ich mir noch ein bisschen schwer tue, ist, meine eigenen Viecher im Gewusel von den anderen zu unterscheiden. Das ist nur ein bisschen... Man kann der grüne Glow, kann der Bissi. Weißt du schon? Bisschen dicker sein. Oh, es geht schon. Slashi, Grüße aus Livonia vom Vordonos. Der hat sich gerade Daisin oder was? Ihr gottverdammten Daisinarischen. Ruhe jetzt. So, wir werden der letzte sein. Da ist einer, aber ich vermute ihn hier hinten. Werden man schon finden. Mehr Viecher braucht das Leben auf alle Fälle. Das mag er, wenn es einen Scheißdreck reißt. Schmeckt. Blaming! Weg mit dem Blaming! Giftpfeil rein! Ja, irgendeine Feierfähigkeit brauchen wir noch, dass wir diesen Giftpfeil aktiv entzünden können und das dann alles zerreißt. Da war noch ein Schmankerli. Armbrust nehmen wir auch mit. So. Das wird allerdings dann interessant. Oh, da war es auch noch runtergegangen. Ich voll Depp, das habe ich übersehen. Habe ich ihm übersehen. Moritz, Grütze, fix nochmal. Jetzt habe ich es übersehen. Bedanke dich beim Moritz, der hat die 3 gesagt. Ich habe gerade beide Wahrheit oder Pflicht verloren. Hocken gerade mit der Spätzl zusammen. ADWD. Moritz und Spätzin, vielen Dank. Schluss jetzt mit der Scheiße. Es gibt wahrscheinlich nichts Dümmeres auf diesem Planeten, als Besucher sein Geld irgendeinem Vollidioten im Internet zu geben. Schluss jetzt. Mach's halt dann wenigstens, wenn du nüchtern bist. Please, stop it. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Ende jetzt. Warum an Wahrheit oder Pflicht? Und morgen verzeihst dann alle, dass du 300 Euro versuchen hast. Also ich das.
Du hast die Donation von Moritz überlesen, der ist gerade kotzen gegangen. Hahaha, ist ja nicht mein PayPal-Konto. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich einfach nicht. Minusfreund ever. Mari, du hast allerdings recht. Wenn das jetzt wirklich wahr ist, dann ist das allerletzte, Alter. Dann ist das allerletzte. Aber das irgendwie glaube ich es nicht. Keiner von Freunden geht her und wirft 120 Euro von seinem Spezi aus dem Fenster. Das glaube ich einfach nicht. Moritz und Freunde, jetzt ist Schluss. Moritz, Zukunftsmoritz, wenn du wieder zurück bist, du gehst in dein PayPal-Konto und ziehst alles wieder zurück. Auf der Stelle. Ansonsten werde ich sag's jetzt einfach freiwillig, wie es ist, ich werde jetzt nicht mehr darauf reagieren, weil das utopisch ist. Und ich meine es wirklich ernst. Zieh das zurück und gut ist. Sagt kein Mensch irgendwas. Und ihr im Chat hört jetzt auch auf, dass ihr provoziert. Bitte. Ich meine es jetzt wirklich ernst. Das ist eigentlich nicht lustig. Schluss damit. Nein, dem tut's nicht weh. Mir zerpimmelt man jetzt Viecher. Schluss mit dem Schund. Wir müssen noch einen Obelisken finden. Das ist wichtiger jetzt. Ein paar Waffen und nichts rausfällt. Warum nicht? Wo rennen meine Skelly Boys hin? Überall sind viele. Irgend so ein Boss, der ich heute schon noch gern singen. Oder wie es ist. Eine verrostete blaue Truhe. Kampfstab. Ja, dann gehen wir langsam mal. Nein. Mori, Schluss. Ich meine es jetzt wirklich ernst. Schluss auch im Chat jetzt da irgendeinen Scheiß außer zum Provozieren. Bitte. No. Sie fix, ich kann nichts mehr aufglauben. Komm mal, das werden wir jetzt einfach mal schnell testen, jetzt passen wir auf. Wir gehen wir jetzt. Birger, hab's gerade gesehen, darf ich die 120 Euro zurückziehen? Was ist denn das für eine Frage, Alter? Tu es. Los. Mann, ernst. Sollst sogar mal. Ich weiß, wenn das wirklich war jetzt gerade, dass du gerade nicht da warst und so weiter. Ich meine, du kannst mir verzeihen, ich bin ja nicht dabei. Dann hast du es nicht gehört. Tu es. Ich hab's gerade gesagt. Mann, ernst. Und deinem Spezi, deinem sogenannten, streichst du sauber nicht auf mit dem 8 cm Wasserwagel. So sieht's aus. So. Jetzt probieren wir mal schnell One-Porten. Zurückziehen jetzt. Ich meine es wirklich ernst. So, verkaufen. Das ist ein Quest-Gegenstand, verkaufen. Den geschissenen Stadt, in der wir auch weg. Passt. Gehen wir da her und wieder zurück. Passt. Ja, leck, kommst du um 12:30 heim und der Bier gestreamt. Ja, Glitzi, schaust du. Kommt selten vor, weiß ich schon. Ja, die scheiß graue Items, die klauen wir auch nicht mehr zusammen. Weg damit. 28 Leben. Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände. Nehmen wir mit. Was haben wir für Boots? Betäubungsschwelle können wir nicht brauchen, aber lass uns mal drin, können wir verkaufen. Birger, streamst du PoE 2 noch einmal? Bernie, das ist eine richtig gute Frage. Ich werde mir jetzt das die nächsten beiden Tage, also morgen und am Sonntag, habe ich auf alle Fälle sehr viel Zeit, werde mir das nochmal anschauen. Also ich werde durchspeien, ich sage das ganz ehrlich, ich werde reinsuchen in das Ding, bis da die Kotze aufkommt. Ich werde überlegen, ob ich einen Stream dazu einschalte, mag aber nichts versprechen. Sag ich auch gleich.
weil ich einfach, das haben wir bei Diablo gesehen, nicht in der Lage bin, 3 Tage lang, 15 Stunden lang zum Schmatzen und so aktiv dabei zu sein, wie es da jetzt heute war und hoffentlich immer noch bin. Sonst muss ich die nächste Woche den Stream ausfallen lassen, weil ich nicht mehr schmatzen kann. Und dann werde ich mir überlegen, ob wir nächste Woche noch mehr einhauen. Mal gucken. Kann's noch nicht versprechen. Aber ihr habt's ja Bock. Offensichtlich, es waren halt die ganze Zeit, gut, jetzt ist es in der Früh. Vorher zur Primetime und so waren über 1000 Leute da und das relativ konstant. Das sind interessantere Zuschauerzahlen als beim Landi. Da habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe auch niemals damit gerechnet, dass es jemals so zustande kommt. Jetzt, wenn man nicht bald irgendjemand sagt, wo der letzte Scheiß Obelisk ist, dann kriege ich einen Vogel. Mal gucken, wir werden sehen. Trüchen, nichts drin. Sei passiv, wenn du nicht schmerzen magst, dann kann schauen, wer Bock hat. Das tue ich halt so ungern. Ich kann es halt nicht. Das ist ja das Problem. Und ich mag halt nicht, dass diese Streams oder sich das vielleicht irgendjemand denkt, dass dieser Kanal oder ich mit meinen Streams in so eine passive Let's Play-Scheiße abdrifte. Das mag ich nicht. Das glaube ich, mögt ihr nicht. Oder die meisten nicht, sagen wir es so. Wo waren wir jetzt da noch nicht? Kruzifix. Jetzt da oben noch weiter, glaube ich nicht. Musst du nicht einblähen bei dem Spiel? Ja, kennst du, da habe ich auch die ganze Zeit umeinander bläht. Und das, wenn ich halt einfach nur mal 5 Stunden am Stück tue, natürlich kenne ich das in meiner Stimme. Das ist ja klar. Bald Bürger-Reacts. Gegen Bürger-Reacts, gegen Besänfung habe ich in der Regel auch nichts, überhaupt nicht. Ich schaue es mir ja selber an. Mittlerweile habe ich schon verstanden, was da das Interessante und Amüsante dran ist. Aber das wird auch kein Reaction-Kanal nicht. Ja? Ich mag einfach beibehalten, dass die Streams 2 bis 3 Mal in der Woche, dass die einfach 2-3 Stunden lang sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen länger, wie zum Beispiel heute. Kommt aber auch eher selten vor. Mein Gott, da ist der scheiß Obelisk und er wird auf der Karte nicht. So, Checkpoint, letzter Obelisk und los geht's. Wo sind die Viecher? Besiegt den Rostkönig. Oh mein Gott. Haben wir da jetzt unseren Boss? Oh mein Gott, schaut aus wie der Rune King aus Diablo 3. Piss dich, du Wichser. Was ist das? Oh. Haben wir da auch schon wieder mehr Mechaniken beieinander wie bei allem anderen. Brauchen wir die Skelly Boys. Skelly Boys drauf! Au. Ah, meine Skelly Boys sind schon sehr squishy. Au! Achso, ja, halt, stopp. Halt, stopp! 4. Nicht wieder instanten, bitte. Au. Au, jetzt haben wir sie. Der hat so, was mir auch schon aufgefallen ist, die Viecher haben so eine kleine gelbe Leisten unter der Lebensleisten. Das ist offensichtlich eine Haltung, da kannst du das kurz staggern. Das ist auch, glaube ich, zumindest neu. Und ich finde es anders cool. Au, oder was sauber nicht geschmiert? Nein, geh weg. Viecher beschwören, Viecher beschwören, Viecher beschwören, haut's drauf. Hau drauf. Easy. Oh, die ersten gelben Items. Nice, nice. Steppweste, nice. Ungeschnittene Fertigkeiten, Gem. Identifikationsrolle, der letzte Questgegenstand, Eisenkrone brauchen wir nicht. Schauen wir mal, was da los ist. Was haben wir? Oh, Stufe 3. Stufe 3! Brudi, Stufe 3. So, einmal Brustrüstung. Schrott. Haben wir hier, gute gelbe. Ist schon Stiefin, Rüstung 22, Energieschild 14. Tu mit denen. Oh, ist da viel Zeug drauf. Rüstung, Max Life, Max Mana, Stärke, können wir wieder nicht so brauchen, wir brauchen eigentlich Int. Blitzwiderstand und Betäubungsschwelle, schaut richtig gut aus, die haben auf alle Fälle besser wie unsere, aber die haben kein Movement Speed drauf. Naja, das ist mir wurscht. Der Moritz schreibt, hab's dir geschickt, passt. Das ist absolut kein Stress, nicht. Alles cool, okay? Alles cool. Aber in Zukunft gibt deine Spätzinn nicht mehr dein Handy.
Und wenn das alles ein wenig eine erfundene Geschichte ist, bevor ich immer ausgehen muss, ich meine, ich weiß, ich bin ja nicht dabei, einfach, wenn du besoffen bist, keine komischen Sachen machen. Just don't. Tu es wenigstens, wenn du nüchtern bist. Dann werde ich mich trotzdem aufregen, aber dann ist es gewohnter Zustand, okay? Baudau, merci für den Zwickel. Ich hau mich, nein, Lurk, viel Spaß, euch bzw. dir, Baudau, merci dir. Kuss auf die Nuss. Sabine schreibt, hallo, spielst du God of War noch fertig? Ja, das wird unser ganzes Winterprojekt. Ich meine, das ist ein 40 Stunden Schinken, da werden wir ein paar mehr öfter brauchen. Wir müssen jetzt mal zurück aus. Kommt nächsten Freitag. Voraussichtlich. Ich weiß nicht, wie hart, dass ich da drin hängen bleibe. Aber jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass nächsten Freitag kommt, also werden wir nächsten Freitag auch Minimum 2-3 Stunden in God of War reinspielen, damit wir das einmal wieder da haben. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Identifiziere mir diese Schuhe. Was haben wir da? 10% Movement, 11 Energy, Mana, Int ist drauf, Feuerwiderstand, regeneriert Leben pro Sekunde. Die haben definitiv besser wie die. Es ist halt kein Max Life nicht drauf, aber das ist scheißegal, weil wir mir eigentlich nicht so aufs Maul kriegen. Minecraft-Server, wo? Hat's auch, Runenstacheln. Was zur Hölle sind Runenstacheln? Zusammen sind die Runen ein Schwur auf einen friedlichen Weg und eine Bitte um Freiheit der Verfolgung. Was kann das? Was tut das? Was? Benutze die Runenstacheln. Was ist das? The tree must bend to my will now. Ach, wir haben ja an dem Baum da mit den Runen gezeigt. Ja, ich verstehe schon. Jetzt verkaufen wir erstmal den restlichen Schund, den wir brauchen. Weg. Jawohl. Und dann wird man... Oh! Okay. Neue Skills. Schwächen. Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung. Was bewirkt, dass sie weniger Schaden verursachen. Fluch wird nach Verzögerung von einer Sekunde angewendet. Fluchradius beträgt 1,6 Meter. Fluchdauer 6,2 Sekunden. Verfluchte normale, magische oder seltene Gegner verursachen 20% weniger Schaden. Verfluchte einzigartige Gegner verursachen 10% weniger Schaden. Es ist ein bisschen ein Debuff für die Gegner. Aber ich sehe schon, was ich glaube ich haben will, nämlich den Skelettbrandstifter. Beschwört bombenwerfende, wiederbelebende Skelettbrandstifter, die auf Befehl andere Kreaturen explodieren lassen können. Das heißt, ich kann meinen Brandpfeil, also meinen Gaspfeil einschicken, einen Gegner explodieren lassen und alles explodiert. Knochenkäfig, kann ich mir sehr gut vorstellen, was das ist. Das ist einfach zum Einsperren, setzt Gegner fest, was 50% mehr verursachten Schaden entspricht. Es schafft um euch herum einen Ring aus Knochenstacheln. Die Stacheln werden zerstört, wenn die Gegner sie berühren, was Schaden bei diesen verursacht und sie werden gestunt. Käfigradius, Explosionsradius haben wir, Käfigdauer. Auch nicht schlecht. Und da ist wieder so ein Chaos-Ding. Das ist der Entkräften. Ein Projektil, das bei getroffenen Gegnern eine mächtige Schwächung mit Chaos-Schaden über Zeit anwendet. Verursacht 9 bis 16 Chaos-Schaden. Das ist im Prinzip wie unser Chaos-Bolt, den wir da haben, der Chaos-Bolzen. Was mir ein bisschen wundert ist, dass wir mir den Chaos-Bolzen da überhaupt nicht skillen können. Vielleicht ist der irgendwo anders drin, keine Ahnung. Aber ist ja wurscht. Wir nehmen natürlich den Skelettbrandstifter. Oh, Reservierung 50 Wille. Wie zur Hölle? Wie zur Hölle steigert man mir unseren Willen? Dass wir mit mehr Viecher beschwören können. Ich kann die Willekosten für den Skelettbogenschützen senken. Kostet dann nur noch 50, dann kriegen wir nochmal 15 und dann hätten wir 50. Das heißt, ich skill da jetzt noch nicht in Stufe 3 eine, weil es mir da nichts bringt. Ich mag auch keine zusätzliche Fähigkeiten. Mein Chaosbolzen schläft schon. War klar, dass irgendein Scheißdreck wieder kommt. Wir nehmen einen Skelettscharfschützen, dann haben wir nämlich 2 Scharfschützen, die wir beschwören können. Und ab den nächsten Level 3 Gem, den wir finden, nehmen wir dann den Skelettbrandstifter. Dann nehmen wir einen Bogenschützen weg und den Brandstifter dazu und dann müsste es passen. Das ist so meine Idee, das tun wir jetzt einfach so, ist es mir wurscht. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, warum hat denn der Mizi? Warum hat der ein Mizi? Mag auch ein Mizi. Hab ich nicht, ich hab doch so ein komisches Supporter-Pack gekauft, wo ich mit dem vor dem krassen Ding laufen kann, oder nicht? Ja, ist mir wurscht, scheiß drauf. So, das rote Tal, wir müssen zum Baum. Oh, das wird auch angezeigt. Der Grellwald, da müssen wir hin. Und los. Aber den hast du ja eh nur, bis er platzt, oder? Wen, meinst du? Ich glaube, dass der so Bomben wirft. Und es ist ein Ranged Minion.
glaube ich, mit Flächenschaden. Nehme ich an. Und ich kann ihm einen Befehl geben, dass er nicht wie im Skelettbogenschützen da zum Beispiel diesen Giftpfeil zum Schießen, der jetzt nicht gegangen ist aus irgendeinem Grund. You have them. Das rote Tal, der Baum der Seelen, geheimnisvolle Träume, Agner, auf Wiedersehen. So, Runensiegel, das müssen wir alles zusammenhauen, hat's geheißen da. Oh, sogar mit Animation und nicht einfach nur... Do as I command. Release this shade to my service. Ist das unser letzter Boss für heute? Müssen wir mal schauen. Da müssen wir jetzt mal... Oh, ich kann ich nicht nur einen... Moment mal. Ah! Ich kann zwar einen Skelettbogenschützen natürlich beschwören, ich Vollidiot. Einschalten muss ich ihn schon. Nehmt die Runenstacheln von Renly. Was soll das heißen? Der rumstreifende Werwolf. Schaust lang, wenn's da anschlägt. So. He's unconscious. So. Kehrt zum Lichtvorlager zurück und sprecht mit Una, sprecht mit Renly. Das sind die zwei Typen im Lager herin. Machen wir so, passt. Das Sprengskelett. Wir können nochmal nachschauen, weil warum? Wie kommt man in das Menü für diese Gems ein? Das habe ich noch nicht ganz umrissen, glaube ich. Mal alt anschauen. Nein, das mag ich nicht. Wo ist das Menü? Atlas-Fertigkeitenbaum. Gibt es noch nicht. Kartenheimling, soziales Events, Kosmetisches. Kosmetisches. Helmskin. Ah. Was das ist? Ich habe mir ja das mittlere Paket gekauft. Die Ansicht ist ein bisschen sehr finster, ich sehe fast gar nichts. Und einen Begleiter haben wir auch. Ich habe einen Kiwi und da habe ich kleine Glockenkrähe. Und da habe ich eine dämonische Spinne, die habe ich im Ohren sogar, ich weiß nicht mehr wo. Ein kleiner Kiwi, den nehmen wir natürlich mit. Porträtrahmen, nehmen wir den. So, und dann bleibt das jetzt immer so, oder wie? Mikrotransaktionslevel auswählen. Ich sag das, wie es ist, ich mag nicht mit diesem Skin rumlaufen. Weil ich mit Level 10 ausschaue, als wäre ich schon total overpowered. Sag ich dir, wie es ist. Stell dir vor, der Mann kauft sich einen Skin und nimmt ihn nicht her. Aber einen Kiwi nehmen wir mit. Einen Begleiter nehmen wir mit, da unten ist er. Der Baby Kiwi. Ich mag nämlich die Rüstungsteile sehen, wie es ausschauen vom Normaler. Ja klar. So, geht jetzt das Zeug da eigentlich? Unterstützerpakete wird geladen. Gilde. Du besitzt derzeit kein Mitglied einer Gilde. Gilde erstellen. Gilde erstellen. Gib hier den Namen für eine Gilde ein. Birgers Rabatz. Haben wir einen guten... Der Vollbiersgott natürlich. Wir haben jetzt eine Gilde. Tag bearbeiten. Gib einen Gildenstatus ein. Menü. Tag bearbeiten. Kein Tag gesetzt. Was? Ordne Karten im Inventar unten an, um den Gildentag zu buchstabieren. Alle Karten, die du für deinen Tag benutzt, werden zerstört. Ist das ein Gildenbuff oder was? Für einen Tag lang, den dann jeder abkriegt. Muss man sich immer Magic Foundry und so. Das war voll geil. Tag voll, brr. Haben wir mir Gruppe, okay, man kann Gruppen machen, Freunde, niemand online. Gut, ich bin auch gar nicht. Gruppen erstellen, gib eine Beschreibung. Gib im Feld ganz oben eine Beschreibung, eine öffentliche Gruppe zu stellen. Eine private Gruppe zu stellen, lade andere Spieler ein. Das ist ja voll geil. Da ist der Henning! Ach, das ist allgemein Soziales. Okay, ich verstehe. Gildeneinladung, Gilde filtern. Ich weiß nicht, ob ihr da einfach Gilden suchen könnt und dann eine Anfrage schicken könnt. Das war natürlich das Einfachste. Aber normal schon, da steht Anwärter. Tag ist ja Abkürzung normal. Sollen wir VLBR machen? Man, es ist scheißegal, was da unten steht. Man kann es jederzeit umnehmen. Vollbier, Squad. Passt, machen wir so. Was müssen wir machen? Mit der Una müssen wir schmerzen. Una! Una! Renly. Es ist mir echt wurscht, Haupt. Reist zum Dorf Ogram. Und wo ist die Una? Wir kommen da hin. Una, wo bist denn du? Bist du Una? Was haben wir? Finde den Eingang zum großen Gewirr im Grellwald. Nee, falsch. Da Sie fix nochmal, hauen Sie sich hin. Ich wünsche Ihnen was.
Grellwald. Dann gehen wir wieder in den Grellwald, schauen wir, ob wir den Eingang noch finden und dann, meine ich, werden wir uns langsam schleichen, das so wieder, wie es ist. Damit ich morgen ebenfalls um 7 in der Früh aufstehen kann, das ist ja dann in 5 Stunden, und weiterspielen kann. So, jetzt müssen wir was. Finde den Eingang zum großen Gewirr im Grellwald. Ist es ein Wegpunkt zum düstere Dickicht, Friedhof der Ewigen, Rote Tal. Es muss da der Baum der Seelen, es muss da irgendwo einen Eingang geben. Da düdelt man jetzt noch rundum und schauen wir. Und dann werden wir es schon finden. Ja. Merkt man schon, dass das schon ein bisschen. Oh, das schaut doch noch komischen Wald aus oder so, oder? So, eine mit dem Ding. Level up. Level up. So, mag ich das. Wo sind die Viechers? Da oben sind offensichtlich Viechers. So, jetzt können wir nämlich die Viecher auch gleichzeitig wieder zweimal Skillpunkte für den Damage geben. Mana-Entzug, Zauberstab, okay. Hoppala. Was du meine Viecher stehst, du Mistviech. So, schauen wir mal schnell. Da unten, Fähigkeitenpunkt. Wo kämen wir sonst noch hier? Was haben wir da so? Mana-Regenerationsrate brauchen wir noch nicht wirklich. Zaubergeschwindigkeit. Was haben wir da so? Da geht es mit den Viecher weiter. Mehr Zauberschaden, 8%. 8% haben wir da aber auch. Das heißt, die können wir auslassen. Was haben wir da? Kreaturen von 15% erhöhten Schaden, Kreaturen haben 3% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit. Was haben wir da? Erhöhte kritische Trefferchance von Zaubern, 18% erhöhter physischer Schaden. Was haben wir da? Und da ist Chaos-Schaden-Node. Bis da auf. Wo geht's dann weiter? Mehr Int. Was haben wir da? Erhöht einmal. Das ist halt was, das muss halt langsam einwachsen und die dann einmal mit da gibt es auch externe Softwares dafür. Das heißt, Path of Building heißt das Programm zum Beispiel, da kannst du, ohne dass du da drin klicken musst, ob es funktioniert und dann verscheißt einen Haufen Gold, kannst du in dem Programm einfach die durchklicken und Builds ausprobieren und so weiter. Mache ich aber alles noch nicht. Kommt alles, wenn ich mal weiter drin bin. So, was haben wir da? Also Zaubergeschwindigkeit, Resistenzen, Bewegungsgeschwindigkeit. Aber mir schaut es ja so, als wäre das da so das Einzige, wo es um Minions geht. Was haben wir da noch? Mana-Wiederherstellung, Energieschild-Wiederherstellung. Was haben wir da? So Kreatur, da haben wir noch Kreaturen. Also ist da einmal auf alle Fälle ein Ziel herzukommen. Wahrscheinlich, das ist eine Mischung aus Chaos-Schaden, Chaos-Widerstände und so weiter. Aber gut, da haben wir noch lange nicht, das dauert noch ewig. Da hangelt man uns ganz gepflegt nach vorn. Können wir auch da umgehen. Und da so, Mana Regeneration, Stärke und Int. Da ist noch mehr Kreaturenteil. Und sehr viel Mana-Regeneration. Also das wird schon noch kommen, dass uns das Mana irgendwann ausgeht, aber vorher gehen wir einfach blind drauf. Ja, die 3 Nodes für mehr Schaden. Und gegebenenfalls, da darf man mir mehr aushalten. Kann man da dann einmal umgehen. Zaubergeschwindigkeit. Ja, bauen wir den rein. Passt schon. Suche im Passive Tree mit der Suchfunktion nach Wille. Sehr guter Punkt. Waifu Material. Was ist da drin? Haben wir schon? Suchfunktion. Wo? Wille. Haben wir da was blinkt? Ne. Wir daten dann die Nodes ausschauen, die daten schon ausreichend blinken, dass man es sagt. Jetzt pass auf. Suchen wir mal nach Wille, ob es da. Ja, da haben wir was. Unbegrenzte Anzahl beschworener Totems. Totems sind was anderes, aber auch eine Art Minions, bloß die stehen halt einfach nur da und hauen rum. Totems reservieren jeweils 100 Wille. Ja gut, das hilft uns nicht weiter. Da haben wir was. 3% erhöhtes maximales Leben, Mana und Energieschild. Das ist immer gut. Defensiv erhalte 20% des maximalen Energieschilds als zusätzliche Betäubungsschwelle. Ach, weil die Fähigkeit Wille heißt. Totaler Schwachsinn natürlich. Haben wir da noch irgendwas, was blinkt? Nö. Bin so weit rechts oder unten, was für Minions blinken da oder für Wille, das mich wundern. Der Gurkel haut ab. Gurkel, gute Nacht, habe ich gerade im Augenwinkel gelesen, sonst sehe ich jetzt noch nichts nach Wille. Jetzt kann man natürlich einmal ausprobieren,
wenn ich nach Zauberschaden suche, ob das schon auch geht. Zauberschaden. Ja, funktioniert schon. Da haben wir Zauberschaden. Wir können natürlich auch mal Kreaturen eingeben. Und dann sehen wir alles, was da so für Creatures blinkt. Da ein riesengroßer Batzen, wieder offensiv, defensiv für die Viecher. Da, wo wir schon waren, da. Dann kann ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Tree ist, wenn er so weit außen ist. Kreaturen, größerer Wirkungsbereich. Kreaturen haben 10% Chance bei Treffer Verkümmerung zu verursachen. Wo haben wir da noch was? Alle Boni eines ausgerüsteten Amuletts werden auf eure Kreaturen angewendet, statt auf euch. Es ist ein utopisch, was du alles ausprobieren und machen kannst. Utopisch. Absolut geil. Da kannst du allein mit einer Klasse so viel Zeit verbringen und du hast noch nicht einmal Ascendancy gesehen. Utopisch. Meine Russe des Vertrauens zu so später Stunde. Was ist denn jetzt los? Zu so später Stunde, schreibt er. Ja, wir haben beim Reinsuchten. Ich muss jetzt da noch schnell einen Weg in irgendeinen Wald finden und wahrscheinlich irgendjemand erschlagen. Und dann werde ich mich langsam schleiern. I will put you down. So. Stirb, Mistviech. Stirb, Mistviech. Mittlerweile haben wir, glaube ich, auch pro Skelettbogenschütze haben wir eine Aufladung vom Zauberstab. Mana hinzukommen. Haut mit dem Schund jetzt da. Findet den Eingang zum großen Gewirr im Grellwald. Haben wir schon im Grellwald. Nicht, dass ich jetzt da wieder irgendwo mal ansteuere und keine Ahnung habe, wo ich eigentlich bin. Na, ist schon der Grillwald. Eingang zu irgendeinem Wald. Nun ja, dann werden wir mal reindüdeln müssen. Das wird nicht helfen. Skelettbogenschütze wo? Ja, macht schon Laune. Bin sofort wieder drin. Ich bin richtig froh drüber, dass ich die letzte Zeit keine Action-RPGs gespielt habe, weil ich mich am Spielprinzip nach x Stunden auch gerne mal abspiele. Ich glaube, das letzte war tatsächlich, war wahrscheinlich Diablo 4. Und oder Last Epoch, was auch sehr gut war, aber die Größe des Teams kann da einfach nicht mithalten mit Diablo und haben aber auch einen ziemlichen Hype gehabt und war ein richtig gut Spiel. Hat richtig Laune gemacht. Habe ich aber seitdem auch nie wieder angelangt. Frag mich nicht warum. Was ist denn jetzt mit den Wave da? Schau, es verreckst jetzt da, Mist. Hochseits. Müssen wir nach unten, müssen wir nach oben. Glaubst du, ist das Skillsystem balanced? Nein, es kann alles sein. Nicht vergessen, die haben über 10 Jahre Erfahrung mit PoE 1. Über 15 Jahre. 15 Jahre Erfahrung mit PoE 1. Und Erfahrung mit Balancen. Sicherlich ist irgendwas broken as fuck. Was nicht vorhersehbar ist. Vor allem mit neuen Sachen, mit ganz neuen Sachen und so. Aber ich glaube, dass das einen ganz guten Job machen, was das betrifft. Wenn ich mir vorstelle, dass das ein Entwickler ist, der eigentlich nichts anderes macht wie Action-RPGs, dann die wissen einfach, was sie tun. Und das merke ich da schon. Nach 2 Stunden Spielen. Dass es nicht irgendein dahergelaufener 0815-Sepp ist, der gesagt hat, so, wir machen jetzt Action-RPG, aber wenn wir meinen, wir kennen es. Sondern sie wissen halt, was sie tun. Oh, und da ist wieder ein geringes Mana-Fläschchen. Leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch, da wird gar nicht alles mit aufgelaufen. Viechklumpen muss sterben. Eingang müssen wir finden. Oh, Aufwertungssphäre, was kann das? Was kann das? Das ist die erste Currency, die wir so regulär von einem normalen Mob finden. Achtung, dann muss ich kurz eintappen, was ist das? Ergänzt einen magischen Gegenstand durch einen neuen zufälligen Modifikator. Das ist tatsächlich jetzt die erste Currency, die tatsächlich droppt und das ausmacht, was das Spiel ausmacht. Mit dieser Currency, nicht jetzt speziell mit der, aber mit dieser Art von Items wird in dem Spiel gehandelt.
Das bedeutet, das Crafting in dem Sinn. Ich werde die jetzt auch einfach ausschleudern, weil es mir wurscht ist. Ergänzt einen magischen Gegenstand, einen blauen, durch einen neuen zufälligen Modifikator. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auf meine Krone zufällig, Rechtsklick, mache das auf meine Krone und ich kriege einfach ein zusätzliches Affix. Das kann alles sein. Das ist halt der Nachteil dran. Deswegen ist diese Ressource relativ billig. Es gibt ja dann noch stärkere, da wo ein bisschen gezielter dort steht, was draus werden kann. Zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, ob es es wirklich gibt, weiß ich nicht, gibt einen Modifikator mit elementarer Resistenz. Und dann rollt halt das einen bestimmten Wert, je nach Itemstufe und so weiter. Und du hast dann bloß einen Würfelpool aus Blitz, Feuer, Chaos und Dingswiderständen. Da habe ich jetzt, hier kann ich theoretisch alles kriegen. Kann ich Pech haben oder Klick haben. Probieren wir es einmal. Gegenstand hat keinen Platz für zusätzliche Modifikatoren. Okay. Ein magischer Gegenstand kann anscheinend nur ein Präfix und nur ein Suffix haben. Haben wir beides schon. Warum dann der magische Gegenstand 3 hat, das weiß ich nicht. Der hat zwar mehr Präfix und ein Suffix. Probieren wir es mal da. Funktioniert jetzt auch nicht. Der hat, okay. Der hat nur ein Suffix. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ein Präfix drauf zaubern können. Zack, Würfel. Jawohl. Random Roll. Einen schlechten Nano. 5% erhöhte Lebenswiederherstellungsrate mit Fläschchen. Das heißt, wir kriegen einfach 5% mehr Leben, wenn wir einen Heiltrank nehmen. Geht so. Geht so. Ist nicht schlecht, aber es wirft uns jetzt auch nicht meilenweit vor. Aber damit man das Prinzip einmal verstanden hat. Für Leute, die Path of Exile nicht kennen. Da geht's nach Lichtfall. Kruzifix nochmal. Wo ist dieser beschissene Eingang zu diesem Scheiß, wo ich die morgen jetzt finden? Wie lange streamen wir eigentlich? 5 Stunden 40. Das ist eine lange Partie, Kinder. Lange, weil ich habe immer nur 440 Leute, da habt ihr wieder nichts zum tun. Sagt es, was ist. So, was haben wir da? Schau, das Langquinst. Schau, das Langquinst. Das Langquinst. Rein ins Getier. Das muss ja da irgendwo sein, das gibt's ja nicht. Überall schaut es nach Wald aus. Was soll ich machen? Ein bisschen wenig Viecher sind da. Warum haben so wenig Viecher? Weiß ich nicht. Metermachen. Identifikation, es ist 1:30, was darf man sonst? Stimmt. Stimmt. Da geht's ins Rote Tal. Kruzifix, es gibt da keinen scheiß Eingang. Muss ja dann direkt in der Nähe sein, das gibt's ja nicht. Warte, meine ganzen Skelettboys. Meine Skelettboys. Sind die gestorben? Was sonst da? Was ist denn das für Kass? Das ist mal ein Gipfel. Zweigfokus, der hat auch keinen Wille. Identifikationsrolle. Schaut auch nicht nach Weg aus. Da kann es noch mal was geben. Sau durchrasieren. Wo ist der Weg in das Gewirr? Es gibt keinen Weg in den. Du bist gerade die perfekte Nebenbeschallung für mich, Ed Bier. Was tust du denn gerade, Mr. Vlogger? Was machen Sie just in diesem Moment? Jetzt bin ich einfach da wieder im Kreis gelaufen. Ihr findet den Eingang zum großen Gewirr im Grellwald. Ist das da das große Gewirr? Der bewegliche Dorn. Okay, da haben wir unseren Boss. Schuss gleich mehr. Oh shit, Alter. Was tut denn? Der zieht sich irgendeine Kotze aus dem Maul. Sonst geht's da schon mal gut, ja.
Alter, die Bossfights sind so gut. Sag ich jetzt nach 2 Sekunden, sag ich das. Na, geh weg. Ah, was fliegt denn da jetzt für Schund an? Was bist denn du? Stuhler Kackbaum. Ja, Gift ins Maul. Nochmal Gift ins Maul. Ich hol dabei ein wenig. Nimm mir den. Ja, geht schon fein einfach von dahin. Easy. Es hat doch einen Boss-Game da drin. Gewobener Fokus. Energieschild 15. Gespannte Arme können wir nicht brauchen. Fertigkeiten, Gem Stufe 2 und Handschuhe. Die haben wir gleich mal rein identifizieren. Was haben wir da? Erhöhter physischer Zauberschaden, Feuerwiderstand können wir nicht so wirklich brauchen. Was haben wir da? Maximum Mana, Geschick, Blitzwiderstand, erhalte 5 Leben pro getötet im Gegenteil. Völlig für den Arsch. Also das ist wirklich Energieschild, Blitzwiderstand. Ja, bei uns sind die auch für den Arsch. Ziehen wir lieber die gelben an. Ziehen wir die gelben an. Sie sind einfach alle für den Arsch. So. Wir haben immer noch keinen Weg nicht in den Scheißwald gefunden. Halt, stopp. Können wir mir Fertigkeit machen? Skelettkrieger Stufe 2. Also wirklich nicht, gell? Eigentlich können wir nur Verseuchung bauen. Warum das nicht? Achtung, du hast dieses bereits ausgerüstet. Ja, Skelettkrieger habe ich auch schon gemacht. Das war noch geil, wenn es dort steht, dass ich das Ding, diesen Stor Stufe 2 in der Kiste liegen habe. Außerdem habe ich ihn auch ausgerüstet mit meinem Zepter. Und dann können wir nur. Vielleicht können wir auch irgendwas ganz was anderes machen, gell? Behalten wir uns einmal noch. Behalten wir uns den Bums! Und denken wir uns da noch was aus. Voilà, nix eigentlich. Ich stöbere gerade im Netz oder in Steam für neue kostenlose Spiele. Ich verstehe. Ja, ich habe auch immer nebenbei was laufen. Immer. Eigentlich. Außer wenn ich jetzt stream natürlich. Das düstere Dickicht. Muss ich da rein? Eingang zum Gewirr im Grellwald. Ist das düstere Dickicht? Betrete das düstere Dickicht. Sag das mal ganz schnell. Das düstere Dickicht, das düstere Dickicht, das düstere Dickicht. Bin ich da richtig? Una beschwören. Reißt doch das düstere Dickicht. Aha! The roots here have a mind of their own. If the faith. Welch elfengleicher Gesang. Haben wir da einen Boss? Is there a boss? Meine Damen und Herren. Hier, dann Schwammerdeppen. Schwammerdeppen. Können aufs Maul kriegen. Haben wir noch einen Pfeil. Haben wir. Schluss mit dem Scheiß. Alter, das mit der WASD-Steuerung ist eine verfickte Offenbarung, Alter. Wenn ich das einmal so anmerken darf. Es fühlt sich so gut an. Und so anders irgendwie. Nur mehr eine Aufwertungssphäre. Jetzt droppt die Currency. Oh, da kriegen wir aber auch ganz schön aufs Maul. Was er immer jetzt da zerrissen hat, wie Sau. Ich weiß es nicht. Gruscheln wir mal durch. Das Leveldesign ist auch sehr cool, gefällt mir sehr gut. Und dann kommen schon Schwammerl, zeigt da und was das da ist. Birger, wo bist du immer noch live? Alter, was geht denn bei dir nicht? Bei mir geht alles. Das düstere Dickicht müssen wir noch schnell machen. Das hilft uns nichts. Anderes kannst du nicht anscheißen. Nur da erinnern wir, setzt da in Winkel das düstere Dickicht fort. Naja, wenn jetzt da kein Boss kommt, dann haben wir Pech gehabt. Oh, es riecht förmlich nach Boss. Was haben wir da? Kannst du da umschießen? Die sind elektrisch. Ja, das ist einfach zerrissen, die Idioten. Das ist einfach zerrissen, die Idioten. Geht's nach oben? Nö. Brucke schreibt, das war bei mir vor 5 Jahren auch noch ungefähr so, aber es hat sich in den letzten Jahren irgendwie einiges geändert. Ja, wir werden alle nicht jünger, Kinder. Wir werden alle nicht jünger. Und auf einmal tut man Sachen, wo man zuerst gesagt hat, niemals wird das passieren.
blassen Dunst, wo wir mir überhaupt einigermaßen grob nur hin müssen, gell? Wir laufen jetzt einfach mal. Mistviecher angesorgte. Ja, dann fängt man das Landi-Spiel noch, wenn man älter wird. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, du. Die Art von Spiel, darum mag ich, noch mehr Aufwertungssphäre. Darum mag ich diese Spiele so gern, weil die gingen auch, wenn du alt, fett und langsam bist. Weißt, da musst gut bei Bossfights. Müssen wir da jetzt durchgehen oder was ist da los? Gibt es da keinen Boss herin? Das kann ich nicht glauben. Nein, das glaube ich nicht. Wo haben wir? Da sind wir. Na, aber da unten muss noch ein Boss geben. Der Dornengeist, da muss dann Rostkönig geben, den haben wir aber schon gekillt. Achso, die Blinken, die. Naja, das muss ich mir vielleicht irgendwo einmal schnell anschauen, was da genau das ist. So, Friedhof der Ewigen. Ich zock noch immer einen 15er, hab schon 700 Stunden und da muss man aber nur hunderte Stunden, wo ich bei meinem Bruder gezockt habe. Ja, da glaube ich, hast du in die Kommentare auch geschrieben. So, Wegpunkt. Was haben wir da? Findet Draven und seine Gemahlin. Reist zum Dorf Ockheim, sucht nach dem Grab des Grafen hinter dem Tor zum Mahnmal, durchsucht im Friedhof der Ewigen nach dem Grabmal der Gemahlin und dem Mausoleum. Jetzt schauen wir mal schnell, ob wir da schon bei der Gilde irgendwas haben. Nö. Ich weiß auch nicht, wenn wir da irgendwie. Ich bin jetzt Stufe 7, Alter. Wir haben so lange gespielt, bin ich Level 7. Lol. Der Lasi schreibt, dir ist schon bewusst, dass ich mir den ganzen Stream im Nachschau-Squad geben werde. Da ist mein Arbeitstag ja gerettet. Du wärst 3 Stunden lang, oder wie lange haben wir haben ja 4 Stunden lang nur in die Warteschlange geglotzt. Und irgendeinen Scheiß gearbeitet und irgendwas da. Hat aber unbändig schön Spaß gemacht. War ein schöner Blödschmerz. Freunde der Sonne, aber ich sage euch jetzt was. Da kann ich mal nicht aufstehen. Muss ich nicht früh aufstehen und weiterspielen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hä? Was soll ich jetzt da machen? Jetzt schauen wir uns noch schnell mal den Bums da an, laden wir das Inventar aus und dann schleiche ich mich davon. So sieht's aus. So, Rennli. Die verkaufe jetzt einmal meinen Schund, den ich nicht haben will. Scheiß geschissener Fokus und Handschuhe, weg mit dem Klump. Und jetzt darf mich noch interessieren, fürs Fläschchen kriege ich jetzt 4 Gold. Ah, und wenn es identifiziert ist, dann natürlich 18. Okay. Weg mit dem Schund. Ja. Truhe. Und rein mit der Currency. Zack. Genau. Es gibt da, wenn ich das da jetzt auf den ersten Blick sehe, Welten weniger Currencies als im PoE 1. Glaube ich. Und jede kann halt da was anderes. Das da schaut mich noch einmal Exalted an. Das da schaut mich, das ist ein Wahl. Ich weiß nicht mehr genau, was heißt, ich glaube ein Wahlorb. Das ist, glaube ich, ein Mirror. Das ist das wertvollste Item im ganzen Spiel. Das ist ein Chaos-Orb und das sind so die Exalted und Chaos-Orb sind so die, wie der Dollarkurs, da ich jetzt einfach mal sagen. Sag mal, ein Chaos-Orb, zumindest im PoE 1, so habe es mir immer schön gerechnet, ist $1 und ein Exalted sind $100. So, und mit denen tradest du und kaufst von anderen Spielern dann Items. Funktioniert übrigens folgendermaßen. Ich nenne den kannst du nennen, wie du willst, aber ich nenne halt so. Ich nenne alle meine Stash-Tabs immer mit 3 Buchstaben, das mache ich halt einfach so und gebe dem Ding eine Farbe. Meistens ist Escape, was ich verkaufe. Und dann kannst du da auf öffentlich klicken. Individueller Preis pro Gegenstand. Verhandlungsbasis auf alle Gegenstände oder fester Preis auf alle Gegenstände. Ich habe dann einen Tab, da wo ich den ganzen Schrott einwirf, den ich für ein Chaos verkaufe. Na? Schreibe ich 1, was haben wir da? Erhabene Sphäre, Chaos-Sphäre. Zum Beispiel. Und dann tust du auf OK. Und wenn jetzt ich mit meinem Item hergehe und tue diese Schriftrolle da rein, dann wird das automatisch auf der Path of Exile Seite /Handel, glaube ich, oder irgendwie so, gelistet und andere Spieler whispern die dann an. Die lädst du in deine Gruppen ein, die kommen zu dir, du gibst ihnen das Ding aus der Truhe, sie geben dir das eine Chaos-Orb, du drückst auf OK und so findet Handel statt. Und einen zweiten
Einen zweiten Tab mache ich meistens noch, den nenne ich dann, ja gut, der wird eigentlich automatisch umbenannt, das habe ich nicht mehr gewusst, jetzt wo ich sehe, weiß ich es wieder. Den machen wir öffentlich, individueller Preis pro Gegenstand, den machen wir golden, nehmen wir Sell, machen wir okay. Und wenn ich jetzt bin ich mehr, ich schnell was ausprobieren. Ja. Dann kannst du rechtsklick auf das Item machen, Notiz, du kannst was dazuschreiben, ich glaube das ist neu, das kommt PoE 1 nicht, weiß ich nicht. Dann kannst du fester Preis sagen und sagst, das mag ich verkaufen für 25 Chaos. Oder, ich glaube erhabene Sphäre heißt Exalted, oder für 2 Exalted. Und dann wird es genauso da gelistet. Und irgendwann whispert dir jemand und sagt, ich möchte das Ding kaufen, lässt nein und so weiter und so fort. Was damit mal irgendjemand gesehen hat. So. Ja, können wir gleich so lassen. So, welcher Vollidiot auch immer die Schriftrolle für Chaos kauft, dem kehrt dann der Kerl sowieso der Schlag. So, meine Freunde, wir haben hier ein ausgezeichnetes Spiel vor uns. Ich kann noch nicht versprechen, ob wir nochmal einen Stream dazu reinhauen, aber es kann gut passieren. Ich glaube eher nicht morgen und übermorgen, weil ich sonst nicht mehr schmatzen kann. Wir haben jetzt seit 6 Stunden da und ich weiß genau, wenn ich das morgen nochmal mache, kann ich am Sonntag nicht mehr schmatzen und am Montag auch nicht. Wir sehen uns am Montag im Stream mit Indiana Johannes. Und am Mittwoch ist eventuell so ein bisschen auf der Kippe. Weil da kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal in PoE reinschauen, mal schauen, wie weit dass ich bis dahin bin und dafür ein Stalker. Weißt du eh. Stalker ist geil, brauchen wir nicht schmerzen, aber weißt du eh. Mal gucken. Und nächsten Freitag spielen wir God of War am 8. Auch wieder die üblichen 2-3 Stunden und ja. Und dann bricht die letzte Woche an. Am Montag spielen wir dann nochmal irgendwas, je nachdem, wenn Indiana Jones der letzte Dreck ist, dann spielen wir es nicht nochmal, das ist schon klar, dann spielen wir am Montag irgendwas und am Mittwoch ist dann der letzte Stream vor Weihnachten, dann bin ich in der Weihnachtspause, dann sehen wir uns 2 Wochen nicht, dann sehen wir uns erst im neuen Jahr. Da machen wir einfach, das ist einfach der Blödschmerz. Ja, da sitzen wir da, trinken wir Teegel und rauchen wir in der Pip umeinander und schmerzen wir irgendeinen Dreck, wie es Jahr war und so weiter. Damit ihr euch auskennt. So. Bevor es euch jetzt schleicht, seid ihr so faule Lurker, smash den Like-Button an alle Neuen, die vielleicht immer noch dabei sind, keine Ahnung. Vielleicht sind ja noch neue anwesend. Abo smashen, Glocke checken, Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Es ist jetzt 3:45. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein langer Stream, war ein langer Abend. Ist schon ganz geil. Ich darf mir wünschen, dass es aushält, aber das, wenn ich sag das, was ist, ich bin Fulltime-Streamer war und das eine Woche lang hätte ich keinen Bock mehr. So, auf der Stelle. Schleichen Sie sich ins Bett hinein. Vielen Dank für die ganzen Donations. Das ist halt wieder leicht aus dem Ruder gelaufen, wobei ich glaube, seit 6 Stunden da ist kein Schwanz mehr da, der da vorher umeinander geworfen hat, oder vielleicht auch doch. 50-50. Am Björn habe ich übersehen, es tut mir leid, Björn, ich hoffe, du bist noch da. Oder du bist ja halb noch da, nimm du gesponnen, ich hau mich in Nachschausquad, geiler Wichser, Nachschausquad, Kuss auf die Nuss, fühl dich vom Vergangenheitsbürger in die Zukunft gegrüßt oder umdreht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Die 6 Stunden sind wirklich so vergangen. So wie einmal ein Arbeitstag vergeht. Herzlichen Glückwunsch an alle, aber das tut er leider nicht. Und jetzt schleicht es euch dahin. Kuss auf die Nuss, wir sehen uns am Montag, spätestens am Montag. Hauen Sie hinein. Ich kann jetzt nicht mehr zum Abschied tröten, weil sonst hebt die Bürgerin aus dem Bett raus und ich wird geschlacht. Und ich muss am Morgen weiterspielen, was das ist. Ich wünsche allen viel Spaß mit Path of Exile 2, die sie es auch geholt haben und Bock drauf haben. Hauen Sie sich hinein. Ich wünsche eine gute Nacht. Tschüss. Pass auf. Kriegt der Sprengi, kriegt sein. Und so einen Screenshot haben wir auch noch nicht gehabt. Kann man da für einen Blödsinn draus machen? Weiß ich nicht. Hirnwo. Halt sein Maul jetzt. Bis Montag. Habe ich die Ehre.